es jetzt da, wie es da kommt. Ja, ich Qualität 1A habe ich gehört. Wir schauen, ob das gerade irgendjemand live mitkriegt. Wir haben 800 Zuschauer. Ja, hallo. Servus Bobby, servus Krawallmaus. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gerade hört. Die zwei Herden sind gerade am Testen, wie sie es hört. Ist alles perfekt gelaufen beim Einrichten. Wie immer. Das obwohl der Korbi nicht da ist. Ja. Jetzt haben wir schon 4 Zuschauer, das ist ja unfassbar. Immer mehr wird. Immer mehr, die diesen Klang der Hölle live erleben dürfen. Korbi, wo bist du? Wo treibst du dich rum? Wie schaut's aus mit Hallen oder sonst irgendwas? Ah, okay, da hast du gerade so einen Ton noch basteln müssen. Wenn es leise ist, wir haben das Mikro da relativ weit weg. Das können wir ja noch. Ah, Gott. Mikroarm ist ein richtiger Scheiß. Ist jetzt lauter? Ist jetzt besser? Gut, dass ich schon mal eine Verzögerung auf Instagram angemeldet habe und wir dann noch weiter verzögert haben. Scheiß Chatfilter. Laut, ich bin leise. Also der Ton ist nicht geil. Ja, Krawallmaus unterstützt uns gerade und schreibt, der Ton vom Spiel ist relativ laut und ich bin relativ leise. Ja, das glaube ich. Du weißt aber auch, dass das die falsche Kamera ist, weil der Ton, jetzt kommt krass, es ist die
Webcam-Kamera. Der nimmt gar nicht das da, weil das ist ja viel weiter weg. Ja. Das ist aber das übertönt immer viel. Komm schon ein bisschen raus. Ganz klein. Machen wir das schon. Das bin ich jetzt da. Also das Sepp ist jetzt noch beim Thema. Da hat jetzt noch köstliche Getränke zubereitet. Workshop Gin Tonic. Workshop Gin Tonics gibt es jetzt. Und jetzt kümmern wir uns gleich um die Technik. Wir haben extra so eine Laufcouch hergerichtet, ne? Damit wir eng nebeneinander sitzen, damit wir uns berühren können. Schaut's her. Also es wird halt wirklich erotisch. Es wird wirklich erotisch. Man muss ich sagen, die Senur aus der Spiel, die ist sehr ansehnlich. Frauen mit Problemen, das ist sowieso ein bisschen so unser Metier, gell? Deswegen wir ja Daddy-Issues und so, das ist alles so und so. Über was nimmst du den Ton auf? Geht dir nicht so kalt, verpisst. Das ist ein Problem. Genau. Also der Ton wird anscheinend gerade über den Webcam aufgenommen, das versucht das jetzt gerade zu ändern. Tatsächlich. Das ist eigentlich das andere eingestellt. Ja, aber ist anscheinend nicht gescheit eingestellt. Warum wir auf einem Handtuch sitzen? Nein, das ist eine Decke. Eine Hundedecke. Ja, das Simba ist auch noch. Simba! Simba! So, schau, wenn ich fertig bin, so das und kontrollieren. Oh, kommt er schon. Unser dritter Mann. Ja, ist gemütlich, gell? Kamera, so nimmst du die Hand drauf. Weiß ich nicht. Doppelt ist das ja. Wir streamen ja halt auch nicht die Spiele, es ist halt nur ein How-To, was wir machen. Wir haben nämlich ein paar Anfragen gekriegt, wie wir unsere Streams so perfekt einrichten, und das wollen wir euch heute mal live zeigen. Kruzifix. Genau, vollschalten. Jetzt ist jetzt besser. Warte, ich schau schon. Kannst du hier unten bleiben, da liegt jetzt das Symbol. Haben wir jetzt einen guten Ton? Was sagen unsere 48.000 Zuschauer? Jetzt die Sache ins Büro. Hallo, ich habe euch was gefragt, das Kruzifix. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach auflösen. Sperren wir da nicht mit jetzt. Ja? Ah, das stimmt. Irgendwas ist ja. So sind wir. Noch schlechter, sagt der Gott. Noch schlechter muss es nicht. Der Stimmen. Ich bin immer nur leise. Ja, ja, das ist klar. Wen? Corby, du schmeißt mir gerade irgend so Fetzen her. Kann ich was sagen? Corby, du musst hilfreich sein. Echte Corby, streng mich wissen an. Warum sitzt du eigentlich da oben und schaut uns zu, anstatt der Mitspieler? Wahnsinn, ich habe ja auch keine Zeit. Ja, scheiß Lügen alles halt. Was ist das? Stimmt nicht, der Kruzifix. Okay. Also bei mir ist es Also bei einem Test mit einem Handy außerhalb des Raumes wird behauptet, dass es Guru hört. Der Signalpegel ist auch ziemlich hoch bei uns. Also, wir sind uns schon hören. Jetzt mal einfach auf ein neues Spiel und schauen mal, wie es ausschaut, wenn ein richtiger Spielsound einsetzt. Das ist ein kreiseliger Hami-Controller. BSD. Kostet 200 Euro jetzt mal. Was? Corby wollte nicht auf das Handtuch. Merken wir uns das, dass der Corby so einen Handtuchschlag kriegt, so. Mit Seife drin. Ja. Ja, genau, wie bei Full Metal Jacket Schlungen. Jetzt fängt es wahrscheinlich an, massiv zum Ruckeln. Ich höre jetzt halt einfach auf, ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. So, zurücklehnen.
Intro. Ich höre nichts, gell? Also ich verstehe Hello. nix. Who are you? Sollen wir dann ein wenig lauter Doesn't machen? matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. Ah! They're watching. Wohin denn? Möchte die Story hören? It's a journey deep into darkness. Keine Spasten. There'll be no more stories after this one. Das ist schon schon. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she tell me? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already doing it. Coming. Das ist jetzt so nett. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? Zauberhaft. They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you? It's in hell high. Glaubt denn? Look, Die Kingers. up ahead. You see it too? You promised you came here. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's them. They're here. Batman ist da. Servus Batman. Ich will nur nichts sehen, dass die Qualität schlecht ist. Wir haben einfach keine Ahnung, was wir da tun. Wir versuchen gerade alles, dass irgendwie Look around and you'll das ist see völlig them. unfähig. The drowned, the sick, the slain. Gerade für die Leute, die They nicht lie, haben, wir sind rotting jetzt in the fields and rivers of trinken hell. wir gerade auf Hehl ein. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. Nein, ich würde gerade sagen, das Stream schaut viel gut aus. Echt? Ja, ja. Schaut sogar aus, als wäre es bessere Grafik als ich. Was will das? They're watching. Stop. Can you feel them watching? Im Übrigen wird Nintendo 64 Grafik. They're watching her. Schaut so aus. Watching her. Ja, ja. You're so close to the darkness. Go back. Sind einfach mit Angst. Ja, sehr gut. What is she thinking? Selber nicht. I Also, can tell you. eben der ganze Kraut. She's Freuen afraid. sie. Geil, die Mund Wouldn't she kraulen. be? Wobei, das ist wahrscheinlich gleich auf You'd think she would get used to it by now after so many Super years. sportlich. But the darkness, Selber, Kim. Jetzt Kim. Da Kim. Der Batman sagt, die alte flüstert und uns hört er trotzdem nicht. is growing stronger, Jetzt Kim. Aber towering Deri, over her. der You verrät might try and Deri. ignore it, Warum hört man uns eigentlich nicht? Seebisse. but it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. Was ist das noch? It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Also irgendwas stimmt doch beide hin. Wo schaut sie das so? Auf dem Samsung, was ist das für eins? Keine Ahnung. Auf dem Samsung S Galaxy, keine Ahnung, funktioniert es einwandfrei. You might think she's brave to go on this journey on her own. But
isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Ja, aber einfach frei, oder? Then it was fear Sag so. runs far, far deeper. Wir geben mir nicht so viel Zeit bei dem Spiel, weil das ein bisschen dialoglastig, glaube ich, war. Also hat sich das sehr gut ausgesucht, dass man das drittes vor der Kamera sitzt und dass man sich reden können, weil man auf Dialog konzentriert lassen Das muss. ist genau das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, dass Spiele schwierig sind zum Spielen im Stream. Wer hat das Spiel ausgesucht? Ich habe mir nicht so geschmerzt, dass wir das jetzt machen. Warum? Alle Partyspiele hören so. Mach den Fernseher lauter, Krawallmaus. looking at? What is she leaving behind? So, I know what she's thinking. jetzt sind wir. Leg die hin. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Niedelwurzel ist auch wieder da. Und jetzt ist der Philipp auch da. Oh, she heard us. Weil eigentlich sagen alle, dass Qualität gut ist. Gerade, dass wir There's no going back. wesentlich leiser sind. Wie gesagt, ich schmerz mir das, glaube ich, eh nicht so viel. Glaube ich. Naja, das wird doch ganz genau anders passiert. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. Schwierig, fürchte ich. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Weil das nimmt jetzt schon wieder was. Schau mal die 6 Why don't you join Anzeige. us? Wenn ihr redet, ist das Ding fast. Maybe Ja, you two have a part to play in this story. Ja, Krawallmaus hat jetzt aber auch schon geschrieben, dass das Spiel ziemlich laut ist. Da können wir an das Desktop-Audio noch oben dran. Hast du das bisschen Ausschlag gesagt? Tatsächlich, ja. Oh, geil Arsch. Also ich habe das Desktop-Audio nur leiser gemacht, vielleicht ist dann besser. Schauen wir uns erstmal den Arschlöcher an, bevor wir weitergehen. Oh, das ist voll. Richtig schick gepfählt, oder? Ja, das ist, hat voll was vom Kannibalfilm aus Italien aus die 80er. Ich glaube, jetzt ist. Use your eyes. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look, Senua. Ja, okay. Jetzt irgendwas da. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hellas Und einen Gate. Hund haben wir auch noch da. But God's Also heute sind wir richtig aus. Also braucht man gerade noch Katz. follow this path. Niedelwurzel hat geschrieben, jetzt ist besser. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that Graham leads hat north 60 and FPS down und das Spiel through jedenfalls nicht im deep, dark Stream. valleys. After Ja. 9 Habe ich nights geschrieben, of das riding, ruckelt. you will Jetzt follow doch. a great river and Das will ist find wieder a auf, wo ich bridge habe Ja, mich ja, schon jetzt, gesagt. Also vorher beim Intro-Video war es noch goes voll from gut. there Wow. across the Gehen wir schon river her? of Geht um, wie knives geht's von that mir? flows from the dark world of Niflheim. Schon wieder so, wo er so hinter, da möchte ich einen Schniepi fassen. Natürlich möchte das nicht jeder. Liegt mir hinter jetzt da. Nein, schlapp mir nicht ab dabei. Ich wollte mir keinen Trockenstart, die liegen immer schon. Jetzt gehen wir einfach da mit der Quali wegen ober. Ist eh schon alles auf Mittel. Das habe ich jetzt gerade geschnitten Sack. Oh, jetzt hat schon hier, das ist ja fast 8K. 120 Frames, oder? Das ist geil, nein, das ist nicht geil. Nein, das ist nicht geil. Aber irgendwie schaut es jetzt im Stream wieder besser aus, oder? Also bei mir ruckelt es nicht. Machen wir einfach den Livestream immer 8 Stunden am Hund verwöhnen. Ja, das folgt doch, gell? Urwaschel. Wobble, wobble, wobble. Das Dragon Cry hat geschrieben, dass es doch nicht besser war, ist jetzt wieder Vollgas ruckelt. Er ruckelt. Ah, doch, jetzt im Stream läuft es jetzt flüssig.
Das ist ein bisschen seltsam. Also es kann eigentlich nicht am Rechner liegen. Weil der ist gut nur für das alte Hammerspiel. Ja, um Semi war der Stream angekündigt, jetzt Ja. ist es nach 8 PM, wir haben noch gut in Jetzt der ist es aber Zeit. besser, oder? Jetzt ist es wesentlich besser. Ja, scheißegal, ob das Musik auf die geil. Das ist kein Spiel, wo es um Grafik geht. Wir spielen Nintendo. Jetzt kann man es auf alle Fälle spielen, oder? Ja. Was soll das Switch spielen müssen? War das nicht recht der Unterschied wahrscheinlich? Grafisch wahrscheinlich nicht, aber es hat nicht so wirklich damals. Oder auf alle Fälle nicht. Darkness is coming. Die flüstern weil ich verstehe es sowieso nicht. Hunger for it. Like a pack of wolves on a hunt. Also Claudia und Dragonfly sagen, dass das Video jetzt super ist. Und Dragon Cry glaube ich, und Claudia glaube ich kann Das habe ich immer nicht gerade. ich wollte gerade sagen, This time. da schaut wahrscheinlich gerade irgendwas nebenbei auf YouTube und sagt, voll das geile Video, Alter. Aber mit dem Ton sind wir schon wieder Probleme, dass man uns kaum hört. Ja, wir haben jetzt auch nicht viel geredet. The land of mist and fog. Das ist ein Argument. The old fool was right. Oder wir schreiben jetzt einfach alle ins Mikro rein. What was it he said? Also wenn wir uns unterhalten wollen, dann gehen wir jetzt alle einfach so viel ans Mikro, damit wir uns unterhalten können. Und dann schluckt es jetzt schon rot aus, gell, wenn man das dann. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Helheim. Also gerade kann man sich eh nicht beschweren. Also für das, dass das aber drauf hast, schaut es eh immer noch gut aus. Ja, das Ich glaube, die haben sowieso die ganze Energie in Mimik geklickt. kriegst du dann sowieso. Stream komprimiert er sowieso. Ach, mein Nokia 110 ist immer noch zu leise. Wer sagt das? Viertelman. I hear you. He's there, you know. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. Okay, jetzt hast du Never Raven auch gesagt bei dir. Also sobald das Spiel lauter wird, versteht man uns nicht mehr. Das macht ja nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Problem ist. Her dear beloved, Dillian. Können wir spielen nur mehr ein bisschen oben dran von der Lautstärke? Dann haben wir halt nur nichts mehr. What is she doing? Why is she doing this? Oder meinst du für den Stream? Why doesn't Für den she Stream? turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. Also beim Desktop-Audio habe ich noch ein bisschen Kohl schon oben dran, ja. Und du mit den Ohren Aber der ist halt echt, schau mal, wie niedrig das ist. Aber gut, wenn es anders rauskommt, dann kann uns die Anzeige doch am Arsch lecken. Also ich habe jetzt nochmal drum aber da. Mhm, Schauen wir mal, was in 10 Minuten Lesung. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so Gut, dann sollten wir uns jetzt auch ein bisschen unterhalten. Na, Doch! Mann. Ich mag nicht. Nee. Let's see, Ja, erzähl's mal, ich Buben. Wer? Wir oder der Chat? Na, Jesus, du willst dich unterhalten. Simba, zuck nicht mit dem Fuß. Ja, du erzählst jede Story gern 10 Mal. Ja, die vom Chat wissen sie nicht. Ja, Sagen wir, der Sandman-Comic hier. Ich hau da mal Standman, komm ich gleich um. Standman? Lern es mir, wieso hast du Vollidiot? Was zuckt mir jetzt? Was ist da mit seinem Anstroh? Was erwartest du denn? So, The Northmen speak 9 worlds. The world of men, called Midgard. Sky gods dwell in Das ist echt Asgard. so ein grässlicher Controller. Gods of earth, harvest, Was denn Witz? dwell in famine. Kannst du auch was anderes machen, außer jammern? Was ist lustig aus dem Mund? The evil ones dwell in Sparta. The mountain giants. Du bist derjenige, der den ganzen Tag Fall daheim umeinander sitzt, nichts Ich war treibt, Laufer, nur unsere Laufer. Eier umeinander spult und trotzdem jammert. Laufen, Pudi gesaugt, Katzenklo ausgesaugt. Du hast die Bude nicht gesaugt, du hast einfach einen Staubsauger Ja, auf aber der ich muss, Laufen lassen. ich muss da herrichten. Auch. Weißt du, da ist ein Haufen Zeug im Weg, das muss jetzt irgendwo aufstellen. Das habe ich auch gemacht. Das mit einer kaputten Schulter, das musst du auch dazu sagen. Nein, das ist die andere. Tut aber bei Berührung nicht weh, du kannst es mir ein bisschen zusammendrücken, vielleicht hilft das was. Nein! Nicht? Okay. Ich hab das jetzt nur gemacht in der Hoffnung, dass der weh tut. Ja, es hat leider weder weh noch gut da. Ich möchte doch nur was fühlen.
Okay, Corby hat es geschrieben, dass es jetzt insgesamt leise ist. Hasst euch alle. Was meint er mit insgesamt? Keine Ahnung, der Corby ist immer so kryptisch. Don't kill me. I'm not one of them. Das ist das Desktop-Audio. Kamera. Kamera ist auf lautlos, weil das nimmt sonst ein Webcam-Sound auf. Ja. Find Das I sind live wir wieder. longer that way. Wir haben ja schon auf volle Lautstärke und das Mikro an sich auch. Also, Catch me again. Also wir schlagen mal ungefähr bis auf 60 aus. wir müssen eigentlich so lauteste sein. Laut der Anzeige da. Was muss man aufhören? Was ist das Mikro? Nein, Desktop. Na gut, der schluckt aber auch. Ja, also ich verstehe das nicht. They call me Kann man Druth. das jetzt mal selber. Liar. Ich würde gerade sagen, kannst du mal mit An Kopfhörer old hören. fool. Kopfhörer. Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you. in This Ah, okay. Spul, wir Verhältnis hätte jetzt vorher passt, aber es war insgesamt zu leise. if I may walk with you. Ist halt mit dieser Verzögerung jetzt eine Kacke. Ja, voll, weil ich drücke da mal die ganze Zeit umeinander dran. Das kommt wieder was anderes. I'm listening. The runes. Welcher war ein Magic Tonic? Der linke. Machst du mal nachschmecken? Focus your inner Richtig sagen. and you too will see what's hidden in plain sight. Look, really? I can see one. Hold it in your mind's eye. Das hat man ja. Find one like it to open the gate. So, jetzt haben wir wieder so weit, müssen wir mal eigentlich quatschen, damit der Seppi dann auch wieder im Vergleich hat. Es ist tatsächlich insgesamt zu leise, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich es noch lauter kriegen soll. Vor allem, wir sind mal vorher auftritt, oder? Es ist alles voll Auftritt, das ist ja das Blöde. Nur das nicht. Ja, und wenn wir das wieder auftreten, dann hört man uns nicht mehr. Ja. Ich probiere es mal so aus. Jetzt ohne jetzt Trommelfels reißen. BAM! Weil ich bei dem Scheißdreck bin ich damals, als ich das Lag gespielt habe, schon fast gescheitert. You'll find it. You'll never find it. Give up now. Ah, It's a secret. okay. Das machen Sachen. Secret business. Ja, voll Auftritt. Ich bin gleich dabei, schauen. It is secret. Ich will jetzt einfach nichts. Also, haben wir jetzt die ganze Zeit wo rumdrehen und uns wird nichts gebracht. Wenn jetzt das vom Audio laut und voll Auftritt Okay. Das ist ein Scheißer. aber der Dragon Cry sagt ja passt das. Ja, das ist ja das Komische. Bei dem einen, der eine sagt, bei dem Bass, bei dem anderen noch passt. Ja, zumindest heißt jetzt, dass der Verhältnis Spul wir passt, aber bei den meisten kommt es halt relativ leise hoch. Ja, ich hab's jetzt auch, wenn ich mein Handy ganz auftrage, dann gehe ich gut mit den Kopfhörer. Das ist halt. Das ist wahrscheinlich wie bei den Leuten, die sich damals bei der Game of Thrones Folge beschwert haben. Das ist so finster, ja, der Fernseher ist schlecht eingestellt, voll Ja, man Idiot. muss halt, glaube ich, The schon. gate is früher open. was Go sagen. through the gate. Dann Go kann ich through mir it. das gut, weil er It's einfach ein dangerous. Narzisst ist und Follow immer it. Bühne braucht und What's viel behind the Aufmerksamkeit. gate? Where will it Das take heißt, you? Ich It's hab not keine Bühne, ich hab nur safe. Couch ja, das ist halt und ein die Bühne. Hundstick. The gate is open. Wird Go viel through the jetzt, gate. Go through it. It's dangerous. Mehr Follow als it. Geld What's geben. behind the gate? Where will it take you? It's not safe. It worked. Da bin ich damals beim ersten Mal hin, dann bin ich glaube ich 2 Stunden umeinander gegangen und hab nicht kapiert, was ich tun muss. I spent 6 years enslaved in hell, but I watched them, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else Das laughed. spielt du wieder lauter. wenn My people paid the Okay, heavy es ist in price. der Durchhaltszene. Ja, ich hab Carry my stories with you. Aber die Ausschläge sind auch Together anders. we Ja, will das make ist- the was- Northmen Was jetzt mal auf der feel our Hälfte, fury. dann hilft es nicht. Besser kümmert es nicht. Wow, scheiße. Was? Jetzt ist bei mir mal kurz voll laut worden. Aber nur ganz kurz. She was trying to make them go away. Chaos-Troll, da hab ich noch gar nicht gesehen. Servus, 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 servus. Is that when we are Kann man den Bildschirm eigentlich ein bisschen kippen oder ist der fest so? Ist der Da statisch? musst du mal schauen, dass hinten
Ich glaube, du kannst ja noch ein I bisschen nach guess links it's the drehen. same with heights. Dann ist halt You can stand der on the Halterung so edge, gelinkt und pretend it's going to be okay. But you know that death so mit is den Kabeln near, aufpassen, dass die nicht auf Sprung liegen. Ja. waiting for you to make that little slip. Can't just push things away. Sehen, wie du umgebalanciert bin. Alter. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. Ton vom Spiel haben wir jetzt wieder overdraht. Also jetzt so jetzt eigentlich wieder beides gleich laut sein, wir und Spiel, So, as aber a child, halt the leise bei euch Allfather okay mal cast her down insgesamt. into Helheim and gave her power over those who die of Das ist sickness, nichts wieder bei mir age, streamen, das ist hardship. Da ist einfach Self-slaughter. die Atmosphäre gleich ganz anders. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the Oh, das dead. war jetzt blöd. Voll in die Augen. Das ist wie bei dem Reel, wo der eine Typ heimlich die nockerten Füße von der Freundin von seinem Kumpel fotografieren möchte und da ein Blitz drin. The fight begins, hat es jetzt geheißen. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Okay, also jetzt passt's wieder. Es ist beides gleich laut für alle, aber leise. Ja, dann tut's mir leid, lauter geht's dann nicht, weil dann einfach Spult zu laut wird. Also unsere Stimmen kriegen wir nicht lauter. Whatever horrors Also lie müsst ihr behind einfach that door, Fernseher Vollgas aufdrehen. Oder must Smartphone. fight. Oder Und uns nicht auf den Sack gehen. dein Spulen in Ruhe Nokia spielen. 5110 Vollgas aufdrehen. Nicht einfach in Ruhe spielen und nicht die ganze Zeit das Gejammer hören. Nervt mich. Ich habe jetzt eigentlich so noch gar nichts mitgekriegt, was hast du jetzt da müssen? Ja, wir schauen jetzt, dass wir da in Hel umeinander sandeln und durch die Tore kommen. Du musst bis jetzt nur rumgehen, oder? Genau, und ich höre die ganze Zeit Stimmen Hallo. Oh, Schnucki. und ist halt schon ein bisschen durchballert, schaust du, wie es ausgehofft. Das ganze Wochenende auf Teile durchgefeiert. Ne, aber echt, die hat Laseraugen wie Heino. You took him from me. I beg you. Also für das, dass man. Ich finde. Es ist immer nur eine grandiose Idee, ein dialoglastiges Spiel Resist it. Mit einer im tiefen, Stream zu dritt zu zocken. mit einer tiefen, ernsten Story. Ja. Dass man das. Ja, dann ist jetzt zumindest der Beweis gebracht worden, dass das nicht so gut ist. Jetzt müssen wir es halt durchziehen mit den 2 Spielen, aber danach haben wir uns wieder auf UFC, wo wir Zelda und Link's Awakening kommt ja angeblich auch noch irgendwo. irgendwann. Das ist das irgendwie. Aber es ist halt auch doof, dass in den Flüsterszenen Spul selber ziemlich leise ist und dann halt ein paar so gibt. Ah, okay. Erster Kampf, oder was? Sind Tritopisser. Das ist Sparta! Ins Maul, ey! Bam! Für den Check. Verloren. Wo ist er denn Schlüssel? Spiel. Wie wir es genau machen, ob wir abwechseln, wenn er bestimmt, haben wir eigentlich nicht bequatscht. Das ist jetzt extra mal drum gegangen, die letzten 2,5 Stunden Spiel im Stream zum Laufen zu bringen. Jetzt sagen wir, da kommen schon mit so Detailformen her. Kann man den nicht was? Ich hab jetzt. Also muss ich lesen, das ist doch Chat steht. Ich muss mir überprüfen. Das sagt aber nichts anderes. Das andere sag braucht nichts. man eigentlich nicht, gell? Sie haben den ganzen Bums da. Warum Ja, sind die so brauchen wir warten. passiert da? Warum sind die so staubig? Jetzt also zweimal. Ja, okay. Ja, toll! Der schluckt drin. Was hast du verloren oder was? Du bist so ein Loser. Kaum was der Roman nicht auf, verreckt er schon. Ein Versager vor den Händen. Habt ihr gerade irgendwann Game Over Screen gesehen? Ich glaube nicht. Dragon Cry möchte, dass wir Souls Games spielen. Und Dragon Cry möchte uns aber auch an die Eier spielen. Das wird wahrscheinlich auch noch passieren irgendwann.
6 Kilo, wenn es dunkel ist. Ah, yeah. Seppi dreimal Desktop-Audio nochmal runter, damit wir auf den dritten sind. Of what's to come. So. Ja. Also Corby, wie haben wir dich gehört? Ja, das muss man alles mal zusammenbringen. Wie spät haben wir es? Halb rein? Gut, dann sind wir bei 2,5 Stunden, oder? Oder 3 Stunden? Lauft ja schon eine halbe Stunde. Ja, aber es läuft immer noch nicht perfekt. Das ist ja wurscht. Wir haben nur gesagt, der Stream geht los. Keiner hat gesagt, dass er gut losgeht. Sag ich mal, sie soll sich waschen. Das hilft gegen das Jucker. Das sind einfach das sind für die ganzen Amphetamine, juckt das einfach nur. Shiba Shiba. Shahim, wir haben einen Daumen hoch von Corby The gekriegt. dog rod will grow Nein, each time you wir haben fall. Zuspruch vom Korbi gekriegt. Ja? Ich kann das einfach nicht lesen. Viel Spaß bei egal wo es ihr tigert. Ich glaube, der hat schon wieder irgendwas mit Papageien am Start. Du nicht wieder oben ohne Beutel in den Status sein, mir hat's voll kommen. Amen, Gnädel, danke, danke. Schön, damit es zumindest einer kennt. Das weiß ich nicht mehr, ob es da einen Permadeath-Mode gibt. Oder ob das an sich ist, weil Also genau, Dragon das ist jetzt, Cry, wenn du, Das glaube ich nicht. jetzt, wenn du stirbst, dann wächst, glaube ich, nämlich die Fäulnis an deinem Arm weiter. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das war, wenn, wenn der Arm komplett voll ist, ob du dann nochmal von vorne fängst. Okay. Hallo, Die möchten nur, dass du die Story erlebst. hallo. Und Dragon Cry, das ist absolut gelungen. Der Corby ist nicht der Mann der Technik. Na, Der hat genauso Probleme. Corby ist der Mann der Pronunciation. Jetzt kotzt ihr da. Habt ihr am Handy einen Live-Chat noch schon, oder? Ja, Ja. Wieso krieg ich den nicht mehr? machen wir damit zu. X. Und jetzt klicken wir hier. Scheiße, jetzt haben wir über den Corby geschimpft und der Corby hat gemacht, wir wären auch noch Männer der Technik. Ja, Corby, Ja. Corby halt doch der Maul. Die Schleimerei, die kann ich sonst durchschieben. Corby ist stolz auf dich, dass du überhaupt mit den Hosen da sitzt. Ich hab schon Das gesehen, ist eine aber Tätowierung, keine Hosen. ich hab bis dato bei jedem Stream nur Hosen angehabt, leider. Hey Corby, hättest du Bock auf Pen and Paper? Was nehmen wir denn? Nehmen wir erst gelb oder nehmen wir erst rot? Rot. Warum glaubt denn jeder, dass wir auf dem Handtuch sitzen? Keine Ahnung. Das ist einfach eine Decke. Das ist eine Decke, die über eine Couch drüber liegt. Habt ihr das doch am nicht? Wenn man mal aus Versehen Flecken hinterlässt, kann man die Decke waschen. Eine Couch kannst du schwer waschen. Jetzt sind alle voll verwirrt, weil ein Dick auf der Couch liegt. Da hätten sie was noch nie gesehen. Das Normalste auf der Welt, als da der Kissen da liegen auf der Couch und das dann alle ausflippen. Das ist das eng eigentlich, gell? Nein, das passt ihm schon. Ja, das passt ja. Ohne Hosen hat der Hund nicht zurück da sitzen. Da war schon eine rote Rakete. Auf geht's. Ja, aber die Rakete. Die ist nicht so rot. Ja, die war dann raus. Weil der Hund so eng ist oder was? Also hast du schon gespult oder was? Geh mal zu dir her, gell? Oh nein, geh nicht, oh fuck. Eieiei, dann muss ich mich nach links umlegen. Ich hätte ernsthaft Bock, dass wir Pen and Paper spielen. Richtig. Bitte, ja. Das wäre so geil. Ja, ich hab mit dem Korni schon geschmerzt, aber wir haben halt keinen Spielleiter. Jetzt bin ich schon am Überlegen. Kann der Corby das? Schaut's nicht schon so ein. Aber der Corby schafft es dann nicht. Der muss ja bei der Sache bleiben. Und er locht dann immer bei so ungünstigen Stellen. Ja, wenn es irgendjemandem schlecht geht oder eine Kunst Ja, genau.
dein Kind ist jetzt gerade von 16 Leuten vergewaltigt worden und dann zerstückelt. Super Geschichte, super Kurvi. Ja, als Spielleiter kriegen ist echt schwierig. Ja, aber ich habe nämlich schon überlegt, ob ich mir das beibringe. Weil ich habe jetzt gerade geschrieben, die von Rocket Beans, die schaue ich mir nämlich auch gerade wieder an ein bisschen. Und die glaube ich haben echt einsteigerfreundlich. Und wenn du da ein bisschen damit auseinandersetzt, also wir 3 plus Corby, warten wir dann schon 4. Ja. Das darf schon eine Gruppe mehr geben. Einer von uns müsste jetzt wieder der Spielleiter dann opfern. Ich habe nie gesagt, dass ich mitmache. Spielt Baldur's Gate 3. Da bin ich raus. Das kann man sogar zu dritt spielen, glaube ich. Aber das ist ja der Mammutprojekt. Ja, super. Mammutprojekt. 3 Stunden brauche bis der Stream anständig läuft. 3 Idioten, die wo sich dann gegenseitig ablenken. Oder 4, wenn der Corby auch dabei ist. Ich bin voll drin, ich bin auch nicht abgelenkt. Ich weiß gar nicht, was es redet. Laufen wir irgendwie schneller brunsten. Du bist geistig und nicht körperlich behindert. Schneller. Mhm. Am Anfang umsonst durchlaufen, das ist überhaupt nichts. Dragon Cry fordert das Baldur's Gate. Das fordert ja jeder. wollte grad Jeder sagen. Livestream. Er fordert die ganze Zeit nur Baldur's Gate 3 oder irgendwelche Souls-like-Spiele. Und alles, was er kriegen wird, ist Princess Peach Showtime. Wir möchten es einfach nur abkacken singen. Ja, voll. Sieh dich um. Warum kannst du das nicht sehen? Ich hab nix vom Spiel mitgekriegt. Ja, nicht null. Das kann jetzt später sein. Also wir müssen jetzt das Blut vom Gott des Feuers, Sur, glaube ich, heißt der, und Gott der Illusion, den weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, vergießen. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei dem Weg vom... Ah, okay, das Gelbe und das rote Tor waren die unterschiedlichen Genau. Götter. Und wir sind jetzt, glaube ich, beim Sur eingegangen. Und warum haben wir da überhaupt? Was tun wir da? Wir sind in Hel, weil sie mich ihren Freund wieder zurück, ihren Die ist Partner... voll heiß drauf zum Sitzen. Hey. Furchtbar. Der Partner ist umgebracht worden und sie möchte ihn, glaube ich, entweder zur Ruhe bringen oder wieder zurückholen versuchen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und sie ist jetzt seitdem auch nicht mehr die sie mal war. Ich frage mich gerade, warum ich nicht einfach immer auf der Couch arbeite. Okay, servus Knädelwusler. Viel Spaß bei egal was du machst. Und vielleicht schaust du später vorbei. Aber du kannst auf dem Smartphone oder auf deinem Nokia Spur einfach weiterlaufen lassen oder den Stream weiterlaufen lassen. Dann kriegen wir nämlich Watchtime. Genau, du darfst aber nicht auf lautlos machen. Also es muss ein bisschen Ton muss laufen, sonst Echt, zeigt es checken nicht. sie das auch? Ja. Ja, Wichser. das hat zumindest der Birger mal gesagt, dass wenn man sowas macht, dann muss man mindestens ein bisschen was hören. So, servus. Ne, wir haben jetzt langsam ganz schön dunkel, oder? Mhm. Gescheit sogar. Ah, okay. Das habe ich auch noch gar nicht geachtet. Was? Was? Ich Meister seit 15 Jahren oder so, gib mir mal Schmerzen. Pen and Paper. Ach so. Ah. Also, Sag dir, du hast mir ein T-Shirt an. wer? Ja, ja. Der Reven. Oh, jetzt kommen wieder Monsters. Das war ein Tritt in die Eier, du Bastard. Hey, ja, Chaka. Block nicht. Kann ich nicht blocken. Ah! Ist das nicht? Ja, okay, Never Raven, wenn du abhast, zählt für die das gleiche Hilfe wie Knädelwurzler. Einfach Stream weiterlaufen lassen. Und deiner Freundin auch sagen, dann haben wir es gleich doppelt schon, ja? Hä? Ah, voll ins Gesicht. Du Mistratte. Ist das ein Gott? Nein, das sind einfach nur die Hellbewohner. Schwerer Schlag. Wie ist das Kampfsystem so? Ein bisschen zäh. Schaut langweilig aus. So. Hast du jetzt da dafür irgendetwas gemacht oder tust du das von allein, wenn du einfach immer drauf drückst? Weiß ich nicht. Ja, du drückst immer nur eine Tasten, also. Na, du musst, also du hast auf
Sag nicht Viereck. Nein. Wo sind da die Tierverstecker? Schaust, wie du gehst. Drancry fragt, ob man parieren kann. Ja. Also parieren weiß ich jetzt gar nicht, blocken kann ich. Müsste ich mit. Warte mal, schauen wir mal. Ja, schön, ja. Funktioniert. Aber Ja, es oder? ist relativ träge, die ganze Sache. Der da ist Ja, da. parieren. Und dann, was ist das für Knopf? Was ist denn das Das sag ich aber die Playstation knippt die Kinder jeder. da? X ist leichter Schlag, Y ist schwerer Schlag, A ist Ausweicher und B ist Tritt in die Eier. L1 ist Versuch zu sprinten. Ich will alles vergessen. Ja, ich hab auch nicht zugehört. Corby macht wieder grandiose Witze. Wo denn? Dummdödel, der. Er hat geschrieben, dass er Last of Us ganz anders in Erinnerung hat, mit weniger Schwertern. Warum ist er denn eigentlich nicht da? Wenn er den ganzen Stream anschauen kann. Ich weiß nicht. Er plant wahrscheinlich gerade, wann er endlich Link's Awakening fertig macht. Was wahrscheinlich nie passieren wird. Also den Gin, wo du ausgesucht hast, ist gut. Ja, Mhm. Sehr lecker. das ist recht. Hast du deinen schon probiert? Ja, Und wie ist der? das ist gut. Kann ich nicht glauben. Warum? Der gestummt hat wie Obstler. Ist das der kreisligste Folie, oder? Nein, der Kreis ist nicht, aber das war so ein Sätze mal. Ich hab durch die ganzen verschiedenen. Mhm. So, irgendwie. Oh, das ist 1000. Nein, das ist nicht mehr, oder? Nee. Richte die Rauben auf das Maul aus, um das Siegel zu brechen. Welche Rauben? Das ist ein Schädel, kein Rabe. Check's nicht. Voll geil, jetzt das Spiel voll leise. Keiner von uns sagt MC. Schau. Ich bin konzentriert als Fuckboy. Was musst du denn da? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab. Da mal Du schnell. musst es im richtigen Winkel anschauen, oder? Ja, ich glaube schon. So, Kannst du da aufgeklettern? Play Brunsten, tu irgendwas. Ja, wir haben jetzt den Dampfexpress. Dampfexpress, servus. aber der ey. Habe ich Ehre! Irgendwie muss man das da in Reihenfolge, glaube ich, kriegen, so anschauen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist. Mit dem Ding schaut jetzt das Licht, oder? Ja, aber das Warte ist zu mal, hell. warte mal. Jetzt stellen wir mal einen Boden ein. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Unterbodenbeleuchtung. Unterhodenbeleuchtung. Licht von unten ist doch immer scheiße, oder? Licht. Selfies gefunden sind immer scheiße, erst du bist 40. Machen wir schnell. Kreuz, wie ist das gegangen? Das ist ein bisschen besser, oder? Ich glaube schon. Ja. How did this work? It's a magic. Das ist. Nicht das, meine, wie geht das? It's a magic. It's a Magic 2. Kann irgendwo klettern. Kletter die Steine auf. Servus Frankie. Oder schon Frankie. Philly Franks, ja, das hat Ja. Meere. Kannst du irgendwo aufhupfen, Brunzen. Die kann gar nichts. Sag, immer noch, es war eine grandiose Spielauswahl. Jetzt, Halt sie mit dem Maul. Jetzt hat's einfach So. mal wieder aufgeschrieben ins Maul. das ganze Setting und so, da jetzt passen, gell? Nur das Spiel ist ein bisschen außer der Reihe. Jetzt haben wir alles hingekriegt, ja. Ich Ja, bin der jawohl. gescheiteste Mensch der Welt. Wahnsinn! Mann, bin ich gescheit. Gescheit Kann ich blöd. endlich lesen. Ihr wisst jetzt natürlich nicht, warum ich der gescheiteste Mensch bin, aber ich verrate euch ja nicht. Gescheiteste Mensch bist, wenn du das Rätsel da löst. Ich kann lesen! Ich kann nicht lesen. Wie ist der Flea Frankie? Ist der immer noch zu klar? Nein, aber wenn wir vorher Philly Frankie gelesen und nicht Flea. Flea Frankie. Hallo. Soll ich schnell eine Lösung Tu mal bemühen? Walkthrough. Mach mal einen Walkthrough, ja, tu mal einen raus. Ha.
Was hast du am Anfang gesagt gehabt eigentlich? Er hat geschrieben, musst du nicht die rote Tür schauen. Die Nuschel oder so. Dann Das Seppi ist hat das man- gleiche Symbol wieder Warum ist vor. mein Symbol jetzt weg? Geb. an Seppi hat man deswegen so gut gehört, weil er direkt am Mikro gestanden ist. Gestanden. Gestandenes Mannsbeitel. Viking Tomb Raider Mode, ja. Gerade weniger spitze Titten. Leider. Ah. Da bin ich damals, als ich es gespielt habe, schon total verzweifelt an dem Scheiß. Da oben ist der Sepp. Jetzt ist er vielleicht. War er schon die ganze Zeit da? Ich weiß nicht, ich hab nicht aufgepasst. Ja, nicht, das ist das Problem jetzt. Da pisst er da oben. Gehst mir richtig auf die Nerven. Geh ober! Die einzigen, die ein bisschen am Verstand haben, haben am Anfang nicht aufgepasst und wissen jetzt nicht, was das geht. Funniest thing I've heard today. Jetzt kaufen wir uns dann einmal so Lavalier-Mikrofone, oder wie die heißen. Gescheite. Die Ansteck oder was? Ja. Vielleicht haben wir es schon gelöst und ich kann schon lange aufmachen und hab sie kapiert. Dann können wir Druck an, komm jetzt! mehr Mikros aufstellen da. Ja, meine ist auch ungefähr 3 Jahre her, als ich es gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass ich damals genauso verzweifelt bin und den Scheiß ordne die Sache in die richtige Reihenfolge an. Kackdrenzel, Scheiß. Ah, das ist... Weißt du, was jetzt das Beste ist? Ich gehe jetzt, wenn ich rauche, dann habe ich noch weniger Ahnung. Du kannst du im Stream verfolgen. Ich glaube, wenn du vom Raucher kommst, dann sind wir immer nur in der gleichen Position wie jetzt. Ja, aber das mit dem Balkon, auf das darf ich auch spekulieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die kraxeln kann. Tu irgendwas, du Brunzen. Ich drück gerade alle Knöpfe. Das Spiel hat sich nicht für nötig, dass es irgendwie die Steuerung erklärt hat. Ich hätte nämlich irgendwie gemeint, dass man da aufhören muss und von oben oben schauen. Das darf irgendwie Sinn ergeben. Nur wie kommen wir wieder auf? Ich hasse Xbox Controller. Steuerung, Rennen, bewegen. Interagieren. Ne? Vom Hof aus schauen wir ja, ob von da aus irgendwie aufgekommen. Na. Barrierefreiheit aktivieren bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt noch Zier Gin Tonic in Figur erschütte. Da wird alles eine Barriere. Nee. Da ist auch nichts. Ja, ich glaube, wir haben einen Game-Breaking Bug entdeckt. Ich glaube, wir können es gar nicht schaffen. Ist nicht gegangen, gell? Hä? Seit wann ist der offen? Seit wann? Das war doch vorher die ganze Zeit zu, halt doch dein Maul. Ich glaube, wir sind aber nicht zum Feuergott reingegangen, sondern zu dem scheiß Illusionstrottel. Er fährt uns ja an der Nase rum. Ja. Jetzt hast du schon. Ja, jetzt Kim, wie genau möchtest du es noch haben? Präzision. Das ist ein Millimeterarbeit ist das. Es hat sich was verändert, spürst du es ja. Irrzend. Ich glaube, das ist mir damals auch gegangen bei der Stelle, dass ich ums Verrecken nicht rausgekommen bin. Und dann bin ich auch noch den kompletten Weg zurückgelaufen und hab mir draußen alles angeschaut und dann laufe ich wieder rein und auf einmal ist das Loch in der Wand da. Hast du jetzt gefunden oder was? Ja, ich glaube, wir sind wir doch nicht beim Feuergott, sondern bei dem scheiß Illusionsgott drin und der hat jetzt auf einmal links, wenn du rauslaufst und dann kommst du wieder zurück und auf einmal ist da das Loch in der Wand. Seppi, mir ist gerade beim Rauchen was eingefallen. Wird man wegen die Zippels schauen. Ja. Die haben da hinten. Ich bin vorher ein paar Mal durchs Holztor durchgelaufen, weil da hat sich nichts geändert. Ich glaube, das hat daran gelegen, wenn man weiter ausläuft aus dem ganzen Bereich. Was sind wir? Meine ich zumindest.
auch so ein Arschlochbereich. Ich glaube, dass der ganze Bereich völlig für den Arsch war. Du musst das Latterrätsel lösen, so wie mir so schaut. Ich glaube schon, dass da jetzt mehr so Scheißdinger noch tun. Du weißt, was zu tun ist. Nein, weiß ich nicht! Ich hab doch gerade gesehen, dass ich es nicht weiß. Okay, also sollten wir doch aufpassen, dass wir zusammen Rätsel lösen können. Richtig, rauben auf Waldrans Mal aus. Um Warum das Segel haben zu wir der brechen. Korbi geschrieben, dann moderier ab? Keine Ahnung, der Korbi, der läuft doch nicht ganz rund. Keiner von uns läuft ganz rund. Ja, der Korbi ist schon der schlimme Wohle. Nein, das bist du. Nein, das stimmt nicht. Mit Abstand. Nein. Kim, der Korbi kann Danny Villeneuve nicht sagen, der kann Sios nicht sagen, der kann Marvel nicht sagen. Korbi kann nichts sagen, also der Korbi ist schon der Ja, der Schlimme. Korbi hat einen Sprachfehler. Aber du bist ein ganzer Fehler. Ich glaube, dass das dann irgendwann einmal komplett war. Ja, nein, ich dich wieder eingeladen. Treibt mich jetzt mal wieder. Weil du einen Fahrer Das ist brauchst. eigentlich nur lästig. Das ist eigentlich nur ein lästiges Sackratten. Ich kann nicht was hören. Was denn? Da habe ich auch wieder durch irgendein Tor. Ah, da ist wieder so ein Tor. Jetzt glaube ich, kommt das mit den Tore. Da kann die Bäume mit dem Tonschell drüber sein, auch das Tor oder was? Genau, das sind so komische Tore. Und vielleicht noch so Das den. links da, das ist der Tor. Das da ist so ein Tor, genau. Der Sprachfehler hat einen Korbi, ja. Ist das jetzt halt schon weiter? Das Lied fokussieren. Was? Fokussieren? Ist jetzt schon was geändert? Nee. Das Flimmern aufgehört, oder? Muss ich da vielleicht fokussiert durchgehen? No. Korbi geschrieben, er ist völlig unschuldig. Wenn es nach ihm geht, hätten die einfach alle gescheite Namen. Das ist ein ganz normaler Name. Danny Villeneuve. Dann hat Insel im Englischen nicht Eil heißen, sondern Eisel. Weil Ted Gaggen. Gegen. Ted Arsch gegen. Das ist aber wirklich komplizierter Name. Eigentlich nicht, das ist einfach nur gegen. Wenn man so liest, ist er schon ziemlich weird. Dann schon. Ja, Aber wir haben ihn ja 18 Mal vorgesprochen gekriegt. ja, wieso? Ja, aber auch der, 17 Mal falsch. Nein, aber man hat nur auf den Flo hören müssen. der Flo hat doch zuerst gesagt, Ted Gegen, oder? Nein, der hat uns die ganze Zeit schon gesagt, der heißt übrigens Gegen. Gegen. Aber im Gegen. Podcast war er doch auch noch gegen, Mann. Das weiß ich nicht mehr. Oder war er da schon wieder? Nein, ich glaube nicht, dass wir so lange streamen, bis das Spiel vorbei ist. Ich hasse das. Schau mal, was war denn das genau? Was sagt denn da How Long to Beat? Vor allem ist es relativ unterhaltsam, wenn man eine Viertelstunde in der Gegend rumrennt, ohne dass man weiß, was man tun soll. Ich bin froh, dass du spielst. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Du hast überhaupt kein Durchhaltevermögen bei irgendwelchen Nein. Spielen. Du bist doch furchtbar. Deswegen spiele ich ja nur Assassin's Creed Valhalla, weil da kann ich nicht verlieren. Ja, mir wundert es echt, dass das nicht wirklich so ist bei dir. Jetzt habe ich sie nur als Valhalla eingegeben, weil der Blöd ein. Hallo, was mir angehört. Ich höre alle Folgen an. Das hat irgendwie immer noch nicht gelernt, der Korbi. Was heißt okay? Du lässt es halt leise im Hintergrund laufen für die Watchtime. Zum Einschlafen. Einen langweiligen Scheißtrick, wenn ich nicht dabei bin. Warum ist jetzt das da so wuselig und flimmert? 7,5 Stunden, wenn man sich nur auf die Hauptstory konzentriert. Recht mehr interessiert. 12 Stunden, wenn man so weiterspielt wie du jetzt. Okay. Das bezweifle ich. Ich gehe her. Also steht Completionist steht 9 Stunden. drin. Dampfexpress hat auch gerade für uns googelt. 7,5 Stunden. Mhm. Aber das bezweifle ich sehr stark. Google lieber mal das Rätsel. Halt, schau einfach mal rum. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit tun hab? Ja, du rennst. Nein, ich habe schon genug geschaut, da warst du mit dem Auto zu viel Ahnung. Also stehst du da schon länger. Ja. Das mit dem Flimmer da jetzt gerade. Hast du nicht vorher irgendwas geheißen von wegen Ausrichten? Und durch das, dass die obere und die untere Hälfte verschiebt, kann es das mit irgendwie so. Jetzt warte mal, die Treppen. Ist doch jetzt auch wieder neu gegangen, oder? Da ist er schon wieder, der Grattler. Wer ist er?
Im Vordersee Bier. Okay, das war jetzt der Illusionsgott. Jetzt sind wir schon langsam dabei. Jetzt glaube ich, jetzt sind wir schon ein bisschen besser dran. Das war nur das erste Tor, was das größte Hindernis. Fokus falsch gelegt. Links über die Brücke, oder? Da ist er. Da ist er. Fight! Round Du bist one. einfach dumm. Also wenn man sich den Stream anschaut, muss man schon wirklich richtig Bock auf den Podcast haben oder auf das Spiel. Ja, mehr geht nicht. Mehr Bock aufs Spiel eigentlich. War ich schon, Korbi. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das letzte Mal, als er Zelda gestreamt hat, habe ich dann auch die ganze Zeit einfach nur reingeschrieben, dass ich fischen gehe. Also, Dann habe ich das Handy wieder weggelegt. Dann hab ich wieder nach einer Stunde hingeschaut und gesagt, du sollst fischen gehen. Ich war schon fischen, keine Ahnung, ich passe nicht auf. Da hinten ist ein Lader. Nehmen wir mal die Lader. Geh oben, Rind. Gehen durch. Pute. Puta. Sechstes. Haben wir sie schon zusammengebaut. So, jetzt schau durch die Dirndl. Boah, ich hasse Umgebungsrätsel so fest. Warum denn? Weil das ist einfach nur eine Stunde pure Langeweile war. Ja, weil du nicht rätseln musst müssen. ich finde es, also, vielleicht dass wir mehr catchen, wenn ich von Anfang an dabei gewesen war. Aber das Umgebungsrätsel generell finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also in der Arkham-Reihe war es ja auch so, dass du ständig Umgebungsrätsel gehabt hast mit dem vom Enigma. Gut, ich glaube ein Drittel davon habe ich auch googeln müssen, weil ich von der ganz nicht drauf gekommen bin, aber die haben schon auch Spaß gemacht. Ja, zum Zuschauen ist das natürlich langweilig. Ah, Corby hat jetzt die Urlaubskaninchen-Kostüm-Kontroverse verstanden. Bereite du lieber mal noch auf Ding vor, auf Baby, Sweet Baby Inc., gell, Corby? Wir haben letztes Mal schon noch einen Kommentar gekriegt, dass wir da unbedingt mal drüber reden sollen. Echt, hat es jemand geschrieben? Aha. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wer. Ja, Corby's Celebrate ist wirklich brutal geil. Jetzt morgen wahrscheinlich durchspielen. Dann werde ich es wahrscheinlich nochmal durchspielen. Und dann nochmal. Schaut mal kurz in, wie das Streaming-Beutel ist, wie das Seppi mir. Ich glaube, das lasse ich. Ich könnte morgen, wenn ich Glück habe, oder das Wochenende, sagen wir es so, endlich Final Fantasy VII durchgespielt haben. Ja, schön weiß. Aber ich glaube es noch nicht. Ja, ich auch noch nicht.
Weil wenn du halt dann die Umgebungen da, die wirklich alle aufdecken, also alles aufdecken möchtest, dann bist Weißt du, der auch schon was du immer alles machen musst. Nein, ich mag's nicht auf Platin. Nicht? Nein, das Weiter noch für jetzt. Nein, da ist so viel Mist dabei. Und dann hast du, wo ich schon mal erzählt habe, dieser Roboter, der die ganze über ein Ding redet, über einen Controller. Bei dem schaltest du auch nochmal so Testkämpfe frei. Und ich kämpfe die ganze Zeit in dem Spiel, da brauche ich nicht nochmal 800 Testkämpfe. Ja. Ah, wieder hau mich halt nicht. Boah, hinter mir schon wieder nicht. Du stirbst gleich. Nein, fällt nix. Hallo, Nein, fällt nix. sterb jetzt. Und draufgegangen. Oh, voll abgestochen. Na, danke. Spule weiter. Nein. Kannst du mir dabei aufklären, was das mit diesem Urlaubskaninchen-Kostüm Dingsbums hat? Weil bei Stellar Blade der Riesenaufschrei war, dass das Spiel auch Vogue gemacht worden ist, mehr oder weniger. Das war ja. Weil zwei Kostüme waren es, oder? Das- Zwei Kostüme waren es, wo ein bisschen was. Du hast ganz viele verschiedene Kostüme und die sind sehr anime-mäßig gestaltet, oder Wo ist riesige jetzt Affen. Da, Da vier. durch. Ja, kann man da laufen auch, oder? L1. Also Kämpfer ist jetzt da, leichter Schlag, oben schwerer Schlag, rechts Fußtritt, A ausweichen und R1 ist blocken. Boah, das ist ja voll der Scheiß. Und auf alle Fälle haben sie da bei zwei Kostüme haben sie es ein bisschen dezenter dann gestaltet mit dem Ausschnitt und mit der Hüfte und so. Und da sind sie halt alle voll durchdreht. Und irgend so ein Ex-Entwickler von irgendeiner anderen Firma, der anscheinend World of Warcraft. von World of Warcraft, genau sowas. Also ganz kleiner Name. Der anscheinend auch allgemein für so kontroverse Aussagen bekannt war, hat sich da jetzt halt also, hat halt da einen eigenen Tweet ablassen, so ungefähr, dass wir dem ursprünglichen Spiel beraubt wurden. Der hat eine Petition gestartet. Petition war es sogar. Nicht nur ein Tweet. Nur wegen die Kostüme. Ja. Nur wegen diese Nur wegen zwei den Kostüme, zwei, wo die- zum Beispiel statt der Ausschnitt, der bis da oben geht, Wird noch ein fix. Top drunter gemacht worden ist. Dass halt praktisch so viel Haut weniger zum Singen ist. Und da flippern die ganzen Incel-Penner schon wieder voll aus. Ich komme mit der Steuerung, ich glaube, das ist genau das Gegenteil von Stellar Blade. Ja, Wahnsinnig. ich hab jetzt auch schon wieder ewig gebraucht, wenn du die ganze Zeit so viele Spiele auf einmal spielst, dann hast du immer ein Problem. Ich drücke die ganze Zeit auf L1 zum Ding und kommt wieder aneinander. Und das mit dem Sweet Baby Ink ist jetzt. Haben das noch Nachwehen von Birger oder was? Die Nachwehen halt vom Internet, sagen wir es einfach so. Von der Dummheit des Internets. Genau. Von der ganz dummen Ecke des Das Internets. ist ja, der Birger hat das gerade das letzte Mal verzeiht und hat das halt geglaubt, was heißt das letzte Mal damals im Podcast, und hat das halt Kann man geglaubt. das nicht glauben? Dann hat es halt geglaubt und ja, 15 Minuten Recherche und du weißt, dass es ein riesiger Haufen Gülle ist. Oh Gott. Du wirst, je länger dass du dich mit dem Thema befasst, desto mehr verlierst endgültig an Glauben an die Menschheit. Desto dümmer wirst du selber irgendwann. Ja. Ja gut, dass ich doch einige Rabbit Holes vermeide. Dafür bin ich jetzt aktuell ein bisschen in YouTube-Gossip versunken. Das ist nicht mehr so ein Rabbit Hole, das Ding, das ist einfach so die normale Gamer-Community-Scheiße. Gamer hat wirklich der letzte Dreck, es tut mir leid. Aber es ist anscheinend überall so. Gamer Ja. sind Vollidioten, Star Wars-Fans sind Vollidioten, überall sind nur Vollidioten, Marvel-Fans Vollidioten, allesamt Vollidioten. Das ist so schade. Man kann so viel Spaß an dem ganzen Zeug haben. Aber die wollen das einfach nicht. Nein, die wollen nicht, die haben da echt keinen Bock nicht drauf. Hast du das Video jetzt angeschaut über Noch, dieses noch nicht, Yu-Gi-Oh-Dings? noch nicht, nein. Äh, Das werde ich kurz vor die Rolex machen, weil das muss ich mitnehmen, glaube ich. Schon, oder? Ja. Ich kann sie trotzdem jetzt einmal droppen. Sepp, hast du mit Yu-Gi-Oh! Gespielt oder Pokémon irgendwas? Magic? Nein, gar nichts. Pokémon nur am Gameboy. Ich bin zurzeit wieder ein bisschen im Yu-Gi-Oh! Fieber. Also es bockt mich eigentlich immer so alle 2 Jahre mal ein bisschen da. Und da habe ich mir auf YouTube so angeschaut, so regelmäßige Videos halt, was ist in den neuen Packs drin, Regeländerungen und so weiter und so fort. Und dann ist letztes Mal so die Frage aufgekommen, okay, warum spielen eigentlich so wenig Frauen Yu-Gi-Oh! Oder Kartenspiele generell? Und dann hat er so erklärt, so in den Szenen, wo er unterwegs war. Du musst mit R2 drauf fokussieren. Okay. Und dann kriegst du Informationen. Soll ich das mal schnell lesen? They set his skull to be the bowl of the
Corby, was meinst du genau? Check ihn nicht so ganz. Du kannst schon wieder auslassen, ne? Entschuldigung. Also du kannst einfach weiterspielen, der Zeit ist weiter. Achso. Weil das sind teilweise lange Geschichten. Auf jeden Fall wird halt dann so erklärt, dass seine Erfahrungen nach haben bei so Events, wo du wirklich so Live-Turniere spielst mit den Karten, circa so 1-2% Frauen bei Yu-Gi-Oh! Vertreten. Bei Magic glaube ich, hat er gemeint, so um die 10% oder 15%. Und bei Pokémon ist tatsächlich so, da glaubt er so, dass 30, 35 sind, da kommen tatsächlich auch ganze Familien mit den Kindern, da wo die Kinder Pokémon spielen und halt auch die Eltern Pokémon spielen. Aber dass halt bei Yu-Gi-Oh! Das halt am allerschlimmsten ist und anscheinend weil die Yu-Gi-Oh! Community also dermaßen toxisch ist, dass ganz aus ist, dass halt sobald eine Frau da reinkommt, von alle angegafft wird, dass eine Frau auch überhaupt nicht zutraut wird, dass die überhaupt das Spiel begreift. Das ist wie im Fitnessstudio, wenn der Weibel reingeht, dann wird es auch gekauft. Und keiner glaubt, dass irgendwer drum heben kann. Außer die Teile zwischen die Füße für die anderen Leute. Aber das Allerschärfer war, dann hat er gesagt, Jemand noch mehr Parallelen, wenn du weiter verzählst. dass halt auf diesen Turnieren stingen muss ohne Ende. Und zwar so dermaßen, dass ganz aus ist. Also einfach wirklich dieses Nerd-Klischee von diesen Kellerkindern tatsächlich stimmt, dass diese Menschen absolut sozial inkompetent sind, absolut ungepflegt sind. Und es ist so weit gegangen, dass Konami, der Hersteller von Yu-Gi-Oh! Karten, tatsächlich eine offizielle Turnierregel erlassen hat, dass man zu Turnieren nur zugelassen ist, wenn man geduscht und gepflegt kommt. Ich glaube, du musst erst auf die Treppen. Die Assis, ey. Und sollte man nicht, also diese Regeln nicht einhalten, wird man mehr oder weniger disqualifiziert. Disqualifiziert wegen Stinken. Und das Ganze ist dann auch noch so weit gegangen, dass Konami ein offizielles Hygieneset rausgebracht hat mit Seife und Duschgel. So geil. So als Ansporn, dass es vielleicht diese Kellerkinder doch motivieren kann, dieses Produkt zum Kaufen, weil es ist halt offiziell Konami Yu-Gi-Oh! Es muss das ja mal geben. Und wenn wir dann schon dabei sind, weißt du, dass diese Gaming-Community, jetzt die Kartenspiel-Community, die Film-Community, alles so toxisch und behindert ist, ja, dann bist du eigentlich gar nicht mehr stolz drauf zu sagen, ich bin ein Nerd. Nein, Früher war es das nicht, weil es halt einfach total verpönt war, Animes zum Schauen und Spiele zum Spielen. Heute ist das nicht mehr, weil es tatsächlich alles stimmt, die ganzen Klischees. Sie sind ein wenig früh jetzt da. Ja, du musst jetzt zu den zwei hin. Du hast jetzt zweimal den scheiß Gott gesehen. Und du musst beide, glaube ich, beide ansteuern einmal. Ich habe gefragt, wie lange du für Stellar Blade braucht hast. Ich kann es noch gar nicht sagen. Also ich werde morgen den ganzen Tag spielen. Und bis in die Nacht, ich möchte es morgen auf alle Fälle fertig werden. Über 20 Stunden gespielt, um da schätze ich mal. Okay. Ich möchte jetzt das Wochenende unbedingt einmal durchspielen. Meinst du den Hamper oder was? Nein, dreh dich mal. Und jetzt da noch oben, was so golden ist, da ist ein Tor und da schwebt der Sechsten. Ach, da hinten? Genau. Jetzt, Und rechts ist noch mal einer gewesen. Kenn ich mal nicht. Und jetzt muss der Wege da vorne schwebt noch mal einer, Sechsten. Hinter der Säule jetzt, wenn du ein bisschen rechts gehst. Rechts. Da oben? Nein, jetzt schaust du wieder links und jetzt Sechsten da schweben. Ach, ganz oben. Und ich glaube, dass nur einer, entweder musst du bei beide das ausrichten oder nur einer ist der richtige, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und da ist jetzt so ein Tor. Jetzt, wenn du jetzt drauf vorbeilaufst, musst du schauen, ob sich dahinter die Umgebung verändert. Da ist jetzt, glaube ich, offen, da war vorher nicht offen, oder? Gehen wir zurück. Und dann gehst du nach links. Wo meinst du? Einfach jetzt links gehen. Also da bleibt mit dem Blick durchs Tor durch. Da siehst du, dass es offen ist, gell? Gegenüber. In der Wind. Ach so. Genau, und jetzt gehen wir auf Zeiten, ob dann, wenn du jetzt rechts oder links Ach, du kannst da durchschauen in eine andere Dimension oder was? da verändert sich dann eben, das ist der Illusionsding, das verändert sich dann ab und zu weit. Okay, aber es kann ja sein, dass du zum Beispiel von der anderen Seite reingehen müsstest. Und dass sich da dann vielleicht irgendwie was verändert.
Ihr kennt es dann eigentlich so wie früher in den Comics oder bei Dragon Ball, wenn jetzt hier ein bisschen anders zeichnet ist, wo es sich das verändert jetzt, hat. das jetzt gleich bewegt. Ja. Bisschen anders schattiert. Aha, okay. In der Regel war es das, was farbiger war, saftiger ausgeschaut hat von der Farbe, war das, was uns nichts bewegt. Oh, das geht jetzt gleich kaputt. Geh mir nicht da um. Ey. So Aktionen kannst du nicht auslösen, wie jetzt mit ihrer Brücke, dass die umkippt, oder? Ja, von der anderen Seite muss Ich er jetzt. spekuliere, aber. Da geht's mir. Das ist auch so ein Tor. Das gesamte Gebilde. Mhm. Musst du dir mit der Umgebung ein bisschen im Blick behalten, bevor du hier gehst, ein wenig hin und her schauen, ändert sich da jetzt gerade wirklich was oder nicht? Beziehungsweise was ändert sich, damit du weißt, wenn du, weil es kann sein, dass sich der Weg wieder anders, dass du später den Weg wieder anders baust und dann durch das Tor gerade wieder durch musst. Das hat sich verändert, oder? Ja, da Vorher ist die Brücke. Die da? Ja. Wenn du nochmal rundum gehst und reinschaust, jetzt pass auf, steht da alles weg und jetzt ist da. Tatsache. Das kann ich durchlaufen, dann bleibt's da. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. So ein Dreck. Dummbatz. Da kannst du jetzt rechts, glaube ich, das Tor überlassen. Das da. Das ist fast wieder der Dreifachsprung von Mario gegen Donkey Kong, den wäre er nie können. Mit A machst und interagierst mit Sachen. Da geht jetzt schon 300 Kicker wartet. Die ist psychisch krank, die Frau, das sind Ruhe. Mehr aber doch zu dem da. Schauen wir nach rechts. Nochmal, da ist ja das Tor. Ja, Da ändert sich. ist jetzt das Loch hinter uns. Ah, das war davor schon. Schau, musst du mal reinlaufen, ob da jetzt schon irgendwas ist da zum Aufgehen. Aber ich befürchte, dass du. Da kann Ein das Leute sie kommen. kommen, oder? Ja. Links neben dir sind Treppen. Ja. Na, das sind so Ruinen. Aber da, Nein, das, nochmal drauf. da. Da. Vergiss doch nicht, dass du unten dieses Tor aufmachst, das glaube ich brauchst du auch noch. Was für Tor? Dass du jetzt oben nochmal runtergehst. Die Tür da, glaube ich, ist jetzt der Balken davor, den du dann runterheben, den du jetzt runterheben kannst. Ja, der Philipp platiniert dir da blöd. Ja, zu Recht. Aber da musst du da dreimal durchspielen. Oder zweimal, wenn du ein bisschen bescheißt. Warum? Du musst mit den Spielständen ein bisschen rumwerkeln. Du kannst bei der Playstation eigentlich nur einen Spielstand anlegen bei dem Mhm. Spiel. Aber wenn du quasi Cloud Saving aktivierst, bei einem bestimmten Punkt Mhm. und das dann hochlädst quasi deinen Spielstand und dann das Cloud Saving deaktivierst, dass du quasi zwei Spielstände dann kannst, weiß nicht, ich glaube 4 Enden gibt es oder so, oder 3. Mhm. Du kannst 2 Enden quasi auf einmal durchspielen und dann musst du nur noch einmal durchspielen. Und somit ist es eigentlich 3 durchspielen, dass du alle Enden freischützt. Das ist eigentlich auch viel mies, wenn. Na, schau, da fährt jetzt der Weg zum Umgehen. Das ist eigentlich auch viel mies, wenn sie zwingen, dass du das Spiel so oft durchspielst. Ich finde das generell so mies auf der Playstation, dass du bei so vielen Spielen nur einen Spielstand anlegen kannst. Ja, da habe ich noch nie irgendwie den Code mit dem Thema. Das ist gleich wie bei Pokémon Snap. Snap! Vom auch 15.000 Mal die gleiche Du Strecke. kannst da hinten auch durch rausgehen, gell? Wo jetzt Also- dann durchkommen. Da, es ist so ein kleiner, was du unten durchduckst. So. Will ich doch nicht herkommen? Ja. Ach, das ist gerade noch mal so ein Info-Ding. Was? Hast du schon rausgefunden, wenn du sie zu lange anschaust, ohne was zu machen, dann gafft sie die auch an. Also dich wahrscheinlich. Bei Stellar Blade, Mann, oder? Mhm. Na, aber nichts. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ich unter den Roger schaue. Was aber nicht geht, weil es zensiert ist, oder? Doch, das geht schon. Das geht so dermaßen immer einfach, weil sie es einfach möchten. Und du siehst Puppes. Das ist schon echt weird, wie seltsam das Design ist manchmal. Aber jetzt zusammen. Das ist das, gell? Damit hast du die Brücke Ah, herzaubert. das war das. Genau. Mhm.
Dann war das andere links davon, gell? Du musst runter, du musst rüber, genau, auf und dann wieder links, da war das. Oh. Stimmt, jetzt haben wir die eine Brücke aufgemacht, gell? Die Und links jetzt, jetzt. ja, oder? genau. Und jetzt musst Also das war quasi dann da drin in dem genau, Gebilde gewesen, kann jetzt sein, oder? dass du jetzt so durchlaufen musst und dann, und du siehst es jetzt vielleicht gar nicht, weil es dahinter Ja. ist. Ja, jetzt ist es zu, schau. Jetzt hat Dann hab links. ich's. Ja, nein, passt schon, passt Passt. schon. Jetzt Dann hat kann ich links. auf der linken Seite durch. Genau, und du hast, darum habe ich gesagt, mach das Tierlauf. Geil, bei Nier Automata hat es sogar eine Errungenschaft gegeben, wenn du unter den Rücken geschaut hast. Naja, stimmt. Oh Gott, ich liebe Japan. So. Und jetzt wieder links. Ah, okay. So geht das mit den Fackeln so, das ist einfach ein Grafikfehler. Nein, das ist wegen dieser Illusionsding jetzt gerade. Das schaut voll komisch aus. Wie vorher der Stream. Ja, genau. So. Und nu? Schauen wir da durch, oder? Genau, jetzt schauen wir da durch. Was sehen wir da? Jetzt nichts gesehen. Gehen wir von der anderen Seite, schauen wir von der anderen Seite durch. Vielleicht ändert sich im Raum was. Da unten ist auch nichts. Na. Fokussieren wir jetzt da, wenn's, also stell ich mir da ein. Ach, das Ding kannte ich ja auch schon. Oder passiert nichts? Da ist aber nur eins. Gehen wir durch. Ob es da irgendwas sagt. Da musst du jetzt zu dem anderen nochmal. Also es werden jetzt immer weniger quasi, oder? Ich glaube schon, ja. Und da kannst du rechts über die Dinge jetzt auch. Wieso, weil es so dunkel ist? Scheiß kann ich da oben. Kommt die da. Ah, der kann ich Das ist jetzt wie. Jetzt lies ich gleich eine Geistergeschichte erzählen. Ich Jetzt wollte gleich. gerade sagen, ja. Da können wir einfach das Licht Ich wollte gerade sagen, stellen wir mich immer auf, wir gehen jetzt mal nicht rauchen, weil du schaffst das Rätsel nicht dabei. Oder? Oh Gott, ich wollte jetzt eigentlich gerade einen Controller abgeben. Nein, erst wenn man stirbt. Ein bisschen ein Simba. Beißen dann zusammen. So, die hübschesten gehen nicht schnell nicht rauchen. Und einen Gin machen. Ja, bitte. Da. Das ist dein Scheiß, Alter Maul. Halt du doch mein Scheiß Maul. Danke. Hast du ich mit dem Raumlicht vor mir Alter. auf einmal. Oh, jetzt kannst du mir mal da sitzen. Ja. Das ist So, Kim. Jetzt. Jetzt oder nie. Der Kicker. Ja. Cannabis-Hund. Tja. So. Jetzt schauen wir mal. Ich hätte keine Ahnung. Ich sag da nichts. Das meine war aber das schon ein Bon wäre. Jetzt gewacht. Was ist denn? Ah, danke, Corby. Das liegt sicherlich nicht nur an mir. Oder? Oder? Da geht's nicht weiter.
in der andere. Und macht gerade Abendtoilette, sehe ich gerade. Ich möchte da um mich. Ah, Brücke. Jetzt pass auf. Aber da Kimi. Da meine Kimi nicht um mich. Na, da geht's aber nicht auf. Hakko Zaun am Unternehmen. Okay, also können wir jetzt da noch nicht um zu den zweiten. Sage ich das richtig? Ich hätte so ganz leises Gerausche im Hintergrund ist da. Aber Musik in dem Sinn. Nö. Ich glaube, du bist von Hintergrundmusik bei Stellar Blade ein bisschen verwöhnt wahrscheinlich, weil da ist ja die ganze Zeit Fahrstuhlmusik. Das ist so teilweise echt ein bisschen nervig. Ich habe das auch irgendwann abgestellt. Jetzt pass auf, das war das. Schauen wir, was das da kommt. Weg. Also das geht mir gerade auf den Nerven. Ja, aber die Musik bei Stellar Blade war so sicher schon in der verlassenen Raumstation ist, sondern in der Forschungsstation, da wo es dann also ein bisschen Dead Space-mäßig wird. Da brauche ich doch die Kackmusik nicht. Das ruiniert mir doch das ganze Spielerlebnis, will ich das fast behaupten. Da ist auf alle Fälle dann Oberdraht, weil da ist so eine leichte Gruselatmosphäre und mit der Tralala-Musik da. Nein, nee, du. Ich kriege jetzt auf alle Fälle gleich einen Vogel.
Okay, ich bin überstimmt. Gell, das wird dann so ein Muster vor mir. Ja, ich hab das am Anfang hat's mir voll taugt, Final Fantasy 16 mit den Bosskämpfen und so war saugeil. Die ganze Intro-Geschichte und so weiter, die war voll cool. Aber dann war das einfach nur noch ein Haufen Dreck irgendwann. Diese Baustelle ist so unheimlich geil. Mich auen. Kriegst du von Alexander Ah, perfekt, jetzt wieder da, ich muss zuhören. Und? Ja, ich Da bin steht schon, drin, denke ich. ich bin schon im nächsten Rätsel. Merci. Hast du es geschafft? Ja, ja, das ist schon das übernächste. Also, einen Scheiß hab ich geschafft. Nicht, dass der neu. So. Menes. Oh. Ah. Ich glaube, jetzt gehen wir das wieder ausschalten. Ne? Grüßt euch. Bin wieder da. Was hat der Seppi gemacht? Nix, oder? Brauchen wir eine Brücke? Sepp hat nichts gemacht, außer die Brücke kaputt gemacht. Gemendo. Wie krieg ich jetzt den Hund da oben? Du sollst jetzt was finden und sag, da schau her. Da schau her. Da schau her. Sauber verarscht. Peter ist auf 180. So. Ich weiß gar nicht, was da. Nein, da sind noch 3. Nein, komm nochmal oben. Fahr ich aus der Treppen. Das sind nicht 3. Kann man die Foto anschauen? Nein. Ha! Ja, ich glaube, ich muss euch da recht geben, der Boysmann ist wirklich die beste Serie auf Prime. Zumindest fällt mir nichts ein, was besser ist. LOL. Was lol. Ja, die scheiß Last One laughing. Ah Gott, halt dein. Wow. Also es tut mir leid, egal wer immer im Chat dabei ist, der es lustig findet. Ich hasse Last One Laughing. Na, die erste fand ich cool, die zweite auch noch, glaube ich. Und in der dritten, glaube ich, die habe ich nicht einmal mehr ganz angeschaut, weil es mir dann so genervt hat, weil da so richtige Scheißleute reingekommen sind, die einfach nicht lustig sind. Was meine ich mit der Barbara Schöneberger da drinnen? Was meine ich mit der Michelle Hunziger da drinnen? Was meine ich mit dem Joko da drin? Ja, das einzige Lustige ist halt, weil der Idiot halt immer so viel lachen muss. Ja, aber Aber der das- bleibt halt nicht lang. Genau, das ist das Problem. Sein Lachen ist geil, er ist lustig, weil er lacht. Was meine ich mit dem Barek da drinnen? War die Elias im Barrik mit drin? Ich glaube, jetzt in der 5. glaube ich. Du bist das schlechteste Gott. Spiel aller Zeiten. War mathematisch. Oh fuck, jetzt glaube ich kommt der Gegner, der war auch behindert. Beste Serien auf Prime. Ich glaube, wir sind jetzt bei dem Gott als Gegner. Machen wir Boys schon.
Ja, das ist nämlich das. Haben sie in Jack geschrieben, dass beste Serie The Boys ist und Kanye hat dann gemeint Last One Laughing. Oh ja, ist natürlich auch ganz stark. Da sind wir schon ganz weit vorne dabei, gell? Eigentlich ist es ja ein ganz ein cooles Konzept und so. Ja, aber halt, Aber also schwierig zu übertragen. für mich waren die 2 Staffeln gut und dann war ich raus. Ja. Hat's mich Ich gegeben. hab sogar noch Pastef- ohne geschaut. Pastewka war wirklich gut, das muss ich lassen. Da hat er mich tatsächlich auch überrascht, weil man vorher nie irgendetwas von dem konsumiert. Ja, Pastewka ist ein cooler Typ. Ja, damals halt noch die Wochenendshow. Ja. Mit Anke Engege, Pastewka, Die Wochenschau, oder? Jetzt kannst du die Wochenend. Wochenschau. Mit dem Erklärbär. Aber ich habe danach nie irgendwas von ihm selber konsumiert. Da wo er den Schwulen gespielt hat. Prisco Schneider. Priska Schneider Ja, soll er genau. heißen. Einen geilen schwarzen Lederanzug. Nein, schon Lederhosen und so Ja, hautenges Top. da müssen wir irgendwie auf. Wie ist das jetzt gegangen? How did this work? I do not know. Hast du es jetzt immer noch nicht geschafft? Weil ich bin schon jetzt im nächsten Raum. Du Lusche. Wahnsinn. Also da gehe ich nicht ganz mit, dass der Homelander einer der besten Antagonisten aller Zeiten ist. Da findet man schon einige, die vor ihm sind. Ja, Invincible ist nicht schlecht, da bin ich jetzt gerade in der Hälfte von der 2. Staffel. Aber kann mich nicht so 100% überzeugen. Es ist cool, aber das war's ja schon. Ah, Invincible ist super, Kann da nichts machen. aber da jetzt auch eher, glaube ich, Platz 3, 4 aussetzen. Schaut euch mal alle Rentierbaby an. Das ist geil. Ernsthaft? Das ist richtig super. Das ist eine wahnsinnig krasse Serie. Ohne Scheiß. Okay. Richtig gut. Vor allem, wenn du weißt, dass derjenige, der das wirklich, also es basiert auf wahren Begebenheiten, Richtig gutes Zeug. derjenige, der das wirklich erlebt hat, ist tatsächlich der Hauptdarsteller. Der hat das Ganze zu sein ganzes Erlebnis verfilmt und ist Hauptdarsteller von der Serie. Krass. Das ist echt heftiger Scheiß. Wer ist besser wie der Homelander, als der Homelander? Du bist der größte Antagonist der deutschen Sprache. Also da fällt mir allein schon ganze Reihe an Batman-Antagonisten ein. Allem voran natürlich der Joker. Also generell hat DC unheimlich geile Gegenspieler. Kalenderman. Beste. Wie ist der mit Ketchup und Senf? Habe ich das jetzt schon zusammen oder nicht? Mir fehlt beim Homelander tatsächlich Charaktertiefe. Die hat er doch. Ja. Geht besser. Also er ist nicht schlecht geschrieben, absolut nicht. Aber es gibt halt eben Bösewichte mit besserer Charaktertiefe. Ach ja, und Corby, ich hätte für die 2 Dokus. Einmal Corby braucht erst einmal einen Duden. irgendwas mit Mayhems, das ist ein Doku über 2 Skater, über Brüder, die tatsächlich auf Platz 1 und 2 der Weltrangliste waren. Ja, Muttermilch-Fetisch ist Weltklasse. Das ist so, der Mann ist doch auch also für seinen Finisher Mortal Kombat 1 mit eingebaut worden, oder? Echt? Ich glaube schon, ja. Also, da gebe ich absolut recht. Also, der Muttermilch-Fetisch ist geil, er ist als Charakter geil, aber ich sage halt einfach, dass es definitiv bessere gibt. Das ist doch ein, lasst das sich nicht von dem Typen, der sich verwandeln kann, einen bloßen, Ja, ja. indem er sich in sich selber verwandeln lässt. Ja, Alter, das ist schon so geil. und noch mehr Doku für die Corby. Die Doku mit den Pets-Spender. Die ist der Wahnsinn, die ist saugeil. Also falls du die 2 noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir auch zum Schauen. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Henny, das jetzt richtig gemacht. Die gleiche Idee habe ich auch gerade gehabt. Ich hab den Bacon abgezogen. Scheiß Blitz, geh weg.
Nope, jetzt halt. Ja, das stimmt. Beim Homelander hast du immer das Gefühl, aber das macht jetzt trotzdem den Charakter nicht tiefer. Ja, die ist völlig krank, die Pets-Doku. Die ist absolute Wahnsinn. Und ich finde halt den Hauptcharakter, also die aber das durchlebt hat und wie er das alles erzählt, unheimlich geil. Das mit Mayhem, das ist ziemlich traurig. Aber auch sehr geil auch zum Schauen. Ich glaube, dass nur Mayhems heißt, also Chaoten. Cheers. Ich hab dann die Luschnüsse leer gemacht. War da noch was drin? Mhm. Wichser. Entschuldigung. Nehmen wir das schon lange leer. Nicht mehr so viel. Scheiß Kryptoerkunden. Milliardenschäferhund, ist das auch auf Netflix drin? Geht's da um. Außer zu mir für die Chanel. Mehrmals. Ja, Mit Botanical. Ah, jetzt. Der schmeckt so intensiv. Um was geht's in der Schäferhund-Doku? Was war das zum Tun? Was ist im Mortal Kombat nicht normal? Nein, einfach ist brutal voll mit den Türmen und X-Modi noch dazu und dann hast du eben so Krypto, was rumlaufen hast können und Sachen freischalten, aber gut, ich bin bei so einem Beat'em-up fertig, wenn ich jetzt das durchgespielt habe. Dann spiele ich das gerade noch mit Leib miteinander. Ich wollte gerade sagen, also Beat'em-up hat ja eigentlich nicht, also in der Regel nicht so viel zum Bieten. Aber ich habe von den Mortal Kombat Teilen nie eins gezockt. Also jetzt mit dir so Kämpfe gegeneinander, aber nie durchgezockt. Tekken ja, aber Combat nein. Ja. Was? Schäferhund erbt der Haufen Geld. Okay, ich glaube, da schaue ich mal rein. Das klingt Die mit, skurril interessant. die mit Pepsi war auch geil, mit dem Düsenjet. Die war da brutal. Aber ich glaube, über die habe ich mit dem Corby eh schon geschmatzt gehabt, dem Hardline. Also irgendwie geht Parieren viel einfacher als Ausweichen. Also nicht so wie bei Prince of Persia. Nein. Habst du schon weitergespielt? Ja, wir haben das letzte Mal schon den ersten Gegner jetzt mal gemacht. Und? Ich hab ihn fertig gemacht, Ja, weil der dann schon. Kanye uns nicht auf 3 gebracht. Ich war zu dumm dafür. Was ist das nochmal für einer? Der Chimäre. Hallo, Die Stefan. Chimäre, der Löwe mit dem Skorpionschwanz. Wird noch ein bisschen intensiver dann. Ja. Glaube ich gern. Das ist einfach nur geil gefunden, dass der Kanye nicht geschafft hat, diesem scheiß Gift auszuweichen oder nicht in diese Giftpfützen reinzusteigen. Immer und immer wieder. Warum haben wir eigentlich schwarze Stufe hergestellt? Bei Prince of Persia? Na, da. Story Mode. Also, Haben wir einen Story Mode? Okay. Schneid das aus.
Hallo. Ist der Boss. Mhm. Es kennt also, dass du keinen Lebensbalken, kein gar Ja. nichts hast. Das ist schon fies. Astviech. Ah, Mist. Ich glaub, du brauchst, oder? Aha. Blöd, sorry. Okay, der. Ich glaube, die Frage geht um die Happy, oder? Was? Ob das jetzt nur das Intro ist? Oh, blöd, Sau. Das da. Das bezweifle ich stark. Das ist immer nur der erste Boss. Ah, fuck! Also ist das. Okay, also die Frage ist ja ein Witz, oder? Ich glaub hab's nicht schon. geschnallt. Das was bis unser über dem Aufnehmer geht, wenn er keine lustig ist, mich. Das süffelt er nicht. Gönnergy. Ein Gönnergy. Gönnergy. Oho. Sind Influencer verfallen. Jetzt auf der Gönnergy unten habe ich das Pulver gesehen. Das Holy zeigen. Ja. Also haben wir der Mike angepriesen. Ja, Ich muss stimmt, das sagen, hat im Hardline so angepriesen, Ja. gell? ich muss sagen, das ist immer ein bisschen zu krass. Also ich fange das Ziel an und mir wird schlecht. Echt? Ich habe mir da so eine Trinkflaschen voll gemacht, letztes Mal bei der Bandprobe, mit dem da gestanden und habe so gezielt, dass ich nicht mehr gescheit gedacht habe. Fuck, jetzt bin ich im Mikro gestanden. Und das waren die, also ein Tüter für 500 Milliliter. Fuck, Und die so eine ganze- Literflaschen rein da. Und das, Scheiße. Ist eh nix. Kann ich da, Geh aus dem Mikro raus! kann ich da so eine Tüte schnorren zum Probieren? gern. Was hast du jetzt erzählt? Wir haben ja das Starter-Paket da mit so einem Shaker genommen. Und ich habe mir glaube ich noch einen Shaker dazu da, dass wir zwei haben. Und dann haben wir noch 10% Rabatt gekriegt, und ich glaube irgendwie bei 40 Euro oder so. Und wie viele Tüten sind das? Das ist jetzt eine gute Frage. Das waren 3 Schachteln mit Hydration, Eistee und Energy und war 10, 15, 20, 15 Tüteln pro Schachtel so ungefähr. Mhm. Okay, er bist dann bei 45 geteilt durch 2. 22 Liter Flüssigkeit dann ungefähr. So, Ich hab noch nicht einen einzigen Galaxy probiert. Das ist die Drain Viagra geschrieben, der blaue. Ich glaube, Blueberry Cheesecake, oder? Ist der blaue, meine ich. der ist krass. Der Geschmack. Der in allgemein süß wird auch. Wären es eigentlich fast zu süß. Gabi, du musst mal bei Holy anfragen. Wenn der Mike das literweise weggepumpt, dann können wir da sicher Werbung machen.
Für Holy machen doch mittlerweile alle Werbung, Ja, oder? das ist überall. Ist ja gar nicht so schlecht, also das Hydration-Zeigen mag ich recht gerne eigentlich. Oh, du Das müsst ist es zwar auch. grundsätzlich, wenn du halt ziehst wieder, aber Ich wenn du wollte es gerade etwas sagen, locker dosierst, dann ist es schon eigentlich ganz geil. So Kann man- zwischendurch. Krawall, was meinst du? Gönnergy oder die Holy Weaver Zeig? Oder beides? Blueberry Coconut, Ah, so rum ist es. Strawberry Cheesecake, ja? Strawberry Cheesecake ist auf alle Fälle eine ziemliche Geschmacksexplosion gewesen. Ja. Ja, schmeckt es dann künstlich? So, Das ist voll künstlich, ja. Aber es ist halt nicht so wie jetzt Monster oder so, sondern es schmeckt halt ein bisschen fruchtiger von dem. Das Monsterzeug kann ich echt nicht mehr backen. oh, leck mich am Arsch, ist das süß? Brutal, ja. Das ist ein fetter Huber Buba. Ja! Haben wir jetzt dann den Sauteppen da? Was? 2 Kalorien? Das Ding kann Zucker nicht, oder was? Was? Da ist kein Zucker drin. Echt? Das ist Süßungsmittel. Hau ab, das gibt's sogar nicht. Ja, krass. Ich meinte, das hat so 500 Kalorien. Also so wie das schmeckt, ja. Das ist einfach ein Pfund Zucker fressen. Das stimmt, da ist wirklich kein Zucker drin. Das ist White Peach. Oh, ich habe das eigentlich noch gar nicht probiert. Ah, okay. Gönnergy meins, zu süß. Ja, ich habe gerade probiert, das ist scheiße süß. Ja, brutal auf alle Fälle. Ja, haben wir gerade festgestellt. Zuckerfrei. Das ist heftig. Ich habe noch nie sowas süß gesehen. Sagt die Mama. Sei nicht so. Entschuldigung. Prime Hydrations, ist es das Zeug oder was? Ja, das ist vom Logan Paul, das war genau. Scheiße, Das ist Logan Paul. in die Großveranstaltungen, überall ist das Prime-Zeiger, weil wie. Ach so, das ist Marken und nicht der Überbegriff für das Pulverzeug. Nein, das ist dem sein Hydration Drink. Aha. Ich weiß nicht, was mit den Hydration Drinks so los ist, wo das auf einmal herkommt. Ja, als wir Kinder waren, war das interessant, weil du hast nämlich in der Pause in jedem Kiosk so ein ISO-Teil gekriegt. Ja, Das war Iso-Star und so, Ja, oder? genau. Das Zeug, ja. Aber das Ja, war doch jetzt quasi eigentlich weg, das Zeug, oder? Das Ja. da kein Mensch mehr drin. Weil dann ist durch das blaue Zeug gekommen in den Nuckelflaschen, wo es war. Powerade. Powerade, das war auch so Hydration-Zeug. Hydration-Zeug. Isus da hat es auch ein Pulver gegeben, oder? Ja. Hat sie fertigen gegeben und das Pulver. Stell mir das Pulver schrecklich vor. Also zum selber anrühren oder was? Aha. Ja, aber ohne Kohlensäure ist es doch furchtbar. Und wenn es das ohne Kohlensäure eingeschützt wird, wie geil Brausetabletten. Was ist Laus? Check das aus. Passt ja nicht dahinter, gell? Geht die, wenn du vorgespringt? Nein, Geht die, du musst zack. Peter so 180. der Logan Paul ist aber echt ein scheiß guter Wrestler, Mann. Der Davey kann das Witz Das ist aber der Bruder von irgendeinem YouTuber auf, oder? Das ist der YouTuber auf. Aber das Der sind Bruder Brüder. ist der Boxer. Das sind Ah, zwei so, Brüder. so dann was Aber dann. er war auch Boxer, oder? Gegen Mayweather, glaube ich, boxt. Logan Paul ist der mit dem Skandal in dem japanischen Wund, Genau, oder? Ja, Ein ziemlicher Trottel eigentlich. ja ich kann den Typ Nein. überhaupt Aber nicht da, aufhaben. da ist er halt genau richtig aufgekommen. Das macht er richtig, weil da, ist halt, da kannst du ihn so richtig schön hassen dann. Mhm. In WWE. Ja. Aber brutal, was der auch war. Das muss man ihm lassen. Ist er dann, wenn du sagst, kannst du ihn richtig schön außen, ist er dann einer von den Besencharaktere oder Ja, was? weil Das ist ein besserer Antagonist als der Homelander. Ja, Muttermilchfetisch. Der schaut mir ja nach dem Spermafetisch aus, der Typ.
Pferdesperma-Fetisch. Aber wie ist der jetzt zum Wrestling gekommen? Macht der dann nur YouTube oder macht jetzt der nur noch Wrestling? Der macht, glaube ich, der macht so viel, der hat einen Podcast, der hat das Prime Stimmt, Energy das zeigt, Wrestling. Oh Gott. der macht WWE, da ist er ziemlich oft eigentlich und lang schon. Also ich glaube jetzt einmal, das kann nicht daran liegen, dass Geld ein Problem ist, weil der war ja, oder ist einer der erfolgreichsten Ja, amerikanischen YouTuber oder Der generell. ist stinkreich, der Typ. Also, Der hat ja ein Ding, MMA hat er ja irgendwas gemacht gehabt zuerst schon. Ja, Und dann ist er da irgendwie, weil er da, also stimmt weil immer. streicht er einen Haufen Kohle ein, aber der hat vorher schon lange ausgesagt gehabt. ja, deswegen meine ich, also, es Also kann der nicht am möchte, Geld schon, der liegen. möchte es schon wirklich Ja. machen. Ja. Und das sechste Mal voll, weil was der auf die kurze Zeit Kinder hat, das können anderen nicht noch 10 Jahre nicht. Hör auf damit. Ja. Oh, Mist. Was? Ernsthaft? Er kämpft gegen Mike Tyson? Ach ja, auf Netflix, Ja. oder? Ist das? Ja. Sag nix, das ist eine Säule. Wie ist denn der Jake Paul? Ist der auch so Der Typ? ist schon gut beieinander, aber eher schlank muskulös. Also der ist jetzt nicht so aufpumpt. So wie ich praktisch. So wie du ja. Okay. Mike Tyson ist jetzt zwar auch schon älter, aber hat der wieder zum Trainieren angefangen? Das wird auch gerade ein Showkampf sein. Das weiß war nicht, bestimmt lustig, wenn der nicht aufs Mal kriegt. Hab nicht ganz aufgepasst, ihr habt über den Kani gekriegt, oder? Ei. Oh, wie ist das mit denen gegangen? Akane ist weder erfolgreich, noch muskulös, noch hat der einen Haufen Geld. Also nein, wir haben nicht über den Kani geredet. Alter, wir müssen jetzt mal weg von der scheiß Säule. Kim, genieß. Gibt wieder mehr gegen Kamera wie gegen Gegner, oder? Ja, da. Wie hat man das jetzt gemacht? Ist es mit den Schwanenangriffen gegangen? Hey, haben wir nicht mit dem Schädel. Darauf war ich nicht vorbereitet. Jetzt wart halt einmal, Manfred. Ah! Ins Kreuz gehauen. Ich hatte schon ein Badge. Zählt das eigentlich als Finisher oder hättest du tatsächlich noch die Chance, da irgendwie davor zu kommen? Nein, ich glaube, da kommst du nicht raus. Ja, das du. Da ist der Kas gegessen. Oder gespitzt oder was auch immer. So eine da und dann drauf, oder? Einen Mann. Müsst ihr das nicht ernsthaft sagen, dass der Kani berühmt ist auf YouTube, oder? Wrestling hast du vergessen, Corby? Ich bin immer fett am Wrestling. Ich, das auf jeden Ja. Fall dir. Was denn? Bin mir gar nicht Du musst da drauf hören, wenn da zwei sind, wenn sie sagen behind you, dann musst du blocken, weil dann haut einer von hinten zu. so. Aber wahrscheinlich kommst du gar nicht so weit, dass da noch mehr kommt. Da. Scheiße. Druck irgendwas, fokussier. Ach, da schon hin, das geht Ja, schon. doch, freilich geht schon hin. Schmerzer. Hast du fokussiert? Alles habe ich gedruckt, was Ah, geht. okay, dann wird es wahrscheinlich das Fokussieren gewesen sein. Aber es hat dann Das nicht. ist aber nicht gedruckt, weil es ist auf R2, oder? Nein, das ist überall. Schauen wir nochmal, das müssen wir eigentlich ohne Gegentreffer schaffen können. Normal schon. Das ist eigentlich fast für kleine Kinder. Wenn man nicht direkt auf Fuß ist, dann schon. Ich habe jetzt auch ein bisschen Energie tankt auf mein Energy. Das wirkt jetzt langsam. Jetzt bin ich viel da. Da schon hin. Zack. Das ist Mal. Ja, das trifft schon eher. Ja, man kann- Da ist der nächste. Zack. Oh, 3.
Stop it! Ich vorher so nie Ladekabel gesehen. Da bei dem. Kommt noch ein Kruzifix. Alles sieht. Ich glaube, da brauchst du einen Schwanangriff, dass du den Schüttel irgendwann zusammen hast. Gib ihm. Schön, schön. Ich glaube, jetzt müssen wir auf die Tiere fokussieren. Ich glaube, das ist so. Wenn jetzt wieder so ein Umgebungsrätsel kommt, dann kannst du gleich wieder nehmen. Warum bist du so schlecht? Das ist einfach langweilig ohne Ende. Und mag mich nicht konzentrieren, ich mag kämpfen. Das ist so geil, wenn man selbst nicht kann, dann sagt man, das ist langweilig. Ich kann nicht. Du, Fokussier dich. ich mag mich nicht fokussieren. Jo, Ich mag jetzt weiter kämpfen. Gut gemacht, Korbi sag ich schon. Was sehe ich da jetzt? Muss ich nicht. Du musst in die andere Tür rein. Umgebungsrätsel. Da. Schön. Der dreckige Bratzen. Ich habe mein ganzes Wissen über nordische Mythologie aus Spiele. Der Surd war doch dann auch der Schmied aus God of War 2, oder? Der die ganzen Schwerter gehabt hat. Das war ziemlich cool bei God of War 2, was bei dem hast. Also echt geil Design gewesen, damit die ganzen Schwerter überall. War auch ein schönes Spiel, muss man sagen. Das war überragend. Gut gefallen. Also Teil 1 und 2 überragende Spiele. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, das wird aber zur Zeit dauern, glaube ich, bis da wieder was kommt. Ich muss vielleicht doch einmal in das Rogue-Ding reinschauen, weil da hat es ja geheißen, dass das anscheinend doch auch die Story ein wenig weiter verzeiht. Ja, aber minimal, oder? Keine Ahnung, also ich habe nur gelesen, dass man wirklich was versammelt. Jetzt geht's zu auf. Haben wir schon durch. Da haben wir es durchgespielt. Da vorne das Tor und dann hast du es. Schön. Mag so geradlinige Sachen. Gemütlich jetzt 3 Stunden Dinger, von denen wir aber 2,5 Stunden brauchen zum Einstellen. Du wolltest kämpfen. Ja, bin schon da. Achso, bist gut. Zack. Block ihm halt! Oh, Saudepp. In your face. Bitch. Schön. Ja, das haben wir zu früh umgebracht. Was benutzt du? Gut fokussiert hast. Kruzifix, den haben wir nicht sehen. Voll in den Schnauze rein. Ja! Wie magst du das? Sag ich nicht. Du Mistsack. Das heißt aber nur, dass du öfter spielen musst, wenn ich die ganze Zeit stirb. Das ist mir ganz recht. Du kannst dir um schwulen Umgebungsrätsel machen und ich kämpfe. Da gibt es jetzt gar nicht mehr. Echt jetzt? Ich glaube, die waren, aber das ist aufgeteilt, du hast eben bei dem einen Illusionsgott, den, wie du hast, den Wanma oder so, war das mit den Rätseln und bei dem Surus jetzt glaube ich mehr der Kämpfer. Nee, Behind you. Bloken. Oh, sie Füchs. ich glaube, das Spiel ist halt einfach wirklich darauf ausgelegt, dass du das allein spielst und ein bisschen mit Kopfhörer, dass du einfach auch die ganzen Kommentare von ihr mitkriegst. Das, ja, sicher. Ich glaube, dass das auch mit den 3D-Kopfhörern und so weiter ganz geil ist, wenn die immer so. Mhm. Ja, das habe ich auch gedacht. Wenn ich nicht bevor gescheit eingestellt hätte, hätte man so hören. Ich gib's weiter an Elgato. Ja. Gracias. Musst du da jetzt wieder? Also nicht, fokussieren ist der super Kraft. Fokussier dich.
Ach, ich glaube, dass wir da drehe mich um. Du hast jetzt so die da zwei, war du hast jetzt jetzt zwei die Runen. Runen da so ein bisschen, gell? Genau, und du musst jetzt halt in der Umgebung. Also doch wieder ein bisschen ein Umgebungsrätsel. Ja. Ah! Scheiß mir dann wieder Da mit der sind Basic sie. kommen. Eieiei, das war zauberhaft. Das glaube ich, hat man mich irgendwie in der Umgebung, hat man da so, was schon. Ich möchte das nicht. Aber jetzt nochmal zurück, hat der Corby jetzt eigentlich vorher die Frage beantwortet, warum er nicht da ist? Nein, Da windet er sich rum. allglatt. Er ist richtig schmierig, wie so ein Politiker ist der Corby. So richtig schmierige, allglatte Sau. Wie Pomade ist er. Ja, kein Ja und kein Nein, einfach nur irgendwie durchschlängeln. Richtiger Geschäftsführer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das haben sie ihm einfach auch trainiert. Ja. Wenn sie jetzt fragen, dann darfst du nie gleich Ja oder Nein sagen. Nein, das lernst du aber auch als Betriebsrat und als Leitung. Das immer sagen, das nehmen wir mit. Darüber machen wir uns Gedanken. Nie sofort eine Antwort geben. Was du für Schulungen gehabt hast, das haben wir mir nie gelernt, sowas. Sagst du mir das Handtuch in Ruhe? Es ist kein Handtuch, es ist eine Decke, das ist mal das Erste. Das ist eine flauschige Hundedecke. Außerdem sitze ich schon nicht mehr drauf. Und das Seppi auch nicht mehr, oder? Nur der Nein, es Kani. liegt so rum da neben mir irgendwie. Ja, wie, der wie wichst dich sagen? Ich hab's jetzt eh schon gesagt. Darf ich das laut sagen? Darf ich schreien? Ey, ich weiß jetzt nicht mehr, wie grob da YouTube ist mit der Zensur. Aber mir fällt gerade auf, du warst Das ja beim ist doch- Bürger-Podcast und da habt ihr alles gesagt. Sag, Das Schle ist sag, doch eh schon spät. sag Schleiderhoden. Stimmt. Das versteht YouTube nicht. Voll gewichstes Schnuffeltuch. Jetzt hast du wieder Quicks gesagt, das verstehen uns schon. Ich habe voll davor gesetzt und das Ja. verstehen uns nicht. Na, aber tatsächlich hat uns dieser Anwalt geraten in der Schulung, dass wenn du bis zur. Ist eh klar, wenn es ein Anwalt ist. Hä? Ist eh klar, wenn es ein Anwalt ist. Ja, aber wenn es. Das liegt mir auf meiner Schulter. Ah, Aber sollte es in der Verhandlung nicht zum Ergebnis kommen, einfach sagen, wir nehmen das mit. ja, in der Weil, Verhandlung ist ja weil ganz dann, klar. dann kriegst du immer Verhandlungsspielraum oder Zeitgewinn, um das einfach auszudehnen. Verhandlung ist ja noch mal was anderes. Ich hab jetzt gemeint, dass ich so einen gehabt habe, dass der immer, wenn Fragen kommen von Leuten oder so, dass sie dann sagen so, jetzt Ach ja, so! Nein. In der Verhandlung mit der Geschäftsführung oder halt sonst irgendwelche Stellen. Jetzt nicht, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt mit einem Bedürfnis, da natürlich gleich reagieren, sondern es ist halt wirklich in Verhandlungen. Im Chat musst du mit drehen. Dann kommen wir durcheinander. habe ich noch ordentlich eingetreten, wieder bloß nie. Das ist gut, von Simsman so weit hintergeworfen, dass es nicht erwischt. Ich hab gemeint, dass er sich bewegen muss, das mag er nicht. Aber die sind halt beschäftigt. Ist mal Ruhe. Jetzt kommt er dann gleich, dass ich ihm helfen muss. Jetzt hat er einen Roboter eingeschaltet, der Depp. Echt? Ja, jetzt hat der Roboter. Ja, aber das hat er geschafft, oder? Das glaube ich ist hinter dem Roboter gelegen und der Roboter eingeschaltet, der ist rausgefahren und jetzt gut gekriegt. Sag nix. Du darfst bei dem Spiel auf alle Fälle nicht so nah an die Wind zum Kämpfen, weil sonst das. Ach, die haben jetzt eine schwere Attacken. Dass wir auch keine Blockbrecher sind. Ja, das meine ich damit. Also man muss ganz schnell auf A drücken. Oder Kreis. Nein, nur A. Kreis haben wir da nicht. Block nicht! Ich glaube, der Staubsaugerroboter ist richtig verwirrt. Ja. Der kommt überhaupt nicht klar. Oh, also. Die haben Ist mich ein bisschen schlecht, oder? ja, die haben mich eingekesselt. Ah, Todesrolle. Kim kann. Denkt sich der Staubsaugerroboter auch gerade, er ist eingekesselt. Lebt der nur der andere? Ja, jetzt schalten wir wieder aus. Was schalten? Was schalten? So du Teufel. Boah, leck.
Kindes. Schmerzer Staubsauger auch noch mit einer. Wo ist jetzt das Kopiat? Ah, nochmal einer mit Schultel. Geh weg! Weg von der Wind. Warum kommst du eigentlich? War das ein Seppi-Set-Job? Ach, ich weiß auch nicht, der sucht sich da auch gerade aus. Der ist wieder Ich hab Mike. schon angeboten, aber der feine Herr mag ja nicht. Der ist wieder Mike. Der kommt nur dazu, wenn sie einmal gerade in den Kragen passt. Mist, jetzt wird's langsam. Ah, tja, tja. Gut, dass mir gerade Karo hat, jetzt haben wir die anderen nicht erwischt. Weg! Ah ja, Todesrolle. Watch out! Hallo! Wechseln jetzt eigentlich nur sterben. Wer? Ich bin nicht gestorben, es sind ja so viel. Oh, jetzt habe ich auf L1 gedrückt statt auf R1. Wie Blade. Ah! Steh auf. Ah, das ist unfair. Okay, ich bin da. Der Hund hat mich abgelenkt mit seiner Gaudi. Ah, jetzt ist der Arm aber schon ganz schön voll. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen an Kill Your Lover denken. Ich glaube, der Corby ist nicht mehr da, weil er nicht um der Herret oder irgendwie sich verteidigt. Vielleicht ist er tatsächlich beschäftigt. Wie viele Zuschauer haben wir? 6 oder so. Sehr geil. Ist der mitgerechnet, dass ich und der Seppi und du Say what? 9. 9? Oh Gott, ich bin so alt. Ja, okay, der Gnädelwurzler ist jetzt abgegangen, gell? Never Raven ist raus. Sieht nix. Und nur irgendeine besser abgehauen, oder? Oh, das ist ein bisschen nervig. Mhm. Du musst mit A dann die ganze Zeit die ausrollen. Du drückst auf B, du musst A drücken. Ich hab bewusst auf A auf B gedrückt. Das ist aber Ich muss falsch. ausprobieren. Das ist falsch. Wurzel die aus, roll die nach hinten. A, Wurzeln, dreh dich, Nee. komm. Wurzel, Gnädelwurzel. Shit. Ja, der ringt mich einfach auf. Stirb ich da über die ganze Zeit da, oder? Bist du blöd? Bin noch nicht da. Bin noch nicht da. Noch nicht. Hack ihn auseinander. Druck A, schneller, nur schneller, Ich hätte so komm, gern- fokussier. Dass man wie beim normalen Spiel auf L1 pariert und nicht auf R1. Ja, mir macht das auch irre, druck immer wieder. Achso, Krawallmaus oder ein Mo, schon ist uninteressant. Kann der Mo bitte mit dem eigenen Handy oder so reinschauen, damit wir mehr Aufrufe haben, bitte? Ich glaube, das meinen sie alle mit, dass 2 davon Achso, dann ist es irgendwie jetzt noch peinlicher, wenn es eh schon von Hause so gemacht wird. Ja, Philipp, das wissen wir. Ich hoffe, du hast mindestens 6 Accounts und 6 Geräte gleichzeitig laufen. Wenn nicht, dann wirst du jetzt blockiert. braucht Watchtime, damit Werbung geschalten werden kann. Weil ich den Moment endlich Geld verdienen, weil Spenden tut auch keiner was für euch. Wahnsinn. Gut, und Philipp darf er nicht diffamieren, der hat das dritte Abo. Da oder ja, schau ich. Die schauen schon auf 2 Geräte. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Da sag ich auch danke, ich krieg kein Geld nicht. Du hast für Spielberg freigehalten gekriegt. Stimmt. Also es hat sich schon mal rentiert für dich. Ja. Und ich habe Presseticket gekriegt für Batman. Und Batman, stimmt. Vielen lieben Dank. Ah, jetzt waren wir fuschen. Läuft's bei euch nicht mehr so, oder wie? Wir bieten eine Paartherapie noch, also das könnt ihr uns schreiben. Also tatsächlich, ja, da hätte ich eine Ausbildung. Aber da kann ich das machen. Aber ich darf es machen, ich wollte nur sagen. Es kommt nicht drauf an, Das so ist- was für ein Ergebnis, dass das führen soll. Es gibt davon, welche Abo-Stufe das man abonniert. Ja. Dann kriegt man den richtigen oder den Paartherapie ist wie Bäcker, das ist so ein richtiger Heimjob, den musst du nicht mehr lernen. Kann ja jeder. Oder? Das ist ein gutes Gebiet für Quereinsteiger. Ja, schon. Wenn das jeder kann, also du weißt ja, wie viele toxische Beziehungen sich bei uns im Umkreis befinden. Wenn das jeder Ja, kann, und die haben sie halt nicht neu gemacht.
Die sind, Ja, sich, aber- dessen aber noch nicht, wenn die die- sind sich dessen noch nicht bewusst. Ja, aber wenn jeder die Fähigkeit hätte zum Paartherapeuten, Das musst du einer sagen. Du musst das, sollte auch jeder die Fähigkeit dazu das haben, musst die du einer Beziehung sagen, zu führen. damit sie es erwecken, wie es Sharingan. Oder wie Super Saiyan. Also Ja, genau. Erst wenn du weißt, dass es diese Fähigkeit gibt, Nach der 3. Stufe toxische Beziehung wirst du zum Super-Paartherapeuten. Dann lernst du mich dann, dass du einfach zuhauen musst. Gibt da nur einer. Schwierigkeitsstufe haben wir, glaube ich, gar nicht einstellen müssen, oder? Das, glaube ich, Das ist, glaub ich schon. das ist einfach friss oder stirb. also man sollte mir echt mit der Spielauswahl was machen, gell? Wir haben Das schon war- wieder einen Kommentar gekriegt, das Spiel interessiert nicht, genauso wie bei Mario. Mario war aber nur so unterhaltsam, weil sie alle so aufgeregt haben. Das war so unterhaltsam an dem ganzen Ding, weil jeder so ausgeflippt ist die ganze Zeit. Ich bin immer nur dafür, dass Und das man, war allein viel einfacher als zu zweit. Das war echt komisch teilweise. bin immer nur dafür, dass man so spielen wie Smash Bros. und Mario Kart. Mario Das Kart. du vorher sofort da rum, krieg ich Epilepsie. Ja, ich weiß schon. Was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein Mo-Mensch? Mo, weil ich kein Kinderspiel Ich wollte eigentlich Mensch sagen. Kinderspiele, Smash Bros. Das ist oder mittlerweile. Natürlich ist es ein Kinderspiel. Nein, das ist so schwer, das schafft kein Kind. Ja, nicht. Kinder haben doch besser. Nein, ich hab's meinem Neffen gegeben, der hat überhaupt nicht den Controller eingebissen, weil ich gewusst habe, was er da soll. Ja, noch. Muss er nochmal 3-4 Mal üben. Da hab ich Zeig dir gesagt, die. ich sag, hupf einmal und er hat einfach eingebissen. Nein, aber halt einfach so Versus-Spiele. Oder das Nidhogg, oder wie es heißt, das, was ich mit aufgeschrieben habe. Nein, sie wollten ja unbedingt Story-Spiele haben, die zwei. Unbedingt. Ja, er und der Corby. Ist das so? Ja, Fälle. Ich null. Wo ich aufgezählt habe, wo ich dann gesagt habe, und dann, los, ein bisschen Mario Kart, das glaube ich kannst du auch Ich wollte durchspielen, einfach oder? nur keine Nintendo-Spiele mehr spielen, weil das nimmt mir ein bisschen überhand in letzter Zeit. Aber du kannst Mario Kart, das schaffst du, oder? Ja, jeder kann Ja. Mario Kart. Also das, Da ich nicht unterschreiben. Oder wir spielen wieder overcooked. Das war Ja, super. das ist geil. Das war das ist super. halt, ja, aber das finde ich auch geil. Müssen wir weiterspielen. Schau mal, ja, völlig. Aber heute können wir ja sowieso keine Konsolen benutzen. weil Nein, das geht, halt aber nicht. Weil morgen, wenn wir dann, PC-Spiele halt. wenn wir das Kann nächste man sogar mit 3 Controllern so spielen. Können wir eigentlich Nintendo 64 streamen? Wir können gerade gar keine Konsole wegen dem. Nein, man, insgesamt. Ja, ja, so schon. theoretisch schon, da brauchst du noch mal was anderes, oder? Als die Kostet schon nochmal Elgato, oder? CX. Kruzifix. Warum stirbst du noch? Weil der Controller schon so pickt für deine Fettfingern. Es gibt davor, weil ich dein Bacon mit der Hand gegessen habe. Also der Zuschauer sagt, er möchte keine Story-Spiele. Ja, der Philipp, der möchte allein für sich spielen. Der möchte, glaube ich, nur allein mit sich spielen. Ich habe jetzt übrigens Poor Things angeschaut, Philipp. Das ist der Und, Epsi. ich finde ihn voll geil. Okay. Also der ist richtig weird, das ist richtig schibizar. Die Emma Stone hat für mich verdient den Oscar für die beste Hauptrolle gekriegt, weil sie das so gut spielt. Und ja, ich finde das eine coole Idee einfach nur. Ja gut, sowas wie ein Souls Game da auch noch gehen, sag ich mal, aber da hast du jetzt auch nicht so wirklich... Aber das kannst du nicht zu dritt spielen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass Weil das du- halt, das funktioniert im Solo-Stream, aber das funktioniert nicht in der Du Konstellation. musst bei den Souls-Spielen musst du deine Charakterklasse, den Bild machen, das können wir nicht zu dritt machen. Dass weil du auf jeder andere deinen... anders spielt. Achso, du hast... Okay. Ja, probier, können wir es einmal probieren. Ja, uff. Einfach nur damit man sich irgendwie aufregt. Und hoffentlich ist der Corby. Da war jetzt aber zum Beispiel sowas gut gewesen wie das, ist zwar kein Souls-like, aber Iron Tail, Ja, Iron Tail war cool gewesen. Iron Tail war echt... Das war an sich echt ein cooles Spiel. ja. Boom, voll den Auch Schnauzer. vom Schwierigkeitsgrad her gut, aber nicht zu krass. Ich weiß gar nicht, Mit- hat er mit- den Schwierigkeitsgrad eingestellt oder? Ich weiß es auch nicht mehr, aber es hat ordentliche Spitzen aber auch gehabt, was Schwierigkeit Ja, angeht. schon. Das, Sollen wir da was vorsingen? Was für Lieder haben wir gesungen? Dancing in the moonlight, everybody's feeling. Weiter weiß ich nicht. nein. Aber das haben wir halt auch schon gehabt, also, aber Fix. Ja, das war super. Aber ich finde das, was der Mike doch da, wo wir geschmerzt haben, wo der Mike geschrieben hat, dass sich der so in die Sexszenen dann verliert, also das fand ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Er hat zwar viele Sexszenen, aber das passt halt in das Konzept von dem Film ein. Es ist jetzt nicht so, dass er das nur macht, um das zum zeigen,
sondern es passt halt einfach in das Filmkonzept ein, ich weiß es auch nicht. Scheiß Mike. Auf Instagram jetzt Weiberleid auch geil, was er irgendwie sagt. Und dann war auf Poor Things auf Letterboxd schreiben, hat viel Sex sehen. Ich möchte nicht wissen, wie oft das er gefappt hat, der Hami. Die kann nicht mehr, die wird immer langsamer. Ja, weil es verletzt ist. Das kapierst du ja nicht, gell? Alter, nervt. Die Kamera nervt manchmal. Hast du dein, Ja, du musst immer schauen, dass du irgendwo in der Mitte bleibst. hast du dein Glas schon wieder leer? Ja, das war recht lack. Ich glaube, dass du Alkoholprobleme hast. Was mich jetzt aber wundert, weil das Botanical war noch zu, ist deiner auch lack? Nein. Das Botanical? Ja, von dem Hendrix. Botanical habe ich noch uns aufgemacht. War da noch ein zweites da? Ja. Und das war frisch. Und meiner hat jetzt aber irgendwie voll lack geschmeckt. Ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht an den Minuschen liegt. Du musst ruhig weiter singen. Krawallmaus tanzt dazu. Yeah. Der Würster, der Poor Things gemacht hat, Lamotus? Keine Ahnung. Da hat er schon wieder die nächsten angekündigt. Und da musst du mir die Poster anschauen, da schicke ich mir mal einen Link. Das schaut so weird aus. Richtig geiles Design. Ich sag's einfach gleich aus, ich bin nichts dabei. Ich wollte gerade sagen. Die Rücken schaut schon ein wenig schwierig aus, ne? Ah, das ist, Ja, da käme nicht so viel. das Blöde ist, die Kamera ist so starr oft einmal, ist das überhaupt nicht gescheit in den Jacken. Ich hätte mir gedacht, dass wir das seit dem Nintendo 64 hinter uns hätten. Ich weiß ja nicht, kann man da den Fokus ändern? Ja, aber das ist so träge. You're close. Also, das heißt, du hast es bald. Ja, ich hab's aber auch schon bald gehabt und dann haben wir Doch, das war ein verdammter Spoiler, ich hab noch nicht gesehen. Also, die einfach das gemacht. Einfach so die Grundprämisse von dem Film eingeschrieben. Und dann schreiben, das ist hoffentlich kein Spoiler. Wobei, es wird aber schon. Es ist prinzipiell schon ein Spoiler, aber es wird relativ früh schon eine Zeit. Also nicht so schlimm. Aber trotzdem, haut mit dem Spoiler. Ja, bitte. Schweinekopf. So, wir bringen jetzt den Film raus, wo die Dinger dabei waren. Was ist Cape Light? Nein, ist gut. Searchlight. Sind das die Poster, wo alle so vergrößerte Gesichter haben? Ja, genau. Ja. Das ist so bizarr. Ja, Weißt du, also das sind sie los. ja, das schaut irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so einfach, aber so gestört. Ich bin sowieso schon wieder Fan, wenn Willem Dafoe dabei ist. Also, das ist eine brutale Riege schon wieder. Willem Dafoe, Emma Die Stone, Fix, zurückgehen jetzt mal er der hässliche Fünfer, wo ich den Namen nicht weiß, Jesse bei Ding oder mir gespielt jetzt, bei Civil War. Jesse sowieso, kann mir seinen Namen nicht merken. Willem Dafoe. Das ist so geil. Willem Dafoe. Jesse Plemons, so ist der. Zumindest hast du ihn entschuldigt. Danke. Hau noch ein paar Spoiler raus. Nein, bitte nicht. Was hast du noch nicht gesehen? Planet der Affen muss wahnsinnig erfolgreich sein, gell? Wird er ziemlich gut bewertet, oder? Der ist die Woche hochgelaufen, oder? Ja. Ich glaube, ich habe da nur den ersten gesehen von denen. Naja. Du hast echt was versandt. Gute Reihe, ja. Ja, wirklich gute Reihe. Und ich Die glaube, sind auf Disney drin, oder? Ja, ja. sogar die alten alle. An die alten habe ich mich noch nicht herangewagt, weil die halt einfach. Ja, die habe ich auch Die alten habe ich schon gesehen. vor ein paar Jahren mal angeschaut. Die Die waren ersten, einmal früher, waren die auf ZDF und so weiter, Ja. um 3 in der Früh oder so gekommen, da haben wir die mal alle ich angeschaut. glaube, die ersten zwei sind richtig gut. Wir Du wieder hast nicht schlafen ja nicht können von lauter gut. Saurausch. Nein, Du hast mich davor abgehalten. so ein Krampf. Da haben wir uns darüber unterhalten, dass der neue Kind hat gesagt, dass ich mir die anderen drei angeschaut habe, aber die ganz alten noch nicht. Hast du gesagt, ja, die haben es aber auch nicht wert, dass man so schaut. Kann ich nicht glauben. Doch. Weil mir die nämlich schon übergefallen haben. Die ersten zwei vor allem. Oder war das der Ja. mit dem Mark Wahlberg, was gesagt hat, Ja. der ist nicht wert? Wenn dann der. Weil ich mich an dem aber auch nicht mehr erinnern kann. So, jetzt. Schön, wie schön, dass die Poster ausschauen. Das ist so bizarr. Mach mich fertig. Was muss ich jetzt wieder tun? Ja, ich habe jetzt schon Krampf in die Finger von den Fettsäcke. Ja, der Corby ist wieder da. War ja jemals weg. Ja, scheinbar. Anscheinend schon. Frechheit. Wir haben nicht mehr eine halbe Stunde keine dämlichen Kommentare gehabt. Hi Corby!
Miss you. Hat er all das nicht mitgekriegt, was jetzt in der letzten halben Stunde gesagt hat? Ich kann sagen, der beschwert sich, der kann nicht die Folge beim Flo nicht angehört hat. Ich möchte jetzt sehen, ob er sich diesen Stream dann ganz anschaut danach. I doubt it. Mag ich bei Chips oder Nissal oder sowas? Ja, doch schon. Okay, dann Chips, ja. Nissal oder beides? Ich möchte Mach deine mal eine Liste. Schüssel voll. Ja. Magst du. Ich muss vorher Teabaggen, okay? Ja, bitte. Magst du mir nur. Okay. Das ist immer noch besser. Sepp, nimmst du mir nur ein Chinchen mit? Du kriegst nämlich nur das zum Fressen, Nimmst wo du es mir ein ihm nicht Chinchen? schmeckt und was er überlässt. Übergelassen wird nicht viel. Brauchst du einen? Nein, du hast einen schön, oder? Ich hab noch. Danke dir. Finde das Feuer. Auf dem Furiosa. Ja, Furiosa wäre cool. Ich glaube auch, ja. Ich hab mir erst letzte Woche, glaube schon letzte Woche, Mad Max Fury Road so geschaut. Road, nicht Roads. Was? Road? Einzahl? Mhm. Okay. Ich hätte auch geschaut, gehabt, ob ich die ersten 3 nochmal irgendwo finde, weil man die gerne angeschaut hätte. Die waren mal auf Netflix drin. Ja, aktuell sind sie es nicht. Okay. Vor allem den ersten, also den allerersten hätte ich gerne gesehen. Weil der ist ja eigentlich mehr Drama wie Action. Ah, das ist Und dann ja ist schon. halt einfach auch völlig irre. Ich glaube, dass der nur, also von meiner Erinnerung her, ist der erste der irrste Film von alle. Vor allem mit dieser scheiß Biker-Gang. Kannst du nicht mehr sagen. Und Tom Hardy ist auch generell immer super. Den mögen wir. Corby liebt die auch. Kannst du jetzt. Weißt du, worauf Krawall aus das Bezirk mit dem Jahr, ich bitte? Na, kann ich gar nicht sagen. Corral Mouse, what do you mean? Ja, bitte Kontext. Donnerkuppel. Weil ich weiß nicht, so. Glaube ich, gehe nicht mit, dass Donnerkuppel der Beste ist. Ich muss mich da gerade enthalten, weil ich es absolut nicht mehr in Erinnerung habe. Danke, was ist denn das für ein Netz? Das ist Marke Eigenurin. Ich finde, 6 Gin Tonic Suffer, ein Brunst. ja, aber ich glaube, dass. Also für mich ist Donnerkuppel, glaube ich, sogar der schwächste der Reihe. Das ist der mit der Tina Turner, oder? Ja. Gibt jetzt noch ein bisschen, der Menschel ein bisschen herum. Ah! Ach so. Also wir haben es, aber leider können wir es nicht mit dir teilen. Was, die 3 Inseln? Danke, Dragoncry. Sehe ich absolut genauso. Der erste ist ein Drama und echt brutal für die Augen und auch zum, also generell zum Anschauen. Der zweite ist für mich auch einer der besten und den dritten finde ich am schwächsten. Labern wieder 2 ahnungslos über Filme. Corby, sage dir mal was Gutes. Seit ich Letterboxd habe ich gesehen, also kann ich den Corby seine Bewertungen anschauen und da gehe ich auch nicht mit allem so konform. Du musst nur mit Mike seine Reviews konform gehen. Nein. Da haben wir schon Überschneidungen, aber jetzt haben wir nicht alles sehen. Ich hab irgendwie gar nicht die Muße dafür, dass ich Letterboxd pflege, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du Letterboxd? Ja, aber ich hab glaube ich, weiß ich nicht, habe ich überhaupt 2 Einträge drin? Ich mache auch nur, also ich mache eigentlich nur Sternebewertungen, da schreiben da wieder nichts hin. Also ich schreibe da ja nicht gesehen, aber ich habe jetzt für mich gemacht, als Tagebuch, wann ich wo so geschaut habe. Ja. Das Einzige, was ich pflege, ist dann die wieviel Movie Illusion Letterboxd-Seiten, da verlinke ich dann immer die Folgen und die Filme. Ah, ja. Vor allem hast du mit Oder ich schreibe einfach nur immer ein dummes Wort oder so eine. Ich habe jetzt eine Gruft der Vampire angeschaut, da sind die ganzen lockere Weiber, da habe ich einfach nur geschrieben, wohl eher Brust der Vampire. Das sind dann meine Reviews.
Nein! Ich wäre aufs Amt hier geflogen. Hängt schon ein Hund so drauf. Das ist eine Hundecouch, was erwarten. Oder wie der Lucky früher gesagt hat, Hundskauz. Ah! Mach ihn hin. Mach ihn hin. Hupf, Rind. Na, was ich sagen würde, Letterboxd, vor allem in so Zeiten jetzt mit Netflix und Amazon, wo du halt einfach einen erhöhten Konsum hast. Dann hab ich am Wochenende. Ja, das hast du halt. Und mir ist halt einfach schon ein paar Mal so gegangen, dass ich mir Filme auf Netflix angeschaut habe, weil ich mir dachte, okay, das schaut interessant aus und schau und denke mir so, nach 20 Minuten, du kennst doch das. Hab ich dann einen Trailer angeschaut und schau weiter. Ich hab den Film schon gesehen. Das ist Und- mir letztes Mal so gegangen. Und denke mir halt wieder so, oh Lecke, es gibt halt einfach wirklich durch das, dass so viele Filme rauskommen, oft Filme. Warum bin ich jetzt gestorben? Das ist scheiße bist. Ja. Es gibt so viele Filme, die halt einfach nicht hängen bleiben, die halt einfach wirklich, ich sage immer so Sonntagnachmittagsfilme. Die Netflix-Eigenproduktionen Ja, haben da- Ja, da genau. alle so. Ja, nicht alle, da haben teilweise Oder schon auch gute dabei, aber da ist halt einfach Die wirklich. Gesellschaft war der letzte gute, meine ich. Der war der Wahnsinn. Wir haben uns so einen Slash-Show geschaut letztes Mal. Babysitter. Die sind ja geil. Das ist eine Oberwelt. Die sind super. Na, irgendwas, der Somebody in your House oder so. Ja, so Oder ganz so, nix. Someone is in my house oder irgendwas. Mhm. Und da ist mir dann irgendwie bei der Hälfte vom Film so dann aufgefallen, dass ich den eigentlich schon mal gesehen habe. Und der ist noch gar nicht so alt, also kann es noch nicht so lang her sein. Stimmt, die Review muss ich mir eigentlich nur durchlesen vom Lego Movie. Was hat er denn nur gerade gegen Lego Movie? Das kann ich nicht verstehen. Ja, weil er alter Mo ist. Der ist so, Ja, wie, aber der ist so Lego wie Movie ist du. nur gut. Der ist so wie du bei Smash Brothers. Der kriegt jetzt Schlaganfall. Das ist jetzt aber die dritte Kameraaufnahme, oder? Schaut so aus, oder? Wir haben den Mike den Turtles-Film gefunden. Voll gut. Ernsthaft? Lego, also ein Lego Movie bockt er weg, aber der neue Turtles-Film hat ihm gefallen. Was sollst du machen? Ah, Beide wild. ich weiß schon, dir hat er auch gefallen, aber ich finde ihn halt einfach echt nicht gut. Ich finde die auch Das nicht ist für mich jetzt der schlechteste Turtles-Film, der bis jetzt rausgekommen ist. gut. Das ist das mal. Ich würde einfach mal wieder gerne eine Komödie sehen, die mich von vorn bis hinten zum Lachen bringt. Ja. Das passiert mir irgendwie nicht mehr. Ist der Veloci Pasta auch schon? Ja, das ist toll. Was wie Ricky Bobby oder sowas. Was mir immer nur Danke, danke. Philipp, hau ab jetzt. Ich fand den auch schlimm. Also, die Schlimm? Was ist denn da schlimm? Seid ihr behindert? Nein, der war schlimm. Du bist Oberbehinderte. Der ist. Du bist ein Nörgler. Du sitzt da 3 Stunden da und nörgelst. Ich brauche irgendeine Daseinsberechtigung. Ja, aber keine, die mir auf den Sack geht. Warte mal. Der war nicht gut. So gut wie die animierten Spider-Man sind, so schlecht ist der neue Turtles. Du bist der Behinderte. Es ist Das halt ist einfach okay. wieder absolut Vollgas übertrieben. Ja, nur das Ende. Das ist, als wäre der ganze Film total übertrieben. Das Ende, da übertreiben sie ein bisschen, aber ansonsten ist doch der Film richtig bodenständig. Ja, das Ende ist aber furchtbar. Du bist furchtbar. Und die Animation Ich hoffe, ist dass auch dein. furchtbar. Fuck, da habe ich schon müssen. Ich hoffe, dass dein Ende furchtbar wird. I wish you said. Was, den geilen Leatherface aus der Nickelodeon-Serie machen es einfach als Transformer. Transoma. Transformer? Transoma, oder was? Keine Ich weiß Ahnung. nicht, was ist der Leatherface für Nickelodeon? Ich weiß nicht. Der, Ich weiß nicht. Der Philipp ist doch voll. Der Turtles-Film ist. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Er ist ja nicht einmal gut animiert. Also die Turtles selber sind geil animiert und auch die ganzen anderen Mutanten sind geil animiert.
aber die Menschen, die schauen furchtbar aus. Die Proportionen von den Gesichtern sind völlig falsch und das sehe ich nicht als Animationsstil, sondern es ist halt einfach mal scheiße, wenn die Menschen mehr nach Mutanten ausschauen als Mutanten selber. Du musst jetzt den Film gesehen haben. Ja, Du ja, weißt, was er für einen geistigen Model da schon wieder fährt. Ich weiß nicht einmal, wie der animiert ist. Hat dazu gar nichts. Kani, sag einfach Spiegel. Corby, warum holst du schon wieder zum Kani? Was soll der Scheiß? Corby, da sage ich gar nichts mehr, weil das ist ein Szene, ein Krampf, was da verzeiht wird, das hält's nicht aus. Ich beneide dich gerade, dass du nicht da sein musst. Ich hätte ja trotzdem zu. Aber er muss den Scheiß nicht direkt live im Ohr schlagen. Das ist richtig schlimm. Wir haben ja unterschiedliche Geschmäcker, das haben wir schon festgestellt. Wir gehen auch mit viel Sachen. Ja, aber deiner ist halt behindert. Der ist nicht gerade unterschiedlich, Nein, der die ist ist nicht behindert. behindert. Ja, der ist richtig, richtig schlecht und richtig scheiße und behindert. Und du stinkst ja noch scheiße und bist Nein, du behindert. bist halt einfach ein Fanboy, du findest einfach alles geil. Nein, Turtles bin ich kein Fanboy. Ich fand auf den Film cool. Der war nicht gut. So geil, wenn der jemand erklären möchte, dass der Film nicht gut war, weil er Ach, gefallen hat. Falli, Leatherface ist das Riesenkrokodil, genau. Oh, die 2000er-Serie von Nickelodeon, weiß ich nicht. Ich Die, bin, die 2000-Serie war aber gut. ich bin nur mit den Mutant Ninja Turtles von damals Ja. groß geworden und das war's dann schon Mehr wieder. Berührungspunkte habe ich zu denen eigentlich auch nicht. Ja, und halt die Realfilme von Ja, damals. alle, ja. Die, Ja, die waren richtig geil. waren stark. Und dann halt die Michael Bay-Filme, aber gut, das waren halt, das war halt Transformers mit Turtles. Ja, die haben wir, glaube ich, gar nicht angeschaut. Ja, Kann ich mich hab zumindest nicht daran erinnern. Ich hab's schon gesehen. Ich glaube, die habe ich sogar im Kino gesehen, aber ich war, da ist auch nicht viel hängen geblieben. Ha. Ich bin ja gar nie so der große Turtles-Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, als Ich Kind war, so, als Kind so, ja. als kind Aber war ich voll jetzt schon. als Erwachsener muss ich es jetzt nicht weiterverfolgen. Ha. Ich habe mir die 2008er Serie letztes Mal erst angeschaut. Die man ist zum Teil auf Prime oder auf Paramount drin, also über den Kanal immer angeschaut. Und ich finde die steht zum Nebenbeilaufen. Turtles Ma'am hat immer 180, immer hat es da. Jedes Mal, wenn es im Kino Ja, ist, jedes Mal, jeden Tag. Egal ob im Cookie Ja. oder in Fußballburg, 180 Minuten. Ich glaube, du musst immerhin, Corby, immerhin. Ich glaube, dass 180 Millionen gelanger werden, oder? Für die, Das war ja ein fettes Minusgeschäft, oder? Oder meinst du, Google dir mal Box Office für die. Wie heißt denn der Teil? Mayhem. Oder Mayhem, wie er sagt. Mayhem. ja genau, das Blinde ist auch scheiße. Danke. Zumindest bin ich nicht allein mit meiner Meinung. Scheiße. Auch wenn du sagst, dass wir jetzt beide eine beschissene Meinung haben, aber Nein, ich sag, ihr seid ist dämliche genauso. Puristen. Wo ist denn das? Scheiß Wichsding. Corby, hat der Corby den gesehen? Boah, keine Ahnung. Corby, hast du den Night Turtles gesehen? Und wie findest du, wenn du unbedingt an Kani seine Meinung verteidigst? Gestiefelte Karte sind beide richtig geil. Ernsthaft? Voll. Mr. Humpty Alexander Dumpty. Ja, das war der erste, oder? Ich sag, ich krieg keine Luft und ich schnipp mir die Kehle zu. Wollt ihr Aber das der nicht ist, ja gerne? schon, der ist ja schon ewig alt, oder? Ja, aber der letzte ist der zweite gelaufen. Ja, aber der erste Mal so 10 Jahre, 15 Jahre. Also 10 hätte ich jetzt schon auch gesagt, ja. So, jetzt wenn ich gleich das zweite Scheißding finde, dann flippen sie sowieso aus. Corby, das ist vielleicht schon ein bisschen unfair und ja, eigentlich kriegst du am Kani Vollgas in den Arsch rein. Du hast den Film nicht gesehen, hast keine Ahnung nicht. Ja, aber du schmerzt auch so, als hättest du nicht gesehen. Doch, ich hab noch gesehen. Deswegen Ja, finde aber, ich nur scheiße. aber sie hätte uns jetzt nicht gesehen, sonst hat sie so viel Gülle drüber erzählt. Ja, doch, weil eigentlich habe ich mich voll gefreut auf den Film. War nicht mehr meine Generation, so wie jünger bist du auch nicht, du Vollidiot. Du der Große, so als war der 12. Und Turtles sind Evergreens. Weil Turtles sind grün, weißt du schon. Turtles laufen schon immer. Ja, die das Film. ist so Der war gut richtig, schlecht. der war richtig deep. Da musst du voll drüber nachdenken. Ah, ich finde das nicht. Wo ist denn der Dampfexpress, wenn man braucht? Ja, findest du die Idee generell scheiße, Corby, oder hast du irgendeine Interpretation gesehen und die gefällt dir nicht? Weil wir haben nämlich echt seit die 80er, oder? Ich glaube schon. Seit die 80er verschiedene Interpretationen für verschiedenes Publikum. Das erste Mhm. kannst du nicht richtig ernst nehmen, weil das eher sehr lustig aufgebaut ist, so wie mit generell Comicfilme aus den 80er und 90er, aber halt mehr Humor drin hat. Dann haben wir in die 90er, 2000er
animierte Sachen gehabt auch. Ich glaube, da waren sie überwiegend animiert. Ja. Das ist ein bisschen ernster geworden. Ja, das bin ich auch, du Trottel. Aber nur weil du Anime-Generation bist, schließt das ja nicht aus. Beim Corby schon. dass Corby man ist ein Hardliner, da mit- gibt's eine mit Ohrseiten. Comics oder Comic-Verfilmungen geil finden kann. Nein, Corby ist absoluter Hardliner. Der 180,5 Millionen Insgesamt. steht da. insgesamt oder Gehen wir auf Box Office Mojo. Das sind die richtigen Seiten. Die richtig guten. Das war aber nicht viel. Weil Das Office Mojo. ich glaube schon, dass es so heißt. Oh Gott! Konzentriere dich du bitte auf die schwere Sachen da. Ja, ich finde das nicht! Ich mach das ganz kirre. Ist das irgendwie in den scheiß Bam? Kann Ja das gut, sein? davon die Zuschauer sowieso keiner auf Spiel achtet. Ja, es war mir schön, wenn er mal hinschauen darf, dann darf ich vielleicht das Rätsel da lösen. Kann man sich vielleicht einmal ein bisschen engagieren und Tipps geben oder Aber so. echt ja? hier Kackbratzen. 66 Ah, ich hab's Mal nichts gefunden. kann. Hab's schon gefunden, brauche ich nicht, diese Idioten, könnt's ausschalten. Auf RTL 2 sind die früher auch mal gelaufen. Auf RTL, glaube ich, in der Früh. Also, Ja, ganz früh. Genau, da ist dann weltweit Domestic. 180 Millionen. Okay, was haben die für Budget gehabt? Steht das da drin? Weiß jetzt nicht, das muss ich glaube ich extra gucken. Alter, so wie in der Arbeit. Das ist einfach du musst einfach nur zurückgehen und anstatt Box Office Budget eingeben. Tu mir nicht bevormunden. Sie Weil fix. Das sind noch mach ich immer bei verschiedene. Frauen. Also auf RTL, RTL 2 und Kabel Super 1 einmal, RTL. oder? Kabel 1 bin ich mir nicht sicher. Die haben doch früher dann auch mal das in der Früh gehabt, wo Ghostbusters und so gelaufen ist, oder? War das nicht auf RTL? 70 Millionen Budget. Ja, 70. dann hat er sein Ding eingespielt, dann Ja, dann geht schon nochmal Also was. das heißt doch immer, sie müssen es eigentlich verdoppeln, oder? Eigentlich, Ja. genau. aber das wundert mich, das ist ein relativ kleines Budget, oder? Schon, ja. Das wirklich, Vielleicht deswegen ist er- war vielleicht auch so scheiße. Ich wollte gerade sagen, dass es so ein kleiner Kackfilm ist. Genau. Billigen Dreck scheinbar gar nicht erst da. Brauchst nicht wundern, dass dem keiner gefällt. Das ist nur, weil er so vogue gewesen ist, deswegen. Ja. Wie Ja, ist- kommt, Apple ist auf einmal dunkelhäutig, also bitte. Na, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Schau, der Jo, Hund das da. ist das, was mich richtig aufregt. Ernsthaft? Ja, komm jetzt, du kannst die Turtles auf einmal rot machen, stopp kriegen, oder? Ach, labert halt einfach. Ja, was fragst du denn so dumm und bis ernst geworden? Es ist ja tatsächlich, sag ich nicht, dass die Arme stört. Na, wann? Warum? Soll es mit der Anfang stören? Das ist wirklich, das darf mich niemals stören, Nein. egal was, das ist mir so scheißegal. Und wenn es die Farbe wechselt hat während dem Film 16 Mal, dann war es mir auch wurscht. Auf ProSim bin ich mir nicht sicher, aber auf ProSim, glaube ich, haben früher Gargoyles gelaufen, oder? Oh, gar das Beste. Gargoyles Super, habe ich mir erst einmal angeschaut. Nein, die waren aber auf Super, also ich weiß Gargoyles auf Super RTL. Du warst auf RTL, auf KRTL, KRTL, ja. Ich drück die ganze Zeit L1. weil du behindert bist. Du hast das vorher selber gesagt. R1 musst du drücken, L1 darfst du. Da habe ich L1 gesagt, oder R1 gesagt, ich weiß. Also passt Ich kenne mich nicht mehr aus. Da überall brennt und Leute sind damisch und irgendwas verzeihen von ganz den Krampf, den der Geiter verzeiht, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Nein, wir haben ja damals 3 Sender gehabt, ARD, ZDF und das dritte. Bayerischer Rundfunk. Und ich bin vorgestanden und hab da Ten halten müssen. Gott, das war so lang so bei uns. Wir waren Wolle! so spät erst, das hat schon Antenne einstellen! Ich hab mein erster Fernseher im Zimmer. was Ja. da geschrien worden ist in dem Wohnzimmer, weil die Antenne nicht passt hat. Verbrenner halt, du stehst im Feuer, du Wichsäubel. Das Lustige ist, mein allererster Fernseher war noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher, auch mit Antenne. Boah, leck meine auch. Ich Mein hab von meiner allererster. Mom quasi den Sieg gehabt hat, wie sie jung war, hab ich dann gekriegt. Das war so ein komischer kleiner Röhrenkasten, schwarz-weiß mit so Antennen. Meiner war zwar Hölle. gerade so Schau klein da mit ungefähr, Fußball drauf an. aber er hat Farbe gehabt. Ja, meiner war schon ein bisschen größer, das war der alte von meinen Großeltern. Und immer wieder oben auf dem Fernseher Ja, drauf. Beste. Ich habe, glaube ich, so mit 4 verschiedene Röhrenfernseher gehabt in meinem Leben. Immer die aufbrauchten von den anderen sogar. Ja, ja, also ich hab 2 gehabt. Einmal den kleinen und den habe ich ja 3. gehabt, ich glaube bis ich 13 oder 14 war, habe ich dieses Mini-Ding daheim gehabt, da hast du wirklich so weit vom Fernseher sitzen müssen zum Zocken. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen einen größeren gekriegt. Ich habe, glaube ich, meinen ersten eigenen, das war dann schon ein HD-Fernseher, das Ja, so aber halt HD. auch- also aus der Generation furchtbar. Ja, genau. Und den habe ich mir erst, glaube ich, mit Anfang 20 oder so immer den gekauft. Ja, das Vorher geht habe ich hin. immer die Röhrenfernseher da aufgebraucht. Ja, mein Röhrenfernseher war da auch noch gelaufen, aber irgendwann habe ich gedacht, nein, jetzt holst Ja. du mal so einen anderen, das hilft jetzt nicht. Was die auch schwer waren, die Teufel. Irre. Irre. Ich Furchtbar. habe so ein Fernsehkastel gehabt, aus Holz.
Das Ja. war noch ein paar Jahre, war das so. Einfach weil der Fernseher so schwer war. Weißt du, wo wir das Video zu WASD gemacht haben mit dem Röhrenfernseher, den wir da mitgebracht haben? Ja, stimmt. Der war ja Das war ja Wahnsinn. 300 Kilo gehabt. Gott sei Dank hat der Wastel gesagt, dann sind wir dann still los beim Bier. Der wäre wahrscheinlich jetzt noch irgendwo mal anstehen. Bestimmt. So, jetzt haben wir 3. 3! Ich habe bei mir immer Konsolen aufräumen müssen und sonst irgendwas. Mein SCART-Anschluss. Ja, Oh ja, wackeli, fuck, wackeli, wie wackeli. solche. eingesteckt und dann schon ein wenig so, ein bisschen so ohne. Jetzt psch. Früher war es echt nicht leicht. Und Corby zieht jetzt dann Fabi um seine Augen ein, wenn er sein Maul nicht hält. Jetzt gibt's noch ein paar Smoky Eyes. Sind fast wie ein Permanent-Tattoo. Weil immer wieder nachgelegt wird. Ja. So, was haben wir jetzt da? Ich habe eine Zeit lang Super Nintendo auf so einem Amiga-Monitor spielen müssen, der war so. Geil. Der hat aber auch seine 50 Kilo gehabt. Der ist nämlich so tief gewesen. Da hast du Oh ja. hinten aber den dreifachen Anschluss gehabt. Da bin ich echt, also das war Wahnsinn. Gell? Winzigst. Und der hat eine ganz komische Funktion gehabt. Der hat einen Knopf gehabt, da wenn du drauf gedrückt hast, ist alles nur noch schwarz und grün gewesen wie auf einem Gameboy. Und ich weiß bis heute nicht, warum es die Funktion gibt. Oh, leck ja. Fernsehzeitung war Pflicht. Ah, erster Fernseher. Keine Fernbedienung. Wenn du umschalten müsstest, 4 geht zum Fernseher und auf den Knopf draufdrücken. Der Schwarz-Weiß-Fernseher hat so eine Drahscheibe gehabt vorne. Was ist da mit Dreischeiben gehabt? Okay, da war es noch einer wie meiner. Der ist wirklich brutal, Alter. Ich glaube, den haben wir sogar echt auch noch. Ich habe nicht nur geschaut, wann coole Filme um 20.15 Uhr kommen, sondern natürlich habe ich in der Fernsehzeitung auch geschaut, wann ab 12 Uhr irgendwo vielleicht Erotikfilme laufen. Ja, bei mir waren es Horrorkassetten. Ja, das auch. Gar nicht geschaut, wie der Film heißt, ansonsten habe ich nur geschaut, ob einfach irgendwo nur Horror. Horror oder Thriller dort stehen müssen. So wie zum ersten Mal Cheapest Creek. Nein, Cheapest Samstag pro 7, 22.15 Uhr war immer ein ganz wichtiger Termin. Ja, RTL 2 früher dann für die Erotikfilme. Tele 5. Was, wir sind wir alt? Wie alt bist denn du? Wir haben nicht alt, wir haben weise. Eben. Warum kannst du der. Corby, du brauchst den mitschmeißen, du hast da Goonies nicht gesehen. Und Goonies sind zwar auch Sagen, alt. dass der Corby irgendwas nicht kennt, das sagt überhaupt nichts über irgendwas aus. Da, Das soll jetzt da jetzt von irgendjemand der Opa von uns da sitzt oder sagen, das geht ich alles gar nicht. Bei uns früher haben wir den Volksempfänger angehört. außerdem, Corby, hast du schon mal geschaut, wann der erste Schneewittchen Haben wir ins da Kino gekommen irgendwo ist? gesehen? Oder wie alt das Gummibärenbande ist? Oder Darkwing Duck, DuckTales. Das zeige ist alles uralt und das kennst du bestimmt auch. Und wenn du jetzt sagst, du kennst das nicht, Das ist eine dumme Regel, dass man da nicht fragt. Ist wohl Gleichberechtigung, also. Es darf zwar erwähnen, also sagt mir wie alt das seid. Kurz nach dem 30. Flippe ich komplett aus. Ah, bist du vielleicht? Magst du? Ha! So ein Scheiß käme. So, Number One. Kim sei das. du hast das Fenster gerade aufgemacht, oder? Zugemacht. Zugemacht. Soll ich sagen, also warm da herum schon langsam? Ja, deswegen habe ich es der Vorzeit gemacht. Das Ist ist jetzt- der Rechner heizt nicht sau ein. Ist jetzt richtig in meinem Arschwasser. Deswegen bist du noch so Fleck drauf gewesen. Das war Jazz. Jazz in my pants. Wow, es hat noch nie jemand so falsch gesungen wie du jetzt gerade. Fällt einfach nur Melodie, glaub mir's. Ja, der hat tatsächlich gefällt. Ah, there you are, I think. Hallo, Ja. ja. Da mal bei die Holzlatten da weg. Jetzt kommt's mir erst, aber genau. Kim, das klang doch schon. Give it to me. Wieso war jetzt das nicht passt? Weiß nicht. Bisschen netter hin. Jetzt haben wir so einen Korbi wieder besorgt. 32. So viel jünger bist du auch nicht wie wir. Ich wollte gerade sagen, also. Alte Krampen. Ich sagen, ich bin knackige 26. Du bist Baujahr 91, 92, je nachdem, ob du schon Geburtstag gehabt hast oder noch hast. Gibt's eine Party? Was?
Gezwungen. Corby, lern du mal schreiben, wenn du schon nicht schmerzen kannst. Oh. The Northmen say that a defender of Muspel is called Set, the foremost of the fire giants. His name means Vielleicht sind wir auch gar nicht so alt und sondern haben einfach nur eine beschissene Kindheit gehabt. Und nicht sofort order of Muspel is flaming alles zu Füßen gelegt gekriegt. Ich hab gesagt, Corby haben so alles ins Arschloch geschoben. Genauso wie sein Posten jetzt. war and all the gods. Du Ist hat er hochbefördert worden, weil das Ja, hoch- Schraum dran kann. hochgebückt oder sie. Kennt oder nichts da, Corby? Ja, schau her, Krawallmaus, ich bin Baujahr 90. Das haben wir halt genau diese Generation, wo das ist, so ein Wechselcode hat. Das ist ja eine geile Generation, weil wir haben alles nur so mitgekriegt, was vorher war. Beim Philipp soll man das tauschen. Ist ja 19 geboren. Ich hab sogar mal ohne Handy gelebt. Ziemlich lang sogar. Ja. 16 oder so, wie das erste Handy gehabt und das Ja. hat halt nichts können. Das war das Geilste, weil da hat es beim Penny hat's dann damals ein Handy gegeben mit 20 Euro Startguthaben. War dieses gestartet Und das hast du dann nochmal um 20 Euro, mit 20 Euro überziehen können und hast praktisch 40 Euro gehabt, Ja. hast nie zahlen müssen und habe das Handy weggeschmissen und habe ein neues gekriegt. Das war nicht so ganz ausgereift. Nein, das haben sie ganz, das haben sie ganz verstanden. Ist das sein Ernst? Ist der 23? Ja. Der Philipp? Ja. Ich weiß nicht. Oder nein, oder? kommt ja drauf an, ob jetzt das Baujahr meint oder die 50 oder die 32. What do you mean? Oh, so, das ist jetzt das letzte Rätsel. Hallo, sag's mal, wie das Symbol ausschaut, ich weiß nämlich nicht mehr. Penisförmig. Das ist jetzt allein. Das Kommt muss auf den Penis irgendwo, drauf. irgendwo an dem Haus sein, kann das sein. Oh, wie ich diese Dinge gehasst habe. Ich gebe mir das Herz halt weg, da. Nein. Ich weiß, das Ding mal die ganze Zeit, das ist so Ah, blöd jetzt hat er- positioniert. Ja, dann hast du im Luxus gelebt. Ich hab den Luxus nicht gehabt. Ich hab aufstehen müssen zum Umschalten. Aber unten am Fernseher so ein kleines Kastel, so ein Türchen, da hat man aufklappen Ja, können. das kenne ich ja gut. Die Knöpfe waren aber nicht beschriftet. Da hast du 2 Knöpfe gehabt für, fürs Umschalten, 2 Knöpfe für laut und leise Aber- und 2 Knöpfe für heller oder dunkler. Philipp ist ein 2001er Baujahr, da war ich schon zweimal in Rock im Park. Da habe ich schon das erste Mal das Rad aufgehört. Ah, leck. Ich weiß gar nicht, ob du ja zuschauen darfst, Philipp. Musst wieder laufen, brennst wieder alles. Hilfe. Klingt sich nur aus der Diskussion aus oder haust du ab, Corby? Und nein, du bist nicht zu jung für uns. Ist nur interessant, dass du dann diesem Schmerz zuhörst. Ich mag die Junge. Was bringst Ja, Wie ist Ist nicht das eine angenehm. Cutscene oder laufst du? ich lauf. Wälzt die heute am Boden, du Rimpfig! Ja. Ich glaube, dass die Spur eine furchtbar interessante Story hat, aber ich habe keine Ahnung. Bisschen zu heute, ja. Das ist mir Corby zu langweilig. Okay, servus Corby. Bis morgen, Corby. Für die. Was nimmst du morgen auf? Der Data und Teil. Das ist eine Folge für... Philipp, morgen nehmen wir The Dead Down Die auf. Was ist diese? Ein Zombie-Film, den sich der Philipp gewünscht hat. Und weil er so ein toller Dreier-Abonnent ist, darf er das. Echt? 3 Abo? Sie? Er ist ja der Einzige, oder? Also, Nein, ich Ja, glaube, wir haben zwei 2 oder oder drei, 3 oder? waren da. Ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut, ob die noch aktuell sind. Aber irgendwie,
ist er der Einzige, der sich da was wünscht. Die kriegen ja auch T-Shirts und so, er hat ein T-Shirt auch gekriegt und ich hab damals die anderen auch geschrieben, hey, wie schaut's aus, schickt uns Ding und so, kriegt ein T-Shirt. Nie eine Antwort gekommen. Wir nehmen nur stille Mäzene sein. Ja. Ich glaube, ich muss es dann nochmal kurz aussetzen zum Rauchen und um frische Luft, also ein bisschen Wir kühle können Luft. eigentlich auch die Tür da aufmachen, das da glaube ich auch schon helfen. Ja, lass dann offen. Nimmst du diese Folge zu Veloci Pastor auf? Mhm. Ja, Corby hat nicht verstanden. Der schaut freundlich aus. Ja, aber geiles Design. Ja. Vor allem, dass das Gestrüpp nach vorne und hinten geht. Morgen ist schon wieder Kämpfer. Ein gewissen Seppi, du gehst mit mir rauchen. Hey, Voll ins Gesicht. einfach angetreten hier. Schneid das Arschloch auf. Das interessiert mich irgendwie nicht. Irgendwie nicht, ne? Stapsis. Irgendwie kriege ich ein bisschen Gefühle Für ihn. für ein Pyramid Head. Graues Schwert, Gurte, wo nach vorne und hinten geht und ein riesen muskulöser Trotz. Stophem, aber wie? Für er ist für die Erderwärmung schuld, schau mal hin. Eiwanger, schau so. Hast du mitgekriegt, dass der Aiwanger die Grünen mit Rechtsradikalen verglichen hat? Ja, jetzt auch allgemein mit Extremisten verglichen. Da habe ich ja schon gesagt, also überall passieren jetzt gerade so dämliche. Die Stimmung ist aufgeheizt, Leute werden angegriffen und er hat schon wieder nichts zum Tor, als dass er noch mehr Öl ins Feuer reingießt. Ein kompletter Volltrottel. Der, ich weiß auch nicht, der ist so viel am Platz. Gibt's ein paar momentan bei uns. Ja. Ja, auf mit deiner Zündlerei, du Teufel. Feierteufel, der Damischer. Ein Bier, ein Maß, Polario. Ich kann auch mal anschauen, aber ich glaube, dass der inzwischen schrecklich ist, oder? Oh, ich weiß gar nicht. Der war ja schon immer eigentlich schlecht. Alter, was Was ist denn? der Xaver, unser außerirdischer Freund. Oh, ja, den haben wir als Kind hab ich den gut gefunden. Ja. Aber ich glaube, der paar Bierchen könnte schon so als geile Ja, Trash-Movie durchgehen. Wir haben uns gerade Veloci Pastor angeschaut. weil uns die Pasta. Das ist einfacher wie der Illusionist, oder? Mhm. Ja, jetzt warten wir mal. Ich weiß nicht, wie viele Stufen das der hat oder was noch passiert. Aber er holt zumindest nicht die ganze Zeit irgendwelche Brudis her. Der andere hat die ganze Zeit scheiß Bibis dazu geholt. Das war nicht so Baba von ihm. Sag mal, was hatten die da eigentlich für Anzeige an dem Contro? Ah, das ist das erste Mal, was wir von dem anderen geholt haben. Von dem Wann, ich kann mir seinen Namen nicht merken, Wann oder so. Also, das hat jetzt nichts mit so. Das ist jetzt, jetzt kriegen wir dann von ihm das zweite Mal Okay. und dann können wir das Tor nach Helheim öffnen. Aber ändert sie die nicht? Du, jetzt ist es weg. Er war unheimlich easy gegenüber Mandan. Sau schwer hast du das gespielt, ich hab's gespielt, das war richtig schwer. Ah, Philipp, hast du da schon bestellt? Falls du noch nicht bestellt hast, dann warte mal noch. Wir starten noch ein Gewinnspiel. Soll jetzt nicht heißen, dass du gewinnst, aber du hast die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Das will ich damit sagen. Du gewinnst natürlich nicht. Für den Mediabook, da wo du geschrieben hast. Das ist halt immer. Also auf 1000 limitiert, oder? Mhm. Super! Hey. Du bist der Beste. Guter Mann. Neo Raven ist schon männlich, oder? Das ist der Christoph vom Arbeiten. Benutzt dafür Klarnamen Pflicht im Chat. Das stimmt auch wieder. Ja. Sind ja gerade 20 Euro, du 20 Euro, verdienen die einmal. Das für andere Leute sind das 6 Stunden Arbeit.
Ja, dann schick deinen zurück oder bestell eine Nummer. Was ist denn mit dir? Mein Gott, ne? Das ist geil. Das ist wirklich so Fanliebe. Einfach ein Stream weiterlaufen, lustig über 2-3 Stunden ohne eine zu schauen. Ja, dann schauen den Stream zu zweit tun, jemand zocken. Was? Wir haben eine Trophäe gekriegt. Das war schon 3 oder 4, weil wir richtig brutale Trophäen hatten hier. Das wird aber nicht auf 100% gespielt. Ja, dann warten sie 9 Stunden. Das haben wir bei Pokémon Snap auch gemacht. Weil waren es 800. Wo geht's denn aus? Ich rauche Mama Chinchen. Fun. Ach, ich bin von oben gekommen, oder? Nein. Ah, heute das falsches Glas. Aber ich glaube von hinten bin ich gekommen. Braucht ihr irgendjemand was? Nope, Nein, thank ich hab you. noch danke. Thank you. Ah, ich finde eine Maus. Glaubst du es? Was? Ich bin kaputt. Ja, mal geradeaus. Ah, da gleich kann ich Boah, das das. ist angenehm, wenn da Luft reinkommt. Mir passt nicht so richtig, aber okay. Beißt lieber der Luft vorher, gell? Ja. Geil, dass er da liegt. Augen offen und starrt ins Leere. Das passt ja meist nicht. Das ist nicht so wie jeden Tag. Was ist denn da los? Snoozebeine, servus, warum geht bei dir der Chat nicht? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht ist der PC kacke. Hast du wieder einen Mac, oder? McDiving. McDiving, die Gatter. Was mit wieder mit dem Workaholic Stiefvater? Also die 12 oder Steady Abo haben durch Blümchen verkauft. Das ist schön. Dann sagst du mal ein herzliches Dankeschön an den Stiefpap. Fragst nochmal, ob er schon weiß, was er da unterstützt. Ja, da brauchst du nicht wundern, wenn du so einen billigen Scheiß umstellst. Dass das überhaupt einer schreiben magst, schaffst du nicht. Scheiß Geringverdiener. Wo muss ich denn hin? Keine Ahnung. Das schaut aus, als wenn wir da hier gehen. Gib's weiter. Scheiß Geringbezahler. Lindner hat eh schon wieder irgendwas blockiert, oder? Haben wir schon bei dem. Irgendwas habe ich gestern gelesen, wo Lindner blockiert Rentenpaket oder irgendwas. Dann war ich heute schon dann, ach, ist ja ganz was Neues, Lindner blockiert etwas. Das ist also trottelig. Dem ist es wurscht, auch zur Luft schäbert, wenn der Bulldog läuft. Ist aber wichtig, oder wenigstens ein Schlüter. Open up. Kann man das jetzt aufmachen? Haben wir jetzt endlich im 2. Level. Ich glaube, gehen wir auf Helheim eine. Ja.
Und das Tribal Tattoo. Jetzt zum ersten Mal komme ich zurück. Und der Simba ist nicht auf meinem Platz. Ich werde es aufgeben. Snooze Beanie. Ja, unser Arm ist sauber. Das ist essentiell, was mit dem noch tun. Das sind Lungenflügel, gell? Mhm, das ist der Blutadler. Blutadler, ja. War das ihre wieder? Mhm. Das ist ja irgendwie ähnlich wie God of War, oder? Aufs Kriegspfad mit den Göttern. Na, es ist glaube ich nicht direkt auf Kriegsport mit den Göttern. Das ist glaube ich nur so ein kleiner Teil davon. Ich stink sauer! Batz! Block nicht. Hab ich dick, wenn Leib blocken. Das ist so ein Shoulder-Tackle verpasst. Yeah. Ich hab mein Kissen noch. Ah, ich wollte jetzt noch eintreten. Zah! Simba. Shoulder Tackle in your face! Ah, okay, doch nicht. Sau umgefangen. Das war richtig lame.
Ich muss echt sagen, dass das jetzt nur auf mittlere Auflösung und das mittlere Grafikoptionen und so weiter ist und weiß ich nicht, 100 Jahre ist, schaut das eigentlich ziemlich geil aus. Ja, Ja, aber- das ist mir die ganze Zeit. Die Mimik, also das Gesicht für ist halt echt Wahnsinn. Das kannst, wenn das heute rausgekommen war, dann hätte ich nichts zum Meckern. Nein. Ach, schon wieder noch mit Schwittel. Klang ist schon wieder. Ah, schon wieder falscher Knopf, warum du ihn das? Ja, so habe ich das auch verstanden. Die ist jetzt wieder drauf, weil ihr Alter gestorben ist. Ja, und sie ist halt psychisch krank. Aber das wissen wir noch nicht. Ja, das sind nicht die Stimmen, die sie die ganze Zeit hört und so. Ja, mein Gott, führst du nicht Selbstgespräche? Nur beim Kacken. Ich habe meine Selbstgespräche mittlerweile auf den Hund verlagert. Ich rede immer mit dem. Ich hab zu den Katzen. Somit ist es sofort legit. Unser Hund hat ja eine eigene Stimme und eine eigene Persönlichkeit. Klar. Ganz klare Sache. Das Schüttelding kannst du nicht blocken, ne? Blöd Sau. Hey! Ich finde aber das auch überhaupt nicht seltsam, wenn man mit seinen Viecher redet. Null. Das ist das Normalste auf der Welt, das tut doch jeder. Ja. Wer sagt, der redet mit seinen Viechern, der liebt sie nicht. Und wer seine Viecher nicht liebt, der soll sofort in Flamme aufgehen. Nein, Mietz, böse Mietz, das ist mein Hühnerfrikassee. Open up. Nur mein Schnauzer. Hey. Was hast du denn in dem Beidel eigentlich drin? Oder? Schau so Shell, oder? Ja. Shell wird Michelle. Steh auf jetzt, du Rind. Weiß ich nicht mehr, hat ihre Alter noch eine Schädel gehabt? Hast du den nicht irgendwie durch das Feuer bringen müssen, den Schädel da? Bin jetzt Oder sind davor? auf einmal tot. Krawallmaus ist auf 180. Jetzt gibt's Krawall. Lass mich in Ruhe. Was bist du überhaupt? War der nicht schon mal? Nope. Die haben noch alle so den Stil eben, dass sie immer so komische Masken aufhaben. Oh! Haha, hast du es gesehen? Wieselflink. Ah! Hehe. Und ins Arschloch. Geh ja grad die Weihnachtstürchen, wo du aufpackst. Das war ein Spiel, was wir. Aber ich glaube, das ist bei uns immer noch verboten. Das Splatterhouse, das war so richtig geiles Spiel zum Streamen. Weil es so eskaliert. Blätterhaus. Ja, also geile Mucke die ganze Zeit. Durchs Splatterhouse bin ich auf Ding gekommen. Das Auf, ist ein Sidescroller, oder? nein, war es früher auf dem NES und so. Und dann gab es 3D Portierung, nenne ich es jetzt einfach mal, also schon ein neuer Teil. Auf der PlayStation 3. Und die ist verboten bei uns. Echt. Oder nie rausgekommen. Ich glaube, das Ja, habe ich gar nicht ist probiert. eher- Ja, jetzt seitdem der Korbi weg ist schon. Ah fuck, ich bin schon wieder verletzt, jetzt bin ich nicht mehr. Weiß es nicht. Regeneriert man sich da eigentlich irgendwann wieder? Was ist das? Hast du da mal Ich aufgepasst? glaube nicht, ne? Also mir war es noch nicht aufgefallen. Ah, okay. Aber allgemein finde ich es eigentlich geil, dass da überhaupt kein Cut ist und Ja, nix. das taugt mir auch voll. Das macht so alles noch viel immersiver, das ist das ganze Ding. Hey, 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 hey. Ganze blinke Kacke zeigt dir das passt einmal nicht. Na. Hey! Ah, steh auf! Schnell! Ah, schau hier, wenn ich fokussiere, dann machen wir Zeitlupe. Okay, echt. Wow! Das haben wir Noch anscheinend. wie viele Stunden? Das haben wir anscheinend. Wow. Ja, das haben wir, glaube ich, erst nachdem wir einen von den zwei Götter jetzt da besiegt haben. Ach so. Ach, nach dem Sutur haben wir das jetzt wahrscheinlich gekriegt, weil bei dem ist das auch gegangen. Ah, okay. Den, wenn ich blocken hab müssen, dann habe ich kurz fokussieren müssen. Und auf welchen Knopf? Wo man fokussiert. Das ist das gleiche wie vorher die Erkenntnis war, man kann nur mehr aufstehen, wenn man am Boden liegt. Ja, man lernt dazu. Aber man muss das Spiel erklärt da war wirklich nichts. Gell? Nein, Du null. musst das selber sagen. Jetzt reicht's.
Ich glaube, das ist ja das, was hinter uns die ganze Zeit aufgelegt hat. Hallo. Von da sind wir gekommen. Ist das da dir? Ja, wow. Open up, please. Nein, ich muss schon wieder so 30 Dinge so. Ach, übrigens, ich glaube, eins von den Tonic Water war nicht mehr geil. Das habe ich nämlich. 1 oder 4? Also, ich habe jetzt 2 offene Flaschen genommen. Die erste offene Flaschen habe ich aufgeschraubt, hat es gemacht und einen Deckel durch die Wohnung geschossen. Ja, die alle nicht aufmachen, die haben schon seit War Monaten das, drin. war das eine Glasflaschen? Ja. Die sind die geilsten. Da kann es aber passieren, dass das bei einer. Ich hab das schon gehabt, dass ich die eine da habe und habe am nächsten Tag noch mehr aufgemacht und habe mir Deckel vorgeschossen. Bei den Glasflaschen, da sammeln sie so dermaßen der Sprudel an. Also ich habe, glaube ich, 3 zure Flaschen gehabt. Ja, ich habe jetzt eine offene Glasflaschen, also 2 offene Glasflaschen habe ich ausgeleert. Das, Ach so, okay. wo es einen Deckel weggeschossen hat, habe ich weggeschützt. Besser ist das. Von irgendein so Berry, glaube ich, habe ich noch. Wildberry, irgendwas. Wildberry ist normal. Weil bei Lülülülülülü. Den ich will nicht. Scheiß Korbi. Da, Wo? Was? sollen wir da hinten? Ah, da hinten hängen welche. Da tausend. So. Das war bloß eine Perspektive. Mhm. Frauenquote hochhalten. Ja, aber wir brauchen doch Single-Frauen. Was ist das eigentlich für ein Dialekt, den sie da schreibt? Das sie her? Weidlerisch. Ich will gerade sagen, die ist mit 100. Das glaube ich, haben wir beim letzten Mal schon gefragt, Echt? oder? Dass die Krawallmaus aus dem Wald kennt. Ich glaube schon, ja. Assagrit. Das ist so Feld Richtung Pfalz, oder? Ja, Oberpfalz. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was für Richtung. Also, ob es jetzt Ringsburger Richtung ist, Kammerrichtung, Zwiesel-Richtung. Aber ich glaube, dass das eher so Zwiesel- und Kammerrichtung ist. Sag das immer noch nicht. Ein Menno. Ja, sag ich. Ah ja. Von Kamera, dann musst du mal ins LA kommen. Wenn die gute Musik spielt. Kannst Meet and Greet machen. Ein bisschen auf eine körperbetonte Art. Hey, mir ist letztes Mal am Anschlagen worden, gell? Was? Ich bin noch am Anschlag gerapscht worden. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Beschmutzt. Beschmutzt. Und hast es genossen. Es war angenehme, dreckige Stimmung. Das Shit. Ja, genau, Shit. da. Was zur Hölle heißt das? Ja, das ist das komische Füllwort, wie bläht bei den Russen. Füllwort ist das. Ja, ist ein Multifunktionswort, das kannst du in jeden Satz einbauen. Wann sind wir wieder im LA? Ich bin jetzt am Überlegen, ich weiß jetzt nicht, wann die spielen, aber Exodus kommt. Guter Lachs, aber das ist das Ende vom Jahr. Guter Lachs kommt im Januar. Kommt irgendwas Geiles, ja? Ja, Guter Lachs haben wir gerade gesagt. Und Also, Exodus. Muss ich irgendwie die Akustik ist aber auch nicht gut hören. Ja, Exodus, gute Trash-Metal. Das passt auch hier. Dreschmittel ist kann ich gar nicht. Ah, schon schön. Das ist immer das Gleiche. Ja, das ist schön. Keine Experimente. Ja, genau, seit 100 Jahren. Ja, man braucht ein bisschen Beständigkeit im Leben. Braucht ein bisschen Electric Callboy und so. Ja, die schon. Also ein aber bisschen, wo es neu sein mag. die werden aber halt nicht im LA spielen. Dann haben sie Wichser. Electric Callboy. Ja, völlig. Anscheinend haben wir nur Oberpfälzer Fans.
Das muss ich doch von da irgendwo anvisieren. Agnes hinaus da Oberpfalz. Der OG, der Oberpfälzer Gangster. OP. Jetzt geht doch, Blackhole. So, und jetzt haben wir noch das X. LA, komm. Wo ist das X? Wir Kann hätten ich uns nicht aber schauen. eigentlich ja schon seit einer Ewigkeit vorgenommen, dass wir einfach mal so hinfahren. Zum Essen. Ja, ich mag nicht. So wie es ist. Wenn ich hinfahre, mal hier mit Musik hin. Da läuft ja am Wochenende auch Musik. Ja, aber ohne Konzert halt. Ja, und dann. Da essen und Musik gehen kann ich noch einmal. Brauche ich nicht fortfahren. Trottel, das letzte Mal, wie wir bei Dings dort waren, bei Eisregen, Das sind immer so die Gesichter, das Ding, das im ganzen Spiel schon sechst du einfach immer irgendwelche Gesichter. wenn wir bei Eisregen dort waren, haben wir die meiste Zeit auch in der Kneipenform verbracht. Das Konzert war eigentlich Nebensache. Nein. Da lügst du immer. Kann man die Gesichter auch fokussieren? Mit was gelernt. The Father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot say that they are already free. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Exodus im August, LA. Genau, August. Ja. Da werde ich wahrscheinlich wieder vertreten sein. Die habe ich nämlich letztes Jahr das auch im LA angeschaut. Exodus sind gut. Minna. Schaufel, das geht aber schön. Schreien halbe. Und sind Schnee. Itchy spielt am 8.6., aber das wird jetzt weniger was für diese. Die kenne ich, sag mal, also der Name sagt mir sowas, aber ich es nicht gehört. Itchy, also Frühlingskurs Itchy Pups Kid. Und dann haben sie erwachsen geworden, haben sie das Pupskit weggemacht. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich ja nicht. Macht's unsympathisch. Oh, leck, im LA gab es ein Frühstücksbuffet. Echt? All you can eat. So, das 31.3., finde ich- 30.6., 29.9., 29.12. Das 29.12. kann man echt machen. All you can eat finde ich Dekadenz, was mache ich nicht mit. Oh Gott, Mir Kerbholz. bringt's halt nie Oder, was. aber Ja. da, Kann ich jetzt Salat fressen, so viel wie ich möchte. In Zand hat's gelebt. Zand? Die Ortschaft gibt's doch gar nicht. Zahnt doch, das ist kurz außerhalb von Kamm. Und nicht sie, sondern der Dragon Cry. Ah, Das ist in Geißenhausen. Fahr ich jede Woche durch. Kerbholz und die Dorks. Wobei jetzt auf Kerbholz nicht so scharf war. Die Dorks waren Vorband mm, von Plaza King Zombies in. ja, und die habe ich auch im Ding noch mal gesehen, in LA. Ich glaube, die haben vorher Tanker gespielt. Stimmt, das sagt. Ach, der. Enders. Eisregen. Symphony? Philipp, da muss man nur Eisblut anhören. Das ist ein Nebenprojekt von Eisregen, wenn du die noch nicht kennst. Die haben gerade ein Album gemacht, aber das ist ja ziemlich fett. Infected Range spielen schon wieder im LA. Am 27. August. Die Und wollt's spielen doch nämlich sehen. Paddle of Mud wieder im LA. So letztes Mal versammelt. Echt, haben die da gespielt? Ja, ja. Krampf. 1,5 Jahre für 2. Wo haben wir? 27. August, Infected Rain. Warst du letztes Jahr auch bei Infected Rain? Ich finde es fast ein bisschen schade, also ich finde es LA richtig geil, aber wenn du dir Konzerte woanders anschaust, von Infected Rain oder Monkey Bands, hast du einfach viel Das mehr ist Stimmung und unten, eine bessere Akustik. Von da. Da ist das, oder? Käme jetzt. Ah, ich hab's gefunden. Der Slipknot Ja, Sänger, da habe ich auch überlegt, ob ich. Für wann ist das? 11. Juli. 11. Juli. Der Cody. Nein, der Nein, Brady. der erste, der bei stimmt. dem Made Feed Kill Repeat, glaube ich, jetzt heißt, oder? Aber ich weiß halt echt nicht, was der helfen soll. Ich auch nicht, aber bei. Der ist ja nicht umsonst rausgefahren. Mit Nein, dem halt, wenn er das ist ich habe ein wenig reingehört, das finde ich auch gar nicht so geil. Was macht er so für Musik jetzt? Hat? Kann ich nicht mehr sagen. Also für die kann es echt schon was sein, für mich ist zu wenig Melodie. Ah, was letztes Jahr geil war ja
Hätte der Trottel auch dabei sein sollen, aber hat er wieder nicht auf 3 gebracht. Hat ihn wieder in seiner Knierscheibe gefeiert. Die am Kopf sind. Ja, ich lese eh gerade. 27.8. Ja. Sagt man noch. Dritte Wahl, da kommt man hin. Geh nicht. Punkband. Der Dings hat jetzt zu mir gesagt gehabt, der Christian der darf gerne mit uns auf ein Punkkonzert auch gehen. Ich glaube, eine dritte Wahl schauen, 10.10. Nächstes Jahr mal ein Ding am 13. Juli. Da ist Straubings Bender so mehr. 13. Juli. Da spielen wir und danach spielt Minded. Die sind ziemlich geil. Samstag. Das kostet nichts. Das ist eine ziemlich geile Location eigentlich. Da kannst du gleich Werbung machen. Hab ich gerade. Kommt am 13. Juli nach Straubing. Spielt die beste Band der Welt und mir. Ja. Baby Metal habe ich noch nicht gesehen, aber Die Säge ist dann wohl. Rock im Park, oder? Ah, da spielen sie mit Electric Callboy. Da ich bei Gelegenheit auch gerne noch mal singen. Ich finde die eigentlich mehr lustig wie geil. Also Ja, das hellen halt meine Stimmung auf, wenn ich sehe. lass brutal los, das sagt mir was. Sagt, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das hin soll. Sagt mir gar nichts. Guter Lachs, 24.01. Da kommt das Spiel irgendein Besucher dazu gehen. Der M. Gibt es ja den Film, oder? M, eine Stadt sucht einen Mörder oder so? Ist das nicht einfach nur M? Google das mal, Seppe. Nein. Komm, Seppe, Kind. Im Feierabend. Also beim Design haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Das ist brutal. Also wie du schon sagst, es kann jetzt so rauskommen und es war ein gutes Spiel. Angesoffen, nicht besoffen. Ja, um 11:30 darf man noch angesoffen sein. Ab 12:30 möchte ich pumpvoll sein. Es gibt Regeln. Ist der zweite Teil schon heraus? Kommt aber bald. 2 Wochen oder so. Ich sag dir, den Schädel für ihren Alten dabei. Und dann darf ich aber auch wirklich sagen, sie ist psychisch krank. Wo bist du denn überhaupt schon wieder? Aber mir ist 13 ganz vorne dabei. Krebskolonie, Fleisch. Nachgeburt, meine ich, heißt der. Absoluter Favorit, Wundwasser. Wundwasser, genau. Und Westwärts dann- ist auch ziemlich geil. 19 Nägel für Sophie.
Aber tatsächlich spielt da einfach auch unheimlich viel Nostalgie bei mir mit. Also ich war jetzt nie so der wahnsinnige Eisregen-Fan, aber halt einfach in diesem Gesamtsetting von damals, als wir noch Schulbahn waren. Als die alten jung noch waren. Ja. In Türkei ist er. Also Frankfurt, oder? Da kommt dann die Watchtime vom Ausland her. Ja, genau. Ich wohne in Frankfurt am Main, so wie die halbe Türkei. Kanonenfieber. Herzlich noch Nazi-Band, da bin ich raus. Muss ja nicht unbedingt sein. Nein, tatsächlich nicht. Was ist Kanonenfieber? Oder was haben wir da für Musikrichtung? Ich weiß nicht. Ich zitiere Minusmus-Witze. So halt auch auf die Roadtrip-To-Do-List. Frankfurt? Ja. Nein. Willst du nicht unbedingt in den. Ja, wenn ich dran vorbeifahre, dann da ich runterfahren, da zu dem, wie heißt der, Kahnkiosk fahren und dann fahre ich wieder heim, weil ich sonst mit Frankfurt nichts zum da haben. Das kann man quasi beim nächsten Köln-Trip machen, weil da fahren wir eh vorbei. Ja, genau. Frankfurt hat auch einen Bands-Shop, gell? Ja. Die gibt es nämlich gar nicht so oft in Deutschland. Den, wo wir da in Köln gesehen haben, ist glaube ich so einer von 3 oder 4. Okay. Frankfurt, Köln, also nicht einmal Mingo hat einen. Black Metal bin ich komplett raus, tut mir leid. Muss ich mir vielleicht mal anhören, aber ich bin bei Black Metal auch überwiegend raus. Das ist die weirdeste Musik und die weirdeste Szene, die es so gibt, glaube ich. Ja, die Szene ist halt auch ziemlich. So, nein. Da muss man True mit V schreiben, da bin ich raus. Ist es dann, kann man das mit irgendeiner Black Metal Band vergleichen? Hörst du das auch oder empfiehlst du es jetzt gerade, weil sie eben aus deiner Richtung kommen? Außerdem schließt sie das nicht aus, dass Black und Nazi. Ja, es gibt ja das eigene Subgenre NS Black Metal. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben da ein paar so Überschneidungen. Warschau! Panzerdivision Marduk. Geht's ab. Jetzt habe ich doch Bock, Eisregen zu hören. Die Melodie von Mein Gott ist ein Panzer. Panzerschokolade, die war Ich will super. Das haben sie ja live gespielt, gell? Ja, das war da, wo Gerade einen man Mini-Pogo da gemacht ja. haben. Kennst du Nachblut? Nein, Hey, wir haben eine Farbe! Alter, krass. Ja, und für das, dass du die Grafik so oberdraht hast, sind die Bläme immer noch geil. Ja. Ich glaube, mein MD am Anfang oder so. siehst du die Farben jetzt erst? Ja. Das ist die ganze Zeit schon bei dir bunt, oder was? Seh. Das heißt aber Kanonenfieber, nicht Kanonenfutter. Ja, Ja. tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich höre Ja. Electric Colby seinem zweiten Album. Ja, können sie ja bei mir hin. Mir gefällt es aber jetzt besser, ehrlich gesagt. Jetzt ist es halt Früher spaßiger. war es halt eine Band von vielen und jetzt ist es halt einfach.
Das finde ich Finde gar ich, nicht. find ich gar nicht. Die haben Ja, früher auch schon überhaupt eine nicht. Elektroeinschläge und so weiter drin Ja, gehabt. aber das haben mehrere. Das ist ja nicht das Das waren Alleinstellungsmerkmal. die einzigen, die ich da Ja, aber du das kennengelernt habe. kennst. Ich kenne sonst nichts, nein, ich kenne sonst nichts. Also waren tatsächlich die ersten, die ich in der Art kennengelernt habe. Also Kani und ich weiß nicht, ob das du auch. Nein, Seppi nicht. Kani und ich haben es jetzt tatsächlich auch geschafft, jede Konstellation zum Singen. Also wir haben es noch als Eskimo Callboy gesehen, mit dem Sushi als Sänger. Wir haben es als Electric Callboy gesehen, mit dem neuen Sänger. Und wir haben auch die neue Band vom Sushi Ghost Kid Show angeschaut. Wie haben die? Also ich finde es voll geil. Also es Ich finde es ist, mittelmäßig. ja, das neue Album finde ich aber auch relativ schwach. Also Hab ich ich habe noch es ein nicht bisschen eingehört. Aber ich noch gar nicht okay. Das erste Album habe ich stark gefunden. Also ich finde, du hast halt einfach eine richtige Splittung gesehen. Zuerst war halt, also Eskimo Callboy war halt so eine Mischung aus diesem Spaß und ernsten Themen mit den Einfluss, also mit melancholischen Einflüssen, aber halt auch diesen elektrischen Einflüssen. Und jetzt ist so gesplittet in diese elektrische Spaß-Metal-Band. Und Ghost Kid ist halt einfach rein melancholisch, düster, aggressiv. Gerade Pump It, das ist tatsächlich für mich einer der schwächsten. Findest du? Ja. Den nur geil. Also ich finde, also das ganze Album ist der Wahnsinn. Aber vom Album finde ich tatsächlich ist das einer, den vielleicht hat er sich auch da gespielt, weil es Ja, ja das eine kann von den sein, Singles ja. war. Also als er rauskam, ist habe ich ihn schon relativ geil gefunden und er macht unheimlich viel Spaß. Aber er ist halt einfach auch, Das ist das, wenn die mittlerweile ist es ja so, dass ein Album irgendwie, das kommt nächstes Jahr im Juni und ein Jahr davor im Januar fangen wir schon mit den ersten Singles. ja, Und dann hörst du die immer und immer wieder und dann das Hyper andere Hyper raus. kann ich auch nicht mehr hören. Ja, Also, das ist schon. aber Hyper Hyper ist für mich halt einfach auch noch übermächtig. Also das als erstes Single von dem ganzen Ding zum Droppen, das war der Wahnsinn. Schon, oder? Ghost Kid ist nicht schlecht. We Are The Mess ist ein richtig geiles Album gewesen. Ja. Das finde ich obergeil. Du hörst sogar I Prevail, oder? Ja. Kennst du Nothing More? Ja. Die haben uns zu Lügen gemacht mit dem I Prevail Sänger, gell? Muss ich mal kaufen. Aber wisst House of Sand oder irgendwie so. was ganz was anderes, weil das könnte jetzt wieder mehr dein sein. POD hat ein neues Album rausgebracht. Hab ich letztes Mal gesehen, ja. Ehrlich? Muss ich mir mal einhören. Ja. Also die erste Single, glaube ich, wo ich gehört habe, war jetzt nicht so geil. Die zweite Single finde ich schon wieder Bombe. Sag mal, Ghost Kid. Das kommt jetzt drauf an, hast du die alten Sachen von Electric Callboy auch gesehen oder bewertest du jetzt das nur nach dem neuen Album? Callion, finde ich, haben richtig geile Sachen. Er meint die News davon, dass 3 Leute die Band verlassen. Mir ist scheißegal, weil ich höre es nicht. Ich weiß nicht mehr, wer die 3 sind, die da gingen. Wenn der Sänger dabei ist, dann ist es immer ein bisschen komisch, ansonsten sage ich eh wurscht. Was denn du, hast es gelesen? Am Königsplatz haben wir die auch versammelt. Da waren wir auch. Da waren wir Das auch, Slipknot. ja. Da haben wir in der Mitte für das Törbt oder so gekommen, weil Genau. er einfach 2 Stunden früher angefangen ist. Das, ja, uns ärgert das genauso. Wir haben jetzt mehrere Konzerte gehabt, wo wir immer die Vorband versandt haben, weil dieser scheiß Timetable absolut nicht gestimmt Das ist hat. anscheinend eine schlimme Krankheit bei Konzerten in Minge. Vor allem Menge kostet halt oft einfach auch nicht früher sein. Das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Dass du, weiß ich nicht, um 4 oder sowas schon da bist. Da musst du am Morgen schon fahren. Das ist echt rotzig. Wo hast denn du das jetzt gelesen mit dem Band verlassen? Nein, das Nein, hat das er war ja die die News, News du schreibst. und die News sind das, dass 3 Leute von Kali und Ach gingen. so, Nach der ach Festivalsaison so. gibt es hab die ich der Konstellation nicht mehr. Ach so. So, Every Time We Touch. Ja, es war vorher schon ein geiles Lied, sie haben es nicht schlechter gemacht. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt. Das finde ich fast eine komische Wahl. Ja, also es- es war klar, dass irgendwann einmal so ein Cover kommt, aber das hätte es vielleicht besser nicht gegeben. Ich wollte gerade sagen, das Cover hätte es nicht braucht, weil der Song hat vorher schon Legendenstatus gehabt. Also. Ist geil, hätte es aber nicht braucht. Hyper ist außer. Das ist ja nicht richtig gut. Zumindest für uns ganz.
die besten Songs von Carillon sind Porn from Spain. Also die eigenen Sachen von einer finde ich manchmal geil, manchmal überzeugen sie mich überhaupt nicht. Das Coveralbum ist auch das gleiche wie bei Every Time We Touch. Es sind richtig geile Cover dabei und richtig unnötige Cover. MFG zum Beispiel von Fanta 4 als Cover von Carillon habe ich schon geil gefunden. All That Remains haben wir jetzt auch ein neues Album oder Command jetzt damals, gell? Muss ich noch reinhören. Metalcore live vor 20, 25 Jahren. 30 Jahren. Oder wann ist es? Mit Beat 20 Jahre. unterlegter Metalcore ist nicht mein Ding. Also meinst du jetzt so die Mischung aus Elektro und Metalcore? Versteht schon richtig, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, also bei mir ist zumindest so, ich finde halt Sachen geil, die wo halt noch recht viel Melodie enthalten. Wenn es nur Das ist Geballer ist, die dann... geilste Mischung, finde ich. Ja, Deswegen war ich bei Metalcore, wie das angefangen hat, das hat mich voll erwischt. deswegen zum Beispiel ja In Flames, also Melodic Death Metal, finde ich auch geil. Es darf geschrien sein, es darf Geballer sein, aber es soll zumindest im Refrain oder irgendwo noch eine geile Melodie mit drin sein, die wo auch wirklich spürbar ist, die wo den Song ein bisschen mittragt. Welche Tom hat auch Spaß gemacht, ja. Ja, aber die ganz alten Sachen von Eskimo Cowboy, da war ja noch gar nicht so viel Elektro mit drin. Also sie haben schon Teile mit dabei gehabt, aber es hat sich ja erst seit dem neuen Album nochmal drastisch verändert. Das sollte eigentlich in die alten Sachen schon was für die dabei sein. Das erste, was man sagt, ist Nice Boy. Ja, bei Ding, oder? Buried Me in Vegas, auf dem Album haben sie doch auch schon gehört. Ja. Aber das heißt, dass unsere Community auch relativ metal-lastig ist. Community. Der Chat. Chatblät. Ich find's auch geil, wenn ich angeschrien wäre, aber zu dem Anschreien gehört halt noch ein bisschen Melodie. Angeschrieben werden ist richtig geil. Musst zu Spite gehen, der spuckt die sogar an auf dem Konzert. Yay! Zuerst spuckt er die ganze Zeit in der Luft umeinander und irgendwann ist ihm scheißegal und dann spürt's da einfach schnell aus und dann kann er ins Publikum gehen. Und ich stehe unten. Geil, Alter. Hoffentlich machst du später noch mit dem Schwanz. Die anspucken. Ja. Ja klar, Band fällt und steht sowieso mit einem Sänger. Hallo. Hätte ich vielleicht fokussieren müssen da. Ja, eben so jetzt einmal reinhören. Wie gesagt, das hat sich wirklich mit dem neuen Album nochmal komplett verändert gehabt. Aber wenn du Carillon hörst und generell so, was ist mit wie Butter the Bread with Butter? Ich glaube nicht, dass das Hurricane da war, um Schlagerfans zum Ärgern, sondern ich glaube einfach generell, dass das ja, Ballermann-Satire. Ich sehe überhaupt nichts. Ey, habt ihr überhaupt was mitgekriegt? Machen wir Butter jetzt noch was? Kommt jetzt da noch was? Keine Ahnung. Oder war jetzt das nur mal ein kurzes Aufflammen? Keine Ahnung, was die jetzt treiben. Finde ich voll schade. Dann machen wir das zum Trinken, braucht nicht mehr was. Ja. Gerade nicht, danke. Hast du irgendwas Bestimmtes? Ein Mermaid. Das ist leer.
Echt? Das war bloß nur ein Neugeil. Und dann den Cannabis, den habe ich glaube ich noch nicht probiert. Ah, okay. Wenn du noch hast. Ich glaube schon, dass wir noch drin und so. Ja genau, E-Roller. Das Aufficken muss man jetzt erklären. Weil da war es nämlich auch so, dass die ersten 2 Alben relativ spaßig waren, oder? Die waren ja insgesamt überwiegend spaßig. Ja, die anderen mit dem schwarzhaarigen Sänger da, die waren ja dann schon ernster. Wirklich ernst, die Butter nie bezeichnen. Doch fand ich schon, dass da also 2 Alben. Also ein Goldkinder. Goldkinder war definitiv ernster wie. Ja, aber es war trotzdem auch nur die blöde Leute dabei. Ja, mit dem einer Brillensänger, die anderen Sachen nicht. Ich hab nicht mehr alle im Kopf. Glaub mir's, das war relativ ernst und melancholisch gegenüber die anderen Sachen. Also generell ich kann mir diesen scheiß Namen, ich kann mir generell Namen nicht merken. Mit dem schwarzhaarigen Affen, der wo so eine geile Stimme hat. Finde ich auch schade, dass der nichts mehr macht oder nirgendwo auftaucht. Haben die schon nochmal einen ernsteren Ton angeschlagen. Das hast du aber dann auch gleich kennt mit dem neuen Album, mit dem alten ursprünglichen Sänger in der alten Konstellation, dass es wieder halt einfach viel mehr Spaß war als das andere Zeug. Hör mal in Goldkinder von Vibata rein. Das ist weniger spaßig. Oh, beim Never Raven steht der Sleepinger Soldo. Traust du nicht? Du kannst dich unterm Schlaf einen Stream trotzdem weiterlaufen lassen. Aber ich wünsche dir auch gute Nacht. Und viel Spaß beim Rapen. Und ja, keine oben ohne Beutel mehr im Status. Das war entsetzlich. Was? Hammam? Ja, so türkische Wellness. Okay. Oh, da ist rotes Licht an. Na dann viel Spaß beim Durchwurzeln. Doch der Türsteher sagt heute noch nüchtern. Da bei dem Cannabis war wirklich so wegen drin, dass ich einfach nur 2 Gläser gemacht habe. Also mit dem wir halt die ganzen Glas Resten mit vernichten. Alles was Ja. nicht zusammengerufen. Das ist ja deiner, das ist Also. der andere dann. Dankeschön. Cheers. Ja, schau mich an. Das ist mein Untersitzer. Ah jo. Oh, fuck. War das jetzt Faulheit oder Schuld? Na, beide hinter vor mir nach vorne stricken geht anscheinend jetzt nicht mehr. Das ist Next Level Shit. Ja. Platz. Man kann sie verlegen und man kann sie ja behindert legen. Skillet habe ich auch noch nie gehört. Da kenne ich zwar den Namen, habe ich schon x-mal gelesen, aber noch nie eine gehört. Wen? Skillet. Die Hanna ist nicht die so ein bisschen Reggae-Einflüsse drin haben? Keine Ah, Ahnung. Schmarrn, Das ist Skin Red. Skindred, genau. Das ist Skrillex. Jedes Mal. Die anderen haben ein bisschen so Motionless and White-mäßig, oder? Kann Ja, das sein? genau. Also bei Skillet ist für mich auch so, finde ich vereinzelte Lieder gut, wenn man zu viel her geht es mir auf den Sack, weil das meiner Meinung nach relativ schnell eintönig wird. Aber das, was der Seppi gerade gemacht hat, da kann man sich auf alle Fälle anhören, falls man ein bisschen Bock hat mit Reggae-Einflüsse. Skin Red, die machen richtig Spaß, die habe ich jetzt auch vor kurzem erst wieder für mich entdeckt. Nachschauen oder wegstellen?
angehabt. Ist ganz weg. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Also ich noch nicht. Oder Halo-Effekt. Du Halo-Effekt reingehört? Na, was ist das? Album oder Band? Also entweder ist es ein Nice in Flames Album oder ist es eine Band. Deswegen muss ich jetzt selber gerade googeln. Ich hab schon eine Zeit einmal neu in Flames Sachen reingehört. Der wieder relativ fort. Ja, das war eigentlich ganz geil, aber das rutscht momentan nicht mehr so schnell in irgendwelche anderen Sachen rein. Das ist das, was ich vorher auch schon zu euch gesagt habe. Ich rutsche momentan so schnell ab. Ich versuche, muss mich da jetzt immer zwingen, dass ich mich daran erinnere, was ich mir das letzte zugehört habe und dass man das eine Zeit lang anhört. Ah, das ist eine Band. Schwedische Melodic Death Metal Band. Also kann es geil sein. Schweden Sound ist eigentlich immer geil. Mhm. Mehr, weil zum Beispiel gerne mal über Soilwork an, die habe ich früher im voll taugt. Geht mir genauso. Also na, Halo-Effekt habe ich noch nicht gehört, kommt jetzt aber auf die To-Do-Liste. Aber das muss ich trotzdem mal googeln, weil nämlich Halo-Effekt ist etwas Psychologisches, was ich nicht kenne. Ja, ehemalige in Flames Leute. Und der Sänger von Dark Tranquility. I saw once a Ah, dann kann es ja nur geil sein. Ja, könnte gehen. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person ist younger geil, than der- 40 was and hast du denn? many older. Den gleichen But Bruder. where dying mothers gave Also birth, im großen Glas. the welches ist das? mountains of plague were on the Das war so ein graves. kleines Flaschall, das schmeckt ein bisschen wie so Parfüm. Parfum. 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 Goldenes aber nicht, Wasser. seht ihr aber nicht geil, oder? Nee, ich weiß jetzt auch nicht, was ich über den Da habe ich aber auch erst vor einer Zeit mal so einen erwischt. schon Und ich dachte, ich sauf gerade eine Flaschen Chanel Nummer 5. War richtig assi. Was ist jetzt mit dir da? Das ist der Hungerausbruch. Es gibt einen Halo-Effekt und einen Horn-Effekt. Halo ist der Heiligenschein. Und das kommt aus der Psychologie und bedeutet, dass ein Merkmal einer Person so dominant ist, dass alle anderen Merkmale in den Hintergrund gedrängt werden und man sich somit ein falsches Bild dieser Person, von dieser Person macht. Das ist eigentlich nur das typische Beispiel dafür. Also für das, dass du eigentlich Der war so vorhersehbar, der Witz, dass ich gar nicht darauf reagieren kann. das war jetzt nicht als Witz gemeint, das war jetzt ernst gemeint. Ah, Also ich habe jetzt eigentlich das Gegenteil gemeint. Also für das, dass du eigentlich immer so als Arschloch auftrittst und so ein Tu ich nie. Großmaul bist, ich bin immer nett. gerät dir eigentlich völlig in den Hintergrund, wo es für lieber Kind. Hoppala. Schmeiß ihm noch was auf, Bin dass ich er sich gut fotzen halt. Ich wollte dir gerade ein Kompliment machen, du Wichser. Ich bin nicht angewiesen drauf. Das ist doch gut gekommen. Aber Wenigstens das. Weg! Ab! Wo müssen Sie? Also möchte man einmal loben und nett sein, dann wird man auch angekackt. Okay, na du bist kein Hello-Effekt. Du bist einfach wirklich ein Wichser und ein Arschloch. Barbara. Hä? Hä? So Dinge zusammen. Guck mal da. Speak of a dead man. A light shaped like a half moon appears to the Ja, sun. wie man das so heißt. Mir, Guck mal da. mir sagt jetzt nichts. Then a guest died. And then the farmhouse. And then the farmer. Hat er vielleicht die Leute hier gebaut? So mit
Ist das Grundfutter oder gibst du zu viel Leckerlis? Zu viel leckerlich. Jetzt weiß ich auch, warum der so durchdreht, wenn du nicht daheim bist. Der ist kurz vom Hungertod. Das Geschau heute, weh. Ja, Kann man nicht aufhören. Ja, das. Bitte, ich hab noch nie was gehört. Das ist mein erstes Essen beim ganzen Leben. Ja. Look at this eyes. Was ist denn das? Guck mal da. Guck mal da, stimmt. Ist das vom Wiesenjahr oder so die Entwicklung? Nein. Nein, nicht vom Wiesenjahr, aber so eine Entwicklung, glaube ich. Ja, vom Bies. Von dem kleinen scheiß Biber. Von Biedizer. Biedizer. Nein, da ist nämlich das Ach, stimmt. Bido. Sowieso Bido. Ah, letzter Gutti. Dieser letzte guter. Das ist die Entwicklung von. Zuckerbliert. Leer. Ah, dann ist das zu. Ich komm nicht drauf. Da, das war's eh gerade. Die Vorstufe. Nagelatz. Genau. Also das ist ein komischer Gin. Du bist der Komm her. komische Jim. Ja, der aber gut. Ja, aber irgendwie hat er so. Was denn? Ja, ich weiß, was du meinst. Gell? Ja. Und wenn sie es nicht damit draufgegangen wäre, dann war der recht normal. Nein, ich glaube, er ist von Anfang an, weil ich glaube, den ersten Tod, den hast du nicht ausgenommen. Glaube ich zumindest. Weißt du da dann das Song mit dem Arm? Aber der wird ja nicht mehr, aber das was jetzt ist, oder? Ich weiß nicht, wie es war, wenn wir jetzt nochmal sterben. War noch nicht her, glaube ich. Geh weg! Nachher war noch nicht, aber es war schon niedriger. Feierdepp bringt man neu. Hast du den nicht vorher besiegt? Das ist jetzt was anderes. Man spielt jetzt verschiedene Stufen aus der Vergangenheit. Verschiedene dramatische Erlebnisse von ihr. Beim ersten war es mit dem Losreißen vom Vater. Und das ist jetzt mal nicht das, wie sie ihren Mann verloren hat. Geh weg! Und jede Erinnerung, wenn ich sitze dann zu so einem Teil zusammen von dir. Ah, da hinten gleich. Wenigstens einer, der aufpasst. Ich hab's mir gerade gedacht. Ja, das ist erzählt wirklich eine krasse Geschichte. Ich Glaube ich sofort. Aber Das ist dafür müsste richtig. das wahrscheinlich auch, wie gesagt, allein daheim zocken und man Zeit dafür zu nehmen, dass du wirklich die ganzen Ja, Dialoge liest. da musst du aufpassen, da musst du die Dialoge lesen, weil das ist halt nur so erfasst, was da überhaupt los war. Das ist ja auch nicht alles so klar. Nein. Das habe ich damals zum ersten Mal bei Darksiders gehabt, dass ich wirklich ein Spiel zocken wollte für die Story, da wo die Kämpfe tatsächlich so Nebensache war und eigentlich nur so Beiwerk. Danke, das war cool, ja, da war aber der dritte Teil so eine Enttäuschung. Die habe ich glaube ich alle aber nie gespielt. Und der zweite war Eins so ist- schwächer. Der Nein, erste der zweite war sogar besser als der Einser von kann die. ich nicht. Aber der Dreier war richtig gut, da habe ich dann irgendwann den Story-Modus geschalten, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Ich wollte nur noch die Story hat noch fertig spielen. Da sind irgendwie alle Qualitäten von den Vorgängern sind auf Flöten gegangen. Hat jetzt für euch einmal schon etwa das Guardians of the Galaxy Spiel gespielt? No, No. Warum nicht? weil ich nichts mit Marvel zum Tun habe mich. Ja, genau. Der ist- Fanboy schlechthin, der Das uns ist, den wirklich, Schutz nimmt. das ist wirklich wahnsinnig gut. Ja? Ja, also richtig geile Guardian-Story.
Es ist. Es basiert halt auf die Comics, nicht auf die Filme. Aber es ist richtig, richtig geil. Was ist rausgekommen? Wann? 3 Jahre? Vor 2, 3 Jahren. Ist noch auf der Vierer. Vierer raus. Ja. Also war so Ding über Zippus haben wir geschmatzt und irgendeine Spur wollte man von dir ausleihen, beziehungsweise schon Fallout mal 4. Fallout, genau. Du das Klasse. Muss jetzt mal Last of Us fertig spielen, oder? Ja. Wir müssen Last of Us fertig spielen. 76, gell? Das ist Das ist auch online. doppelt. Ja. Machen wir so, ist doppelt. Ja, genau. Oh, scheiße. Was denn? Kein Spiel drin? Ja. Download-Code. Na, eigentlich war das eine CD. Oder nur in der Konsole? Die ich nicht mehr hab. Ja, kacke, die muss dann so einem Strom liegen. Gut, das heben wir uns für später auf. Du kriegst voll viel erst mit die 2 Sachen. Ja, genau, wollte ich auch noch haben. Ja, krass, ich hab die CD abkaufen müssen, Schwanz. Ja. Für 36 Euro. Aber die ist schon zu. Sind ja bloß 5 Songs drauf. Falle Pisse. Alle Pisse, das war fast 3000 Euro kostet. Mir doch scheißegal. Mach ich gescheite Musik, dass du Geld verdienst damit. Was soll das darstellen? Na, und er glaube ich spielt schon seit 3 Jahren. Wie lange spielst du? Nein, also, wie lange Genau, spielst du? aber im Dieses Winter, Jahr hast du angefangen, oder? im Winter habe ich angefangen. Nein, tatsächlich Last of Us noch nicht fertig. Last of Us. Ich bin ein seltsamer Gamer. Ich hab schon Bock zum Spielen. Aber kann's nicht. Wer hat den Endboss in Prince of Persia fertig gemacht? Wow. Das wäre Ich jetzt, bei weitem nicht so lange das ist drauf jetzt wie du. der Ruhm, den er seinen Lebtag lang erzählen wird, dass er Das das ist seit geschafft hat. Pokai Ja. 5 Touchdowns spielen. Ja, genau. So viele Spiele haben wir jetzt noch nicht miteinander gespielt. Wir haben jetzt das Iron Tail gespielt, wir haben das Prince of Persia, das Pokémon Snap. Newsnet, bitte. Bei mir haben wir noch irgendwas gespielt gehabt, oder? Hm, Irgendwas war noch. da kann ich jetzt einfach hier schalten und dann. Auf jeden Fall nein. Habe ich noch nicht fertig. Ich zock gern, macht mir Spaß, aber ich brauche dafür irgendwie das richtige Feeling. Für mich gibt es ja nur Leben außerhalb von meiner Wohnung. Ist nicht lebenswert außerhalb der Wohnung. Das stimmt! Geil. Ach, 6 ist 7 kostet, jetzt geben uns 4 ist nicht da. Das Video ist da blöd. Ah. Aber das ist mittlerweile auch ganz, also es ist wieder online, aber mittlerweile auch ganz geiles Fallout. Außerdem wissen die meisten im Chat, dass mir der Kani davon abhält, dass ich vernünftige Spiele zocke, weil wir halt einfach 150 Stunden ins Pokémon Snap, New Snap eingebuttert haben. Ich habe jetzt so viel Erlaubt gemacht. Ja, verdienterweise. Das ist nicht, weil du es nicht kannst. Und irgendwie funktioniert es auf einmal, keine Ahnung warum. Jetzt marschiere ich durch, wieder brutal. Ja, er marschiert durch. So ein Metino Glauber. haben wir jetzt auch geschafft. Er verzeiht, er schreibt mir allerweil so, ja und das habe ich jetzt fertig und das habe ich jetzt fertig und denke mir so, haben wir jetzt dumm zum Zocken gewesen oder so? Ja, haben wir. du musst immer eine Pause machen und dann hat die schon hin. Ja, länger als Ja. eine halbe Stunde darfst du nicht spielen. Und die Woche war ich wieder bei ihm und hat er gespielt und was war's? Nach 5 Minuten hat er sich schon aufgeregt, also bitte. Also alles die Skirederei, wenn ich da bin, regt er sich genauso auf, aber vor alle anderen muss das verteidigen. Gott, bist du ein Schmatzer. Das ist noch schlimmer als das Geile. Ich bin tatsächlich nicht hyped auf GTA 6, weil ich noch nie hyped auf GTA war, weil ich das total überbewertet finde. Say what? Sei was? Nein, Hast nicht du das 5 überbewertet. gezockt? Das 4er habe ich durchgezockt, das 5er nicht. Ich Ich finde find's halt- 4 ist scheiße, also das 4 ist schwach gegenüber dem 5er. Ja, aber damals war es halt Wahnsinn. Ja, also- Grafik und was ja. machen kannst, aber ich fand die Story relativ Die war kurz. Das war alles dünn, wegen alles, Mager. Ja, das stimmt schon. Jetzt also zu dem Zeitpunkt, wenn der GTA rauskommt, ist immer Wahnsinn. Ich finde halt allgemein den ganzen Gangster-Zeug da nicht so spannend, ehrlich gesagt, zu spielen. Das ist was ich bei Filmen mag, aber bei Spielen ist es mir irgendwie besser.
Weil du kein richtiger G bist, du weißt ja, wie cool das ist. Das ist korrekt. Ich muss ja sagen, es ist Du 5. musst, du musst das leben, Alter. Das 5 hat für mich nochmal komplett neue Welt aufgemacht. Also wirklich. Weil du da so also online so Ja, das ist der Name ganz was anderes. unheimlich viele Möglichkeiten hast. Das ist ja, also GTA 5 ist einfach alles. Die ganzen Minigames, wo da mit drin sind. Du kannst Fliegerrennen machen, Bootsrennen machen, du kannst tauchen, du kannst Items sammeln, du Golfen. kannst Tennis Golfen, oder Tennis was noch? spielen, du kannst alles machen, alles. Das Gott ist sei aber Dank mit für- alles. Auch wenn das alles so geil ist und wenn mir das Spaß macht, da war ich im Spiel schon wieder beleidigt, weil das holt mich so viel für andere Sachen ab. Ich mag das nicht. Ja, du musst es ja nicht machen. Ja, ich weiß schon, aber das ist online und so weiter. Im Diese Online muss- Riesenwelt. Ich Musst du das online oder kannst du das kann mich online nicht auch so machen? lange auf ein Spiel committen, weil ich da einfach zu viel versam. Wenn ich da 300-400 Stunden in so ein Spiel reinballert, mehr nicht. Kann ich verstehen, aber das ist eben das, weil nämlich GTA 5 alles befriedigt hat. Weißt du hast Bock auf Autorennen, spielst GTA. Du hast Bock, irgendwelche Rätsel zu machen, spielst GTA. Du hast Bock auf irgendwelche Flugzeugsimulationen, spielst GTA. Also, Ja, weißt du, du hast einfach alles drin gehabt. aber ich habe halt alles nur von einem Entwicklerteam in einer Art und Weise und ich möchte ja viel mitkriegen. Weißt du, Das ist- wo ich nicht verstanden habe, zum Beispiel das GTA 5 ist inzwischen echt alt. Und dann spielst du Far Cry 4, Far Cry 5 und die Mechanik von den Fahrzeugen, also die Spielmechanik von diesen Fahrzeugen, die ist so dermaßen beschissen, dass ganz aus ist. Der Ton von diesem Quad in GTA 4 hört sich an wie ein Rallye-Spiel von 1996, wo sie damals in der Computerbild Spiele drin gehabt habe oder was. Also es ist so grottenschlecht, wo ich echt denke, was ist mit euch? Wo jetzt bei GTA 4 oder bei Far Cry 4? Bei Far Cry. Und dann denken wir so, GTA scheißt ein Spiel her. Da ist einfach dort jedes Auto sein eigener Sound, dort ist jedes Auto seine eigene Fahrmechanik und ihr schafft es nicht einmal in der heutigen Zeit ein Spiel rauszubringen, Das ist wo jetzt sie so. das nicht, wo sie so ein scheiß Quad oder Fahrzeug nicht lenkt wie ein Lego-Store. Das ist auch was mich glaube ich bei GTA nicht so dermaßen reizt, ist, weil es halt einfach im Prinzip unsere Welt ist. Und ich finde die halt einfach nicht so spannend. Ich mag jetzt so riesigen Welten, die halt nicht so haben wie die Realität. Das ist jetzt so ein Ding, was mich da aber nie so catcht hat. Also meinst du generelle Fantasy oder war jetzt eher auch gesagt hat mit Red Dead? Red Dead ist- hätte ich gerne mal, habe ich auch nicht gespielt. Wollte ich mal eine Zeit lang, aber irgendwie, jetzt ist mir einfach zu spät schon. Weiß ich nicht, ich mag jetzt nicht mehr mit so einem alten riesen Open World Spiel anfangen. Aber Fantasy, Sci-Fi, eher noch, sogar noch Sci-Fi. Auf alle Fälle braucht es irgendwas, wo sie draußen nicht auch. Weil für mich hat eine Spielwelt keinen Mehrwert, die einfach real ist. Weiß nicht, das ist jetzt so ein Eigending, aber weiß nicht, bringt mir nichts. Ich hätte sicher Spaß mit dem Spiel, aber es zirkt mir nicht rein. Wenn ich da noch mit drin war, fand das bestimmt geil, aber ich habe halt nie so den Bock, dass ich das spiele. Zeigt mir eine, was das? Zeugt. Also bei Red Dead hat es bei mir nicht geschafft. Ich hätte das erste versucht. Das erste habe ich auch gespielt gehabt, das hat mich auch nicht so das, Bock. das habe ich nicht so gepackt. Das Und- erste und- war aber noch. Das allererste war noch auf der PlayStation 2, oder? Drei, glaube ich, Da oder? hat sich vor denen zwei, die jetzt zusammen hat sich schon mal so Red Dead Revolver. Aber Dann hat das Red auch Dead zu, hat das auch zu der Story Das irgendwie haben mit sie dann, dazugehört? glaub ich, ja, nein. Also das haben sie dann, glaube ich, ausgestrichen irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Aber die eigentliche Story, glaube ich, ist Redemption dann erst. Das war eine PlayStation 3 und Xbox 360. Das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und dann dann haben die Trailer fürs zweite rausgekommen. Wow! Also bildgewaltig, wow! voll geil. Dann hast du die ersten Gameplays gesehen, du hast die Leute gehört, wie die davon geschwärmt haben. Und ich denke mir, Alter, was für ein geiles Spiel und was du da alles machen kannst. Und der Bord wächst und das und das und das andere. Ja, und dann fange ich an zum Spielen. Und ich weiß nicht, es catcht mich einfach nicht. Liegt vielleicht daran, weil ich keine Pferde nicht mag und weil ich Cowboy und Indianer einfach auch nie so geil gefunden habe. Ja, das ist wieder so. Das wundert mich eher, dass das so sau erfolgreich war, weil das ist ja eigentlich schon eher so speziell, so Western-Style. Ja, Ja, Western geht schon immer. nein, also bis. Die einzigen Western, wo ich geil finde, ist Bud Spencer und Terence Hill.
Und Far Cry 4 war nicht so geil. Finde ich nicht. Das Far Cry 3 war Wahnsinn und das 4er war eine billige Version vom 3er. Fand auch den Antagonisten nicht so geil. Ich würde es geil finden, wenn ich den Weg jetzt finden würde. Was? Bully von Rockstar Games. Ach so! Ach, das war das Mobbing-Spiel. Ja. Mobbing-Spiel, ja. Kommt da eigentlich eine gescheite Version raus? oder Nein, nur- glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich unbedingt so toll ist. Das ist halt ein altes Spiel von Rockstar, das was viele nicht mitgekriegt haben und deswegen meinen sie halt, dass das sonderlich geil ist, aber ich glaube nicht, dass das wirklich braucht. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, was beim Hand of Blood war oder bei irgendjemandem habe ich mal eine Zeit lang so das Let's Play gesehen. Und es ist halt schon geil Flip ausgeschaut. aus. Aber klar, mein Gott, es ist halt Rockstar. Es ist genau das gleiche. Das ist. Anstatt einer Pistole hast du eine Zwistel, anstatt einem Auto hast du einen BMX. Hallo. Ich denke mal so, als Jugendliche war es für uns schon geil gewesen, das zum Spielen. So wie im echten Leben gemacht, das passt schon. Weiß ich, war Keine das Opfer. Simulator einfach. Okay, so viel bist du von mir nicht gemobbt worden. Also andere Leute schlimmer erwischt. Also, Das war nur das Schöne, wenn du mich gemobbt hast. Ich war 2 Klassen über dir. nicht du, er. Also, Außerdem habe ich gar keinen überhaupt richtig gemobbt. Ich war einfach nur beim Blödsinn drin wie mit jedem anderen. Auch. Da ist keiner was Besonderes gewesen, wenn ich nicht geärgert habe. Vor allem sind die cool vergeben. Können wir nicht cool für. Weil ich, Ja. kann ich mich geärgert, ich bin so cool. Victim Blaming. Magst du einfach. Hey, was wollen die Wichs-Eumel von mir? ich werde wieder so richtig geiles Horrorspiel spielen. Spiel Outlast, Richtig stirbst ein bisschen. ausflippst. Ja. Ja, irgendwas. Stirbst einfach. Da komme ich noch nicht ein, weil ich müsste eigentlich die Welt wieder ändern. Aber ich habe da nirgends eine Welt. Ah, Bully 2. Deswegen. Nie. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht das Feingefühl dafür habe. Aber tatsächlich fand ich vom Gameplay her nicht wirklich einen Unterschied vom 3er aufs 4er. Deswegen sage ich, also die Sounds, alles da dran, also es war für mich minimal besser als 4er, nur dass die Story nicht so geil war. Ins 5 habe ich daheim liegen das Wort drauf, dass ich spiele. Spiel's einmal. Ich habe gesagt, Ich glaube, ich habe auch das 3er und das 4er daheim liegen und nicht einmal drinnen gehabt. Also Ich habe noch das Blood Dragon hab ich gespielt. Das ist aber das einzige. das Money war so ein Teil vom 3er, gell? Das war so ein 80s Action. Ja, das ist da diese Die Drogentrips. Neonfarben. Ja, genau. Diese Drogentrips vom dritten Teil, Aber oder? das, Und dann hat extra mich, Part. das hat mir null taugt. Also die ganze Spielmechanik, das war so. Weiß nicht, das ist so Chips ist sie. Mir taugt das Rätsel jetzt gerade nicht. Das ist 3er, glaube ich, tatsächlich auf 100%. Da habe ich mich richtig austoppen mit dem Sammeln. Aber ich noch 150 Mal im Kreis und komme nicht weiter. Ich flippe aus. Ja, es ist ja Ubisoft, da kannst du dich richtig austoben im Ja. Sammeln. Ich weiß aber auch nicht warum, aber das Far Cry 2 ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ja, ich hätte immer Bock gehabt, auf das, als das 3 angekündigt worden ist und die Trailer gesehen habe und dann die Tests und so weiter gelesen habe, habe ich richtig Bock drauf gehabt. Aber ich das hab's war das nicht- mit dem super Antagonisten, oder? Ja, mit Ja, dem. mit dem Weiß, geilen glaube ich, Sigur. geheißen. Dem Schauspieler von, was war das, Breaking Bad oder so? Also Mhm. nicht dem ersten, sondern. Ich weiß, was du meinst. Oder wo war aber der? War das nicht Breaking Bad? Also der schaut jetzt auf alle Fälle nicht aus wie einer von Breaking Bad. Ich weiß nicht mehr, wo er hingehört, aber ja, es war bekanntere Schauspieler zu der Zeit, wo sie in Motion Capture gesteckt haben. Ja. Und sie haben ihm die Synchronstimme vom Heath Ledger gegeben in der deutschen Synchron. Mhm. Heath Ledger. Ja, Madison spielt so in VR, glaube ich. Stirbst aber. Scheiße, geil. Ich scheiße mir zusammen vor Wut, wenn ich gleich rausfinde, wo ich hin muss, was ich tun muss. Ah! Dreck! Ja, aber wenn die Dinge um die rundum flattern, dann bist du relativ nahe, oder? Ja, aber ich glaube, dass die wahrscheinlich dann erst oben zum Aktivieren sind. Ich muss die Tier aufkriegen, dafür muss ich die ganze zwischen den
alles ist super und alles ist scheiße Welt hin und her wechseln. Und ich müsste jetzt wieder in die alles ist scheiße Welt wechseln. Aber wenn ich in die alles ist scheiße Welt wechsle, dann sind die Tieren wieder zu. Und irgendwo laufe ich wahrscheinlich die ganze Zeit vorbei und realisiere es nicht, dass ich da reingehen kann. Und wenn ich jetzt das wieder mache, dann ist wieder der behinderte Baum davor. Gott, wie sagst du im Pile of Shame? Fällt mir jetzt gerade auf, das ist eigentlich riesiger, meiner. Das ist da wieder der Wichsbaum davor. Dann kann ich da in die Tierbahn nicht rein. Okay. Und wenn ich rundum laufe, auf der anderen Seite ist meine auch die Tür zu, dann komme ich auch nicht in die Tierbahn rein. Gott. So, der Chat ist mittlerweile schon ein bisschen ausgedünnt, oder wie? Ja, Ja, habe ich auch schon gehört. wow, das war der Wahnsinn. Aber das ist so hundertprozentig sicher ist das nicht, oder? Das basiert ja auf einem Tweet von irgendeinem Leaker, aber der hat ja hinten auch schon gesagt gehabt, dass er das damit gar nicht gemeint hat. Also so sicher ist das gar nicht. War natürlich ein gutes Casting, ja. Aber der Esposito, oder wie der heißt, beim Sechser schon genial. Der Kentucky Fried Chicken Abklatsch Ja. von Breaking Bad. Aber das soll Spul gar nicht so stark gewesen sein, oder? Das soll ja eher gar nicht so stark gewesen sein, oder? Wenn man Da- gemeint hat. Als Figur, ich glaube, also dass er nicht so gut geschrieben war, glaube ich. Ja, genau. Also nicht er als Schauspieler, sondern Figur, ja. Nein. Was mich auch jetzt in die Scheiße ausführen. Das Sau. Wie konnte ich die jetzt einfach aufmachen? Nein, Gott Was sei soll Dank. ich ein Pile of Shame? Ja, Ja, nachdem du das eigentlich beruflich machst und so viel sagst, das auch dass du das relativ ist ja nicht mehr so. durchkommst. Ich hab 2019 angefangen und zu der Zeit habe ich massiv viel Guides geschrieben. Das heißt, ich habe quasi jeden Monat 3 Spiele komplett durchspielen müssen und dazu Guides spielen müssen. Das ist aber schon nicht mehr so. Danach habe ich dann noch ein paar Tests und so weiter gemacht, aber mittlerweile komme ich fast gar nicht mehr zum Spielen. Das ist leider vorbei. Ja, bei mir sind es eigentlich große Namen. Also so das Black Flag, Fallout, dann das Far Cry 5. Auf 6 bin ich gar nicht so scharf, aber das 5 habe ich nicht sagen. Das Bioshock 3. Das ärgert mich. Ich habe vor einer Zeit einmal mit dem Bioshock angefangen auf der Switch. Fand ich eigentlich noch gar nicht so geil spielbar. Voll gut noch, ja. Das Ich hab die, Die funktionieren noch super, ja. das ist nicht so lange her, dass ich die alle drei Aber mir gespielt habe. ist dann tatsächlich irgendwann langweilig geworden. Also- Irgendwann wird es dann ziemlich repetitiv. Man muss das einfach schon auf schwerer spielen. Na, das war's nicht. Ja, ja. So ist mir beim zweiten Teil gegangen. Den ersten habe ich zweimal relativ gut durch, aber im zweiten, was mir immer so bei 2/3 dann in der Wobei es aufgehört, die Motivation, Ja. deswegen bin ich nie zum dritten gekommen, weil man aber denkt, wurscht ist, oder? Der dritte hat ja mit den ersten zwei nichts zu tun. Ja, stimmt, ja, aber ich bin halt einfach ein kleiner Monk und Ja, ich hab da das war meine Motivation war die gleiche. Aber ich glaube, dass es 3 jetzt dann irgendwann einmal noch ausprobiere, wenn einmal wieder nichts los ist. So. Streier war richtig gut. Ja, Yakuza habe ich auch noch nie. Ja, nicht, das hat mich zwar echt interessieren, Ich aber habe da glaube ich auch ein paar Teile in meiner Bibliothek drin, aber das ist doch, also albern im Sinne, das war auch lustig, oder? Das war wie Saints Row ein wenig, oder? Krawallmaus und Mo, Ja. gute Nacht. Schön, dass du da warst. hey, gute Nacht. Vielen lieben Dank, gute Nacht. Yakuza hat doch das Ganze auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, oder? Das haben, glaube ich, Das war war so überspitzt. komödiantische Elemente drin, aber Auch nicht sehr, nur. aber auch sehr ernste Dinge. Vor allem gibt es ja da 2 Reihen, glaube ich, die so eine Spin-off-Reihe noch und die, glaube ich, ist ein bisschen lustiger gehalten, wenn ich mich nicht täusche. Aber der Philipp ist der Experte. Ja, Philipp, verzeih. Und google einmal die Lösung, Philipp, von dem Rätsel da. Flip aus. Komm jetzt ums Verrecken nicht mehr drauf. Ah, genau, ja. Mhm, okay. Aber dann ist Story sehr ernsthaft. Das bringt mir einen Scheiß, wenn links und rechts an der Eingang zu ist. Das ist Wichser. Was für die Spiel. Und God of War. Hast du noch nicht gespielt? Eins habe ich gespielt.
Aber Für keine die Ahnung. Eltern, oder wie? Ja, PlayStation 3. Da habe ich dann auch mal einen Marathon gemacht, habe ich alle durchgehauen. Was ich damals so geil gefunden habe, war Dantes Inferno. Das war auch richtig geil. Das ist super. Das ganze Art-Design, das Mhm. war das gut. Das war auch richtig geil. Ja, dann mache ich es wieder komplett und dann ist wieder der gleiche Scheiß. Ah! Das habe ich sogar auf der Xbox, kannst du das noch spielen. Spin-off, Judgment Ich glaub, ich hab's der und Dreier. Like a Dragon. Aber es Ja, genau, Like a Dragon sagt man auch was, ja. Ist das Like a Das Dragon ist so ist gefühlt, neu, wo oder? jetzt alle 2 Monate ein neuer Teil rauskommt, so gefühlt. Ja. Ah. Ich blicke jetzt echt gerade nicht durch. Ich stehe komplett auf den Schlauch. Ich stehe komplett auf den Schlauch. Wenn jetzt wieder die alte Welt aktiviert, dann sind die ganzen Eingänge in die Häuser zu. Also bringt mir das eigentlich nichts. Aber ich muss in die alte Welt, damit ich die Treppen aufgehen kann. This is how we do it. Aber haben nicht letztes Jahr Jedes noch 2 Jahr. Teile auf 3 Monate oder so rausgekommen? Infinite Wealth und dann doch gleich wieder so eins auf Hawaii. Ist das auf Hawaii nicht das aktuelle? Ja, und kurz davor ist aber erst. Das ist andere das Like a rausgekommen. Dragon, das neue, oder? Ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Mein allergrößte Schande ist, ich hab's nicht gehabt damals, also habe ich es nicht gesagt. Ich hab keins der Zelda-Spiele auf dem 64er gezockt. Das ist echt. Ich schon, aber ich finde es einfach nicht so Das ist gut schon wie alle gut. anderen. Du bist aber eine Fotze. Ich finde das Zelda allgemein nicht so geil. Weißt du, Super Nintendo Zelda ist das super. Du bist aber eine Link's Fotze. Awakening ist saugeil, aber das andere Zeug hat mich. Weiß ich nicht, Gameboy Zelda habe ich geil gefunden, da Ja, habe ich gespielt. Da hab ich gespielt. Ich fand die ganzen JRPGs fand ich alle immer viel besser wie Zelda. Viel besser. Ich finde, die kannst du nicht vergleichen. Was soll man mit Yakuza anfangen, wenn wir Stella Upload fertig haben? Ich schreibe sie alle auf. Ich schreibe so auf. Irgendwas muss doch da jetzt eine Zeit, weil der Weg aufgegangen ist. Ey. Geh smoken. Rätsel du das dabei, ich geh jetzt auch nicht rein. Oh Mann. Ja, also nicht, ich hab überhaupt keinen Ansatzpunkt. Ja, du musst irgendwie reinkommen. Ah! Na dann. Und da heute mit dem Philipp und rätselt ist zwar dabei. Ich drehe mir die ganze Zeit im Kreis, dann können die Leute die schöne Landschaft genießen. Heidi Witzka. Jetzt kannst du einfach schauen. Jetzt gibt's. Was it worth it? Ich kenne mich doch nicht aus. Das muss man so quasi. You killed him. He couldn't see the darkness within you. Oh. Everything gets broken in the end. You killed him with your love because he believed in you. Warum vibriert das jetzt? Was ist da los? Does it feel warm? Do you feel safe? Did he love
Yakuza 0. Gottes Willen. So viel. Lost Judgment ist auch Yakuza. Ah. He saw who she really was. He saw the warrior. Do you remember what love feels like? He was the only one she could trust. Could she trust me? Wahnsinn. Wir sollen die alle spielen. Believe in the curse, Dillian believed in you. Ja, Philipp, aber Dings, Stellar Blade ist schon wahnsinnig geil. Ich finde das Kampfsystem so dermaßen gut. Das ist eins von den besten, die ich bis jetzt gespielt habe, möchte ich behaupten. Das ist auch poliert wie Sau. Dillian saved Mir ist noch kein einziger Bug oder irgendwas aufgefallen, das läuft ist so schön fluffig. Ich hasse Umgebungsrätsel. Muss ich auch sagen. Das war schon, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass wir das Rätsel auf alle Fälle noch lösen. Das löst nie jemand. Niemals. Dann haben wir nämlich noch, ich glaube, einen Bereich, den wir dann noch machen müssen und dann geht es eh schon am Ende zu. Ehrlich? Mhm. Wie spielst 10 nach 12. du? Achso. Halb an. Nein, bei dir ist halb an. Da geht es 10 Minuten vorher. Hallo! Ja, schau her. Hast du einen warm gehalten? Ja. Du Fotze. Hast dich voll. Ah. Ah. In chronologischer Reihenfolge. Aha. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, So. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das Spiel verarscht mich doch. Ich glaube, wir haben schon wieder so einen Game-Breaking-Bug. Der war mir jetzt aber nicht, vielleicht zum. Na. Warum ist das Spiel so verbuggt? Lauter Game-Breaking-Bugs, das gibt's ja nicht. Das sagt aber auch nichts, was irgendwas bringt, oder? The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking her with sword and axe. He comes to them all, whatever they do. The gods never cease to wonder at this. Gut über die Corby-Mode. Corby-Modus ist der Freundschaftsmodus. Shapes himself and asks Balder's So, jetzt mother, sitzt das Kappe verkehrt rum auf der Oh, Schaufel. Gamer Mode. Jetzt ist es ja. Jetzt wird's ernst. Serious Gaming. Jetzt ist richtig auch der Bahn. Balder's mother confesses. It- I thought it was too young. Denkt da irgendjemand an Sylvester Stallone? Oh dear. Wobei. Habt ihr den Film gesehen? Fuck, wie ist der geheißen? Da wo er Trucker ist und Armdruck Over the Top. Over the top, ja. Das Kapi umdreht. Ein Film über Armdrücken. Das ist ja so eine geile Idee. Brauchst. Habt ihr ja schon mal ein bisschen mit Armwrestling beschäftigt? Nein, Das gibt ja voll die Profiszene. echt? Das sind total energische. Das ist so gestört alles. Das Spiel ist gestört. Mann, Philipp, hast du schon googelt, was wir tun müssen? Müssen wir jetzt mal in den Corby-Modus schalten. Ich hoffe, mir beim Corby ist nicht fremd. Also, muss irgendwas was ist mit- R-Wrestling? Jetzt habe ich kurz, also über Vorstellung, aber ist das R-rated? Also ist es dann kein Schauspiel, sondern ernst? Na, Armwrestling. Armwrestling. Also ihr habt R-Wrestling verstanden. Es ist so R-rated verstanden, weißt du schon? Armwrestling ist, wenn nur Piraten mitmachen. Ich muss Black Flag spielen. Das war das letzte gute Assassin's Creed.
spiele über Skull and Bones. Das ist dann wenigstens einer, der das spielt. Ja, Ah. Warum? Du hast ganz schön scheiße gelungen, das sowieso auf die letzten Male. Da. Das passt schon, wenn sie mal ein paar Zettel verpasst kriegen und vielleicht irgendwas an einer Drecksformel ändern. es ist ja trotzdem gekauft worden. Naja, Das geht Skull and so. Bones jetzt nicht so wirklich und ich glaube Avatar auch nicht. Der da am Finger gleich noch mehr, wenn du das nichts mehr herklopft, wenn du nicht gescheit schaust. Schnell. Kriegst Tatzen. Richtige Tatzen, ne? Garantiert. Ah, regt mich das auf. Wo ist man denn ungefähr? Ja. Okay. Bei den letzten, bei den 4 Wurzeln von irgendeinem Baum. Gibt es da eigentlich irgendwas? Gibt es da eine Map? Gibt es da irgendeine Legende? Nein. Gibt's Warst du schon in einem gibt- Labyrinth? Es gibt ein Pausenmenü. Ja, in einem Labyrinth. ja, da waren war wir eine Steuerung zumindest. Warst du nicht oder warst du schon. schon? Ja, in einem Labyrinth waren wir schon. Das war das mit dem Wechsel Vogel. zwischen Zeitebenen, sagt dir das irgendwas? Das ist das. Tower Shot Challenge. Das ist das, ja. Müsst ihr durch die stehenden Masken schauen, Ja. um zwischen 2 Zeitebenen zu wechseln. Ja, Auf das- diese Weise könnt ihr Wege öffnen, Ja. die in der anderen Zeitebene zerstört oder verschlossen werden. Ja toll, das war's. Beste Was ist das wieder für eine Lösung, Giga? Scheiß Giga, fick dich. Das ist die komplette Lösung, beschreibt einfach nur, wie die Rätsel aufgebaut haben, aber nicht, wie man es löst. Wow. Was ist denn das wieder für ein Scheißhausartikel? Giga ist das Beste. Assassin's Creed Hexe. Das ist das nächste oder übernächste Assassin's Creed. Ah, warte mal, ich glaube, ich Gehen wir hab's. jetzt Ich glaube, ich hab's. Ja, schon hier. Ich glaube. Hexe wird so ein bisschen geradlinigeres Spiel und das andere im Japan-Setting wird wieder Open World. Kriegen wir Samurai Assassin's Creed oder was? Ja. Kim, das muss doch sein, der Schatten. Bitte! Ah, warte mal, vielleicht da noch um. Jetzt auch. Boah! Fick die Hände. Für den Scheißdreck jetzt 800 Jahre umeinander gelaufen. He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. He's in the other world. Dark world. Without you. In the Dark World. Drecks, Scheißding. Oder hätte ich jetzt die Tiere aufmachen können? Warte mal, anders. Gehen wir zurück, wenn wir in die Schienenwelt. Na, da ist immer nur zurückgespielt. Ja. Wer tun Ketten an sich die Uni? Was haben wir denn? M kommt aus Bamberg. Bamberg. Ich weiß nicht, ob ich mir noch mal irgendein Assassin's Creed oder. Ja, ich schon wahrscheinlich. Ich bin, Aber freiwillig, also privat, das ist auch nicht. Die wissen noch, Valhalla hätte ja wirklich, habe ja wirklich keinen Grund, jemals noch mehr Assassin's Nein. Creed Spiel zum Spielen. Das ist was. Boah. Können wir jetzt mal auf, ich hab das gescannt. Das muss doch jetzt raufgehen, die, oder? Was ich aber tatsächlich gern spielen möchte, ist das neue Star Wars für Ja, da bin ich auch schon. Mir gefällt das, wie das ausschaut und wie das aufgebaut ist. Ich hoffe, dass es irgendwie dann schaffen, dass es so gut spielen wird. Das hoffe ich auch sehr. Weil da ist so viel Potenzial da. Jetzt da oben. Ich glaube aber nicht, dass Bamberg wegen in Assassin's Creed vorkommt, sondern wenn es um die Hexenverbrennung und so weiter geht, dann glaube ich, wird da eher Amerika und Nein, nein. Salem. Doch, Nein. Deutschland? Ja. Echt? Angeblich, ja. Schland! Okay. Jetzt da drauf tippt, dass. Ja, in Amerika waren wir ja schon. Es gibt angeblich schon Bildmaterial, das aber noch nicht veröffentlicht worden ist, wo quasi deutsche Uniformen und so Zeugs drauf waren. Servus Daichi.
vorbestellen da in der heutigen Zeit sowieso gar nichts mehr. Nie, egal was. Überhaupt nicht mehr. Das ist mit der Grund für das, dass die Spiele so unfertig rauskommen, ist der ganze Vorbesteller-Scheiß. Kannst nur bei Nintendo machen. Außer es ist Pokémon. And to everyone's horror, Baldur is killed. Aber okay, ich hätte jetzt nicht gedacht. Also das ist nicht sicher, aber das sind jetzt so die Gerüchte, was... Ich ist sofort auf Silent tut. Ja, Ubisoft haben ja Franzosen. Also das ist... Ja, aber Franzosen hassen Deutsche. Ja, aber dass die in der europäischen Geschichte ein bisschen rumfuhrwerken, ist jetzt gar nicht so Unwahrscheinlich. abwegig. Ja. Aha. Weil die haben ja bis jetzt eigentlich immer in Europa gespielt, oder? Nein, Assassin's Creed 3 war in Amerika. Das war so die Anfangszeit da. Dreier. Aber dann haben wir Unity in England, oder? Ja, nein, Unity war in Frankreich, Syndicate war in England, Syndicate war nicht. Origins war dann in Ägypten, Ägypten, Odyssey war Griechenland, Dann England. genau. England. Gehen wir da Dschungel? Nein, da ist jetzt ein Brustding. Was weiß ich, neu machen. England. Schalaland. Die ersten waren in Italien, die ersten zwei. Nein, das erste war in. War das nicht in. Bagdad? Nein. Doch, das erste schon. Schon, oder? Das war ja so Zweite Orient, ja. und die anderen, die Brotherhood und Revelations, die waren in Italien. Außer das Revelations, ich glaube, war auch nicht mehr in Italien. Das war dann auch irgendwo im Orient, meine ich. Spring einfach hin, feit nix. Sleeping Dogs? Ja, was waren jetzt diesen mal? Ich glaube, ich meine Watch Dogs oder so schon. Ich will gerade sagen, ich habe jetzt auch an Watch Dogs gedacht. Seppi, magst du Yu-Gi-Oh! Lernen? Nein. Ich mag mit beim Karten spielen, der wo nicht stinkt. Wo sind die Leute ein bisschen stinken? Da kann ich so. Ah, aber ich kann jetzt ausnehmen und laufen, dann kann ich das machen. Das hat echt überhaupt nichts zu Sleeping Dogs. Das hört sich aber ganz wild an. Das hat er jetzt erfunden. Das hat er sicher erfunden, das gibt's gar nicht. Ich glaube im kein Wort nicht. Lügenbaron. Schau ich noch. In was für ein Zeitalter spielt das? Hätte sich dann wahrscheinlich eher auch so mittelaltermäßig. Also, wie heißt das bei den Asiaten? Genau, wir sind jetzt halt zu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc steht fest. Muss ich kurz was anderes noch schauen, tut mir leid. Das ist wieder. Sonntag. Sie fesseln Loki mit den Eingeweiden seines Sohnes und machten die Fesseln zu Eisen. Geil. Sonntag geht's weiter. Dann kommt jeden Sonntag eine neue Folge. Was? Demon Slayer geht weiter. Ab Sonntag. Nein, ich muss schon wieder Dinge sagen. Ja, ein Wort ja aber lieber. Ja, ich wollte jetzt auch noch, glaube ich. In der Moderne spielt's. Years had passed since she left her father. She trained hard and not her friend. Sleeping Dogs Computerspiel. She saw things no Computer. Ja, genau. Jetzt, wo ich das Cover sehe, erinnere ich mich wieder. Ja. An intuition that made her an exceptional guardian. Ab und zu brauchst du einfach ein Gesicht zu der Sache, gell? 2012, ja. Schon Zeit her.
So, da hat sogar die True Crime, oder? Hat es LA gegeben. Crime und New York Crime, oder? LA Crime haben wir gespielt, aber das ist New York Crime, aber dann nicht mehr. War das New York Crime dann das mit dem Schwarzen als Protagonisten, oder? Ja, genau, und das andere war so asiatischer Amerikaner. Ja, genau. Also ich habe das mit dem New York-Ding habe ich mir kurz angespielt, aber das hat irgendwie überhaupt nicht taugt. Mir hat das auch nicht so gut gefallen. Das Das war halt einfach. habe ich relativ schnell. Das war eins von den Spielen, die ich dann relativ schnell wieder verschärft habe. Ja, das war halt einfach GTA Rip-Off. Aber kein gut. Ja. Was haben wir noch für Dinge für Symbole? Hallo, mich Es wissen gibt ja sogar der Pate und Ja. Scarface Spiele. Ja, genau. Ist aber auch nicht, sollen auch nicht so gut sein, oder? Ich glaube jetzt auch nicht, nein. Der nicht so im Mafia-Stil, meine ich. Also im Spiel, für den Spiel. Mhm. Mafia war auch relativ schwach gefunden. Ja, ich habe ja nicht lang gespielt. Ne. Das ist der Hätte ich Pfeil. mir eigentlich auch richtig drauf gefeiert. Open World, GTA. Das ist aber auch gerade eher so Schein-Open World, oder? Ich meine, das Ja. ist eher Ja. ein bisschen linear. Das ist ein bisschen vorheuchelt, der Open World zum sein. Aber relativ. Ja, genau, ich habe es auch auf dem Gamecube gespielt gehabt. Aber wie gesagt, nicht lang. Aber Mafia hat eigentlich auch immer relativ gute Bewertungen gehabt. So eine gute Geschichte erzählen. Vor allem, wenn man so Fan von der Party und so weiter ist, hat's geheißen, dann soll das dann recht gut bei Laune halten. Ich glaube, vielleicht haben sie zu alt. Also für mich. Ja, da gibt es jetzt, glaube ich, vom ersten und vom zweiten gibt es ja jetzt ein Remaster, oder? Ja, die waren ja eine kurze Zeit. Also ich habe beide, glaube ich, weil es ein PlayStation Plus Abo gegeben hat. Mhm. Ah, kann sein, dass es mir da auch geholt habe. Als Dreier habe ich. Und da hätte ich das erste angezockt und das war anstrengend. Also trotz Remake finde ich nicht gut gealtert. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. Ja, das New York Crime zeigt das Gamecube Country Higgy, ja. Das war, glaube ich, bei mir PlayStation 2. Ja, es war Gamecube, weil ich meins auf dem Gamecube gehabt. I remember this. Ich erinnere nicht. Blöd. Ist die letzte Hurenrune irgendwo herunter, oder was? Schifft eine in die Bude, weiß man nicht. Nee. Da ist nix. Manchmal darf ich mir schon irgendwie so eine optionale Anzeige wünschen, wie lange das denn noch geht. Das Spiel, oder wie? Ja. Irgendwie so zumindest eine Prozentanzeige oder so. Ja, das Ding war immer. Ich möchte ja immer wissen, wie weit bin ich, was habe ich schon. Aber gut, ist da bei dem Spiel irgendwie passt bei dem Spiel, dass es nichts gibt einfach. Ja, das Es schon. sind einfach eiskalt. Ja. Einfach gar nichts. Ja. Ich möchte irgendwas und das Spiel sagt nein. Aber ich möchte halt, ja, aber ist mir wurscht. Watch Dogs habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich hab's gespielt. Nein, ja nicht. Ich war wieder abgeschreckt aufgrund des Herstellers. Also das letzte, das rausgekommen ist, war auch ein ziemlicher Flop. Das zweite war das, oder? Nein, da haben so ein London-Dings ausgebracht, das ist ja Ja. ultra geil gewesen sei, so, weil du kannst ja quasi jeden übernehmen, der da rumläuft und das war ja Am Ende war es wieder nicht kacke. Ich habe das erste Zeit lang gespielt und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Da ist das irgendwo. Aha. Und dann habe ich das Spiel zurückgehen müssen, weil ich es ausgeliehen gehabt habe. Ja, toll. Und dann war es vorbei. Good old Watch Dogs Days. Da haben wir es. Aber es hat eigentlich, es war eine geile neue Idee mit dem Hacken. Also fand schon. Wo war das jetzt? Die Seile oder was? Ja, das ist insgesamt der M. Das ist der. Haben wir sie eben schon. Haben wir nicht, sind wir nicht auf der Bremse unten dahergeschwommen, gell? Oder wie der Flocker gesagt hat, auf der Bremssuppen. Ich bin nicht auf der Bremssuppen hergeschwommen.
Legion oder geheißen. Ja. Ich glaube, mein Philips, der Peilaufschirm ist nie so groß. Because he believed Der Money werkt da ganz schön durch. Der leicht, oder? Der macht uns da die Probleme. very, very careful. Dillian never much cared for the underworld. Looked dimly upon the Hier schon mal nach rechts, kannst du überhaupt angefallen. I guess he took after his Ja, father, kannst. a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms. Had to see the world through his eyes. Slowly, the darkness Jetzt reißt du damit zusammen. began to unravel. You're going to fall carefully. Zumindest bist fleißig. She's strong. She's steady. She can take it. Oh Gott, da machst du dann gar nicht zum Feind. Hab ich ihm schon gesagt. Very, very careful. Haben wir schon umgebalanciert. There's a long way to fall. Vergiss bitte Tears of the Kingdom nicht. Das, die zwei Kämpfer noch am ersten Platz, was die so geht. Ja, das mit der Haltbarkeit hätte ich auch nicht braucht. Das ganze Kampfsystem ist scheiße. Das war früher schöner. Cannot see through your eyes. No one can. My father was born blind. It's not the faintest idea one man looks at a Kommen wir dann eh schon langsam zum Schluss, oder? Mhm. So someone is afraid of the dark. So we fixed them by taking away their son. But you give up the beauty. So kurzzeitig man das abstürzt. Das weiß ich nicht, wenn zum Schluss. Nicht einmal gespeichert. Was this the price you pay for the gift you have? Jetzt haben wir noch nächste Woche da weitermachen weiter. Das ist da. 17. Ja. Das ist nicht sicher, aber normalerweise dürfte es gehen. Müsste bei mir eingehen. Weil dann haben wir es auf alle Fälle durch, weil ich glaube, das ist jetzt echt nur noch eine Wurzel Kann ich nicht. Also ich bin ich Kannst raus. du und dann glaube ich, sind wir eh schon im Finale. Haben wir einen Betriebsstammtisch und der wieder vom Betriebsrat ausgerichtet. Bin ich in Landshut. Könnt's aber ohne mich machen, kann der Karl wieder raus. Du sitzt eh gerade da und nörgelst. Nein, ich lese Chat, ich teile mit. Deine Du hast mir Nörgeleien. nie einen Controller gegeben, ich wollte tatsächlich spielen, aber du lässt mich nicht. Hört man Was hat keiner. sich das schon unter euch aufteilt? Der eine kämpft, der andere rätselt. War ich Früher haben wir raus. mal gekämpft. Ja, eigentlich war es wieder so eine Durchmarsch. Das Kämpfer ist jetzt vorbei. Gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. Ja, aber hast du Zelda-Teile vorher mal gespielt? That can be wisdom. Also richtig geile Beschreibung. Ja. Das ist aber echt so. Also das Kampfsystem, das kotzt mir auch richtig an, weil das vorher viel geschmeidiger war, viel schöner zum Spielen. Pass on my stories of the North to you, Senua. Und ich möchte einfach wieder dann ein geradlinigeres Zelda haben. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber das ist mir jetzt einfach alles too much gewesen. Ein bisschen. Auch Ich fand dann auch die Steuerung überlohnt. Ja, die Mit war, den 1000 Zahlen. die das war ist- beim zweiten Teil vor allem, war die Ja, echt, da- da war es richtig brutal. Also ich hab's 52 Stunden gespielt und ich hab mich trotzdem immer noch wieder verdruckt. Also Can you see? Breathe slow. Stay still. Ja, bist lang gesessen, ne? mhm.
1000 Crocs sammeln sie nicht von selber. So, jetzt hast du gespeichert, jetzt sagen jetzt machen wir gut für heute, ja? Ja, eins muss man da lassen und bist du da echt hartnäckig. Ja, es ist halt trotzdem ein besonderes Spiel für mich gewesen, deswegen. So zum Beispiel Final Fantasy 7, da ist jetzt nicht machen, weil das auch ein super tolles Spiel ist. Aber da sind nicht so viele verschiedene Sachen dabei, die mich dann überhaupt nicht interessieren, die es für Trophäen oder so brauchst. They've gone. I'm still here. Lego-Videospiele wären kein einziges gespielt. Jo, ich hab die Harry Potter-Reihe, die war nämlich auch mal in die Plus-Angebote drin. Und die habe ich dann mit einem Späßel angefangen und da habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal gespielt, sondern nur mit Zuschauer wieder andere gespielt, aber beim Zuschauen habe ich schon gedacht, irgendwie habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Mit wem? Mit dem Skyfred. Der, glaube ich, hat die auch früher gespielt und der war halt dann so im Nostalgie-Modus und gesagt, ja, okay, das spiel du. Ich schaue ein wenig zu, aber also die Harry Potter League und Dinger, das sind jetzt nichts, die ich selber spielen darf. Gibt es ja deswegen, Indiana Jones gibt es ja, Star Wars gibt es Star Wars, ja. Ja, Das, das und funktioniert alles auf die gleiche Art und Weise. Find a way. Deswegen hat mir das nie gereizt. Ich tatsächlich Bock auf ein Lego-Spiel gehabt, aber keine Kombination. Gibt es ja Lego Movie-Spiel auch, oder? kann sein. Und das ist aber dann das gleiche wieder, also wenn ich schon am Bildschirm irgendetwas zusammenbaue, dann glaube ich, dass ich es lieber in echt zusammenbauen. Es gibt ja in VR gibt es ja Lego-Spiele. Das glaube ich ist aber schon wieder cool. Wir müssen es mal ausprobieren. Was denn tut es? Das cool ist. Die ganzen Mixed Reality Spiele sind auch geil, wo du quasi in deinem eigenen Zimmer dann Mhm. die virtuellen Elemente hast. Das ist so Das geil, heißt, da kannst Sim-Mobs du, gehen. ja genau. Und das so geil ist, da kannst du quasi so eine Art Karrierebahn in deinem Zimmer aufbauen mit verschiedenste krassen Sachen. Dann steuerst du quasi das Auto durch die Strecke. Das macht viel Spaß. Stein im Sinne von, dass du dann auch da drin sitzt? Nein, dass du hast einfach- quasi, spielst das wie eine Spielzeugautobahn. Aha. Das ist quasi so ein kleines Auto und das fährst du dann rum und du kannst das groß und klar machen, was du magst und in dein Zimmer einbauen wirst demnächst. Aber du steuerst dann mit dem Controller quasi das Auto und fährst mit dem Auto dann durch die Bahn. Von der Diorama-Perspektive quasi. Ah, also du. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das gibt so ein Hot Wheels Spiel, die machen das auch schon. Ja, genau. Ja, macht ja tatsächlich Spaß, also das Hot Wheels Spiel habe ich auch eine Zeit lang gezockt. Ansonsten würde ich Mikro sagen, es hat als Kind schon mehr Spaß gemacht, diese Carrera-Bahn aufzubauen und mit Lego Heisel zum bauen und sonst irgendwas, als tatsächlich das Auto auf die Bahn zum Sitzen und einfach einen Knopf zum Drücken und dann fährt das rundum. Das ist eigentlich schon ziemlich, naja, Ja, genau. armselig. Es ist Aufbauen und Spaß gemacht. Deswegen habe ich ja immer, also ich finde das unheimlich geil, wenn irgendwer so riesige Modelleisenbahnen aufbaut. Aber dann macht halt einfach das Aufbauen Spaß. Den Zug einzuschalten und dann zum Schauen, wie der 10-mal rundum fährt. Das glaube ich macht die ersten 3 Mal Spaß, aber dann ist es vorbei. Dann kommt Godzilla und dann lasse ich den Zug abbrennen, damit der Action reinkommt. Seems there's no escaping the past in this place. So noch mehr Fasslauf mit der Borderland-Reihe. Wieder nicht gespielt. Leider nicht, ne? Keiner war jetzt, war? Da bockt mir irgendwie auch in null. Interessiert. So Looter-Shooter zeigen. Ja, das Spielprinzip selber nicht, aber diese verrückte Aufmachung hätte Ja. mir jetzt schon immer Also Das da ist gibt es ja aber auch geil. die Adventure-Reihe da auch von Telltale. Mhm. Die habe ich mir gespielt. Aber auch nur ein Kapitel, glaube ich. Ach, ich schaue mir einen Film an und dann habe ich jetzt den Haken hinter. Mir hat schon immer bockt, weil ich gemeint habe, dass da voll die geile verrückte Story dabei ist. Es sind auch wieder Spur ausgeliehen, habe sie eine Zeit lang gesagt und dann gemerkt, okay, das ist sehr wenig Story. Und dann war ich schon wieder raus. Habt ihr das Rage gespielt? Nein, auch nicht. Das ist damals auch so gehypt worden. Mit Vorschusslorbeeren überhäuft worden und alles. Ah, da ist so viel drin.
Und dann war es irgendwie gar nicht das, was man sich erwartet hat. Stimmt, das sind die Ketten, die soll keine Geräusche machen. Sonst hat sie mich umspogert. Eigentlich müsste jetzt das Licht aus sein, damit ich besser sehe. Ja, eigentlich wollten wir jetzt auch Schluss machen. Ja, ich hab das die ganze Zeit weitergeschwätzt und ich hab gesagt, dann hören wir jetzt auf und dann habt ihr es einfach mich ignoriert und habt weitergeschwätzt. Nein, ich hab gesagt, ja. Ich hab gemeint, du redest mit ihm. Ah, ich hasse dich so viel. Das gleiche Heike. So, ich schreibe eine Soll ich sagen? Nachricht und sage, ich komme 5 Minuten später. Dann bin ich tot. Sage ich, ja, kannst du rauskommen? Nein, er braucht nur 5 Minuten. Sag ich, ja, Alter, bei dir ist scheißegal, wann ich komme. Eigentlich kann ich mehr Zeit lassen, weil du bist eh mal spät Ja, dran. geschafft. Ja, nein, er hat jetzt nur Runden gesagt, weil ich 5 Minuten spät gekommen bin. Hat er Erstens nur- hast du gesagt, du kommst irgendwann nach halbe und bevor ich nicht weiß, wie lange ich warten muss, habe ich schnell Ich habe angeschaut. gesagt, ich komme kurz nach Dann hab ich halbe. schnell- Und um halbe war aus. Habe ich jetzt schnell Playstation und um angeworfen. 8 Nein, Nintendo und um Switch. 8 nach halbe war ich da. Habe ich schnell. Ja. Und du bist dann um 3/4 rausgekommen. Ja, hast du deine 8 Minuten gehabt und ich so mehr? Habe ich weniger Verspätung gehabt. Bin ich der Sieger. Was für ein scheiß Junkie, dass du bist also wegen 5 Minuten noch eine Konsole einschaltet. Ich Switch, das geht immer recht schnell, das ist immer recht schön. Jetzt weg. Im Gegensatz zu 4, wenn man nie spielt. Das war Wahnsinn. War ungefähr, wie viele Stunden? 3-4 Stunden habe ich schon gewartet, oder? Ja. Philipp hat geschrieben, dass Rage nur ein billiger Abklatsch von Borderlands ist. Ich weiß nicht. Da ich beides nicht gespielt habe, kann ich es nicht beurteilen. Mach Schluss! Ja, ich kann nicht speichern. Ich muss jetzt schnell noch das Ding da, diese Wurzel durchlaufen. Ah, geh weg! Du hast gespeichert. Ist genau gesehen. Echt? Ja. Über noch einen Schöner. Gib mir nochmal. Na? Dann brauchen wir noch länger. Ja, ist schon klar, dass ich der Trottel bin, der wo die heimfährt und wenn ich die daheim abgesetzt habe, fahre ich immer noch eine halbe Stunde heim. Dann zeig doch mal weiter zu. Du machst deine Probleme immer zu meinen. Ah! Kamera ist nicht schief. Schaut die scheiß Konsole aus, dann kriegst du einen Chin. Das ist ja keine Konsole, das ist ein PC. Schaff's nicht. Geh auf. There's a well. Don't turn back. We're getting close. Das ist die Vorgeschichte von der Ring. Ja. Schön, da vorne Das war ist, der geilste Twist überhaupt. da vorne ist schon das Ziel von dem Ding. So, ich denke mir immer, wenn es einfach mal bei irgendeinem Film irgend so einen krassen Scheiß einbauen daten. Irgend sowas, mit dem es überhaupt nicht reden ist, was passiert da so. So wie bei Cabin in the Woods zum Beispiel. Ja, dass der Vader explodiert oder so am Ende vom Film, wo es überhaupt nicht dazu passt. Eine Romanze oder selbst. Und am Schluss explodiert Vader, wobei sowas ähnliches auskommt bei Remember Me. Ja, wollte jetzt sagen, also, da hat es doch schon mal was gegeben. Das war super geil. Ich war damals mit meiner Ex-Freundin im Kino und alle sind voll durchdreht. Die ausgegangen sind, haben sie beschwert, die ganzen Puten, und ich war doch geil. Richtig geil war doch. Das geschieht euch recht, das Rimpel hier. Wobei der Film gar nicht so schlecht war. Ja. Ich finde den echt gut und auch mit dem Ende, also jetzt nicht gerade, weil ich es halt lustig fand, dass sie sich alle beschwert, aber ich fand das ein ziemlich krasses Ende, dass sie es halt so eiskalt durchziehen. Aber Cabin in the Woods könnte ich mir auch mal wieder anschauen. Ja, ich glaube, den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Ich habe schon mal ein paar Mal angeschaut. Echt? Ah. Ich glaube, zweimal gesehen. Da habe ich aber gerne einen geraucht dazu damals.
Nein, habe ich auch nicht gespielt, habe jetzt nur gelesen von dem zweiten Teil. Das Mal ist viel zu aufwendig. Ja, genau, das Dauert alles so ewig lang. schreckt mich halt auch wieder ab. Jener Ding in allen Ehren, aber das wird leider nicht mein Spiel sein. You found your own way back. All you needed was a little help. A little help. So, jetzt. Feiern. Jetzt müssen wir mich 6 Mal dann in den Baum rein. Und dann glaube ich geht's ins Finale. Da ist ja nur einer. Ja, das ist so richtig schöner Tritt in die Eier zum Abschied. Das ist immer angenehm. Ding ist ja auch so, wie heißt der Gangsterfilm von Scorsese mit dem DiCaprio, mit Damon, Die Departed, ja. Das ist Oh auch so ein Gott, den Film. wir, oh ja. Der Ich habe ist das erste Mal gesehen, aber ne, fick die doch. Fick die Hände, ja. Oh, das ist mies. So ist mir damals gegangen, als ich die Resident Evil Reihe ein bisschen nachholen wollte. Dann habe ich zuerst die Dinger, was du jetzt mit Autosave und so spielst. Dann habe ich das Resident Evil Zero auf dem Gamecube eingeworfen und dann musst du noch handspeichern. So. Oh, leck. Und ich spiele auch so eine paar Stunden Schicht reingehauen, schalte aus, schalte beim nächsten Mal ein, denke mir so, okay, was ist da los? Und so bis mir dann eingefallen ist, fuck, Alter, du bist jetzt seit 2 Konsolengenerationen zurückgesprungen, du musst speichern. Ja, Eden Lake ist also ein Fotzenfilm vor dem Herrn. Ja, das ist der mit den Jugendlichen, die Ja, zwei das ist, boah. Sind wir auf 84 war so, oder? Summer of 84, ein saugemeines Ende, ja. Den haben wir noch nicht gesehen. Der ist auch sehr gut. Der ist auch im Hardline damals gelaufen. So, Ich glaube sogar bei Prime drin, gell? jetzt haben wir uns verabschieden, Leute. Jetzt haben wir genug geleistet heute, oder? Also ich schon. Ja. Ich war brutal. Ich war brutal. Mächtig, mächtig, mächtig. Mächtig, schmächtig. Jetzt haben wir wieder Danke an jeden, der zugeschaut hat. Das war schön für euch. Oh ja, also, das hätte ich auch gesagt bei dem Ende, ja. Ja, ja. Aber jetzt sagen wir trotzdem Danke, danke fürs Zuschauen. Und ja, es müsst jetzt halt leider noch das Spiel und den Teil 2 dann im Stream mit uns erleben. Danach schauen wir aber, dass wir wieder aufhören mit storylastigen Spielen im Stream und machen wir wieder, sagen wir uns wieder irgendwas, wo wir uns aufregen müssen. Das ist doch viel schöner, da die sagen. Warum müssen sie eigentlich den zweiten Teil im Stream aushalten? Weil wir jetzt den ersten auch schon gespielt haben und wenn wir Autisten sind, müssen sie unseren Autismus mit ausleben. Ja, das stimmt. Das hilft leider nicht, da müsst ihr jetzt durch. Aber Und wir freuen wollen uns, ja- wenn ihr trotzdem Spaß gehabt habt. Und stell dir vor, irgendjemand googelt irgendwann einmal oder sucht auf YouTube Hellblade und dann sagt er das für uns und denkt sich, das war geil, jetzt werde ich sehen, was die im zweiten Teil machen und wir haben es nicht gemacht. No. Dann sagen sie, alles klar, deabonnieren und melden. Ja, aber schöne Schmerzrunden auch noch zusätzlich. Aber jetzt haut's ab. Da ich sagen, pfiat euch, pfiat euch. Genau. Aber nicht. Also, für euch gut. Ching, ching, bada, bada, bing, bang. Und wir sind raus. Ching, bada, bada, bing, bang. Oh, die Verbindung können wir nicht wiederherstellen. Wir können das Spiel nicht fertig spielen.